viele Stufen gehabt, viele Mails, viele Umorganisationen und so weiter. Aber am Ende sitzen wir hier, ist das nicht schön? Ja. Ja, schön, Robert. Ja, nee, deswegen sage ich das nicht. Ich habe mich ja selber gefreut, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Und dass James immer noch in einem Stück zu uns kommen kann. Das ist ein wunderbarer Zustand. Ja, welcome James. So happy to have you. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Mal hier, wir wissen ja nicht, wie es in der Zukunft sein wird, wir kennen die Zukunft nicht, aber dieses eine Mal haben wir die Möglichkeit, hier zu sein. Das ändert so ein bisschen die Atmosphäre. Ihr habt euch auch schon so schön militärisch aufgereiht. Schön gerade wie die Pappeln in einem französischen Wirtschaftswald. Also wenn ihr merkt, dass es irgendwie ein bisschen gezwungen ist, dann seid doch bitte so frei und bringt ein bisschen Chaos in die Reihen. Ich möchte einfach gerne nochmal die Zeiten jetzt mal durchsagen. Das ist sicherlich etwas, was wir alle wissen wollen. Es wird von 17:15 Uhr bis 8 Uhr. Ist die Tara-Praxis auch unten? Oder? Das heißt, wir könnten auch morgens hier rein. Ja. Wunderbar. Wir können aus dem Morning Time, we can sit here. Okay. Ab 7:15 Uhr bis 8 Uhr stilles Sitzen, eigenes Sitzen ohne Unterweisung, wie ihr Lust habt. Also es ist auch nichts Zwingendes, aber es besteht die Möglichkeit. Und dann wird es von 8 bis 9 Frühstück geben und von 9:30 Uhr bis 10:45 Uhr und von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr wird es 2 Vormittagssitzungen geben mit einer halbstündigen Teepause. Da gibt es unten eine Cafeteria, da können wir uns dann Heißwasser machen und Tee bereiten. Wahrscheinlich wird es nötig sein, dass irgendwie ein paar Hände mithelfen. Aber die Anfangszeit habe ich leider nicht verstanden. Von 9:30 Uhr bis 10:45 Uhr, 9:30 to 10:45 und 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr, quarter past 11 to 12:30 sind wir dann hier am Vormittag. Dann gibt es eine Mittagspause und von 1 bis 2 die Lunchtime, also Mittagsessen. Ich will euch gleich vorwarnen, die Gabi, die Köchin, und Michael, der Koch, die zusammen das für uns hier machen, die werden wahrscheinlich ein paar helfende Hände brauchen. Also aber Gabi wird das nochmal selber sagen, genau den Umfang mitteilen, den sie an Hilfe braucht. Ich will da jetzt nicht reinregieren, das hat sich bis jetzt auch immer sehr schön spontan geregelt und das soll am besten auch weiterhin so bleiben. Das Wichtige ist, dass wir gemeinsam ein gutes Retreat haben. Also von 1 bis 2 dann Pause für Mittagessen und dann von 3 Uhr bis 4:15 Uhr und von 4:45 Uhr bis 18 Uhr sind die 2 Nachmittagssitzungen. Und dann ist es so, um 7 Uhr wird hier unten in einem kleinen Zimmer eine grüne Tara-Praxis gemacht. Wen das interessiert, ist natürlich herzlich willkommen, sich dort anzuschließen. Ist nicht exklusiv. Und abends wird auch dort unten im Kaminzimmer, das ist da am Eingang, Chenrezig-Praxis gemacht. Auch da ist es, wenn gewünscht wird, Teilnahme möglich. Ob wir abends was machen oder nicht, das wird James wahrscheinlich spontan entscheiden. Genau. Und jetzt höre ich auch schon auf zu reden. Ah ja, eine wichtige Sache ist bitte, es ist ein bisschen knapp hier mit Parkplätzen. Ihr müsst schauen, dass ihr keine Wege blockiert. Da werden die Einheimischen hier sehr böse, wenn Forstwege oder irgendwie, da reicht nur ein kleiner Kopfhügel, der raussteht, dann werden die schon ganz teufelswild. Und die kleine Parknische gegenüber dem nächsten Haus ist privat, da darf man nicht stehen. Wenn also hier nichts ist, müsst ihr leider ins Dorf und dann auf dem Weg Richtung Gersbach hoch gibt es noch einen Parkplatz, da kann man auch stehen.
Okay. Gut. So, ja. Who must be done? Stop. We start. So, very nice to be here. Some new faces, some familiar faces. Es ist schön hier zu sein. Wir haben ja einige neue Gesichter, viele vertraute Gesichter. And we have some time to look at the basic teachings in Buddhism, what we might call Hinayana or Theravadan approach to understanding how our situation is. Und wir haben hier jetzt einige Zeit, um zusammen nach einigen sehr grundlegenden buddhistischen Lehren zu schauen, sie anzuschauen, sagen wir, der grundlegende Theravada oder wie manche sagen, Hinayana-Ansatz des Verständnisses, wie die Dinge eigentlich so sind. This understanding is not very different from that of Mahayana Buddhism. Und das ist nicht sehr anders als das Verständnis im Mahayana-Buddhismus. Or Tantra, Mahamudra and Dzogchen. Oder aber auch im Tantra, im Mahamudra, in Dzogchen. Some features are different, Manches ist anders, but the basic concern is how are we situated? aber die grundlegende Frage oder zu beachtender Punkt ist, wie ist unsere Situation? Do we have freedom? Haben wir Freiheit? Freedom to be freely uninvolved, Die Freiheit, frei uninvolviert zu sein and freedom to be freely involved. und auch die Freiheit, frei involviert zu sein. The first is wisdom, the second is compassion. Das erste ist Weisheit, das andere ist das Mitgefühl. If you can't get involved, you're not going to help people in any way. Wenn du dich nicht darauf einlassen kannst, involviert zu sein, kannst du anderen Leuten nicht wirklich irgendwie helfen. But getting involved with people is often very difficult. Aber sich mit Leuten zu involvieren, ist andererseits manchmal auch sehr schwierig. So we have to be able to be uninvolved. Also müssen wir auch die Fähigkeit haben, nicht involviert zu sein. In the earliest teachings of the Buddha, it's presented as a kind of either or. In den frühesten Unterweisungen des Buddha wurde das sozusagen in Schwarz-Weiß als entweder oder dargestellt. When we go more into Tantra and Mahamudra and Dzogchen, these are seen as simultaneous and non-exclusive. Wenn man tiefer geht ins Tantra, Mahamudra, Dzogchen, dann werden diese beiden Optionen als gleichzeitig anwesend und nicht gegenseitig ausschließend betrachtet. But in the first teachings, when it's pointing out there is either this or that, Aber in diesen ersten Unterweisungen, wo es dann heißt, entweder dies oder das, that helps us to clarify what we're talking about. das hilft uns zu klären, worüber reden wir denn überhaupt. So when after the Buddha Shakyamuni got enlightened, he went to Sarnath. Nachdem Buddha Shakyamuni Erleuchtung erlangt hatte, ging er nach Sarnath. At that time, it was just open fields to the north of Benares. Und das waren einfach zu dieser Zeit offene Felder nördlich von Benares. And he gave the first teaching. Und dort gab er die erste Unterweisung, Which concerned the Four Noble Truths. und das war die Unterweisung über die 4 edlen Wahrheiten. So the first Noble Truth is the truth of suffering. Und die erste dieser edlen Wahrheiten ist die Wahrheit vom Leiden. So what is suffering? Was ist aber Leiden? It's like a wide arc of possibilities. Da gibt es einen weiten Bogen von Möglichkeiten. It could be a mild discomfort, Es könnte ein mildes Unwohlsein, feeling ill at ease, sozusagen ein sich nicht wohlfühlen, not quite at home in yourself, nicht so ganz bei sich, in sich zu Hause zu sein not quite at home in the situations you find yourself in. und auch nicht in den Situationen, in denen wir uns wiederfinden, zu Hause zu sein. That feeling tone gives rise to a kind of anxiety. Und diese Gefühlstönung, die lässt eine gewisse Art von Furchtsamkeit entstehen. And of course, when we withdraw
we withdraw into ourselves. Wenn wir uns aber zurückziehen, dann ziehen wir uns in uns selbst zurück. So if I think, oh, why am I here? Wenn ich dann also darüber nachdenke, warum bin ich hier? I'm sitting in a chair and people are looking at me. Ich sitze hier im Stuhl und die Leute gucken mich an. I don't think I like this very much. Ich glaube, ich mag das nicht so sehr. I'll hide in here. Ich verstecke mich. If I go into myself, will I be any safer? Wenn ich jetzt in mich verstecke, werde ich mehr in Sicherheit sein? Because at least if my eyes are open, I can see if you're going to shoot me or stab me. Denn wenigstens wenn meine Augen offen sind, bin ich in der Lage zu sehen, ob ihr vorhabt, mich zu erschießen oder zu erstechen. That's something quite basic. Und das ist etwas sehr Grundlegendes. That if we face the difficulties in life, they may sometimes be terrifying, Dass wenn wir die Schwierigkeiten im Leben wirklich ins Angesicht schauen, dass sie manchmal schon erschreckend sein können. but at least we have some more possibilities. Aber wenigstens stehen uns mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. So, the truth of suffering also indicates don't pretend that life is okay. Die Wahrheit vom Leiden weist also auch darauf hin, tue nicht so, als ob das Leben okay wäre. We also can have intense suffering, Wir können aber auch intensives Leiden haben. a lot of physical pain. Mit vielen Schmerzen, physischen Schmerzen. That can be very disturbing. Und das kann uns sehr verstören. But in Dharma we can learn methods for offering more space even to the factors in the outer environment and in our body and in our mind which seem to be persecuting us. Aber im Dharma können wir es lernen, den Faktoren mehr Raum zu gewähren, die entweder in uns sind oder in unserem Umfeld sind und die uns scheinbar sozusagen verfolgen. So there's a lot we can open up to in this notion of suffering. Da ist also eine Menge, wozu wir uns öffnen können, wenn wir diesen Begriff von Leiden anschauen. It's normal to suffer. Es ist normal zu leiden It's not a personal punishment. und es ist keine persönliche Bestrafung. It's embedded in the structure of the world. Das ist in der Struktur der Welt eingebettet. So in the Theravada teaching, they explain that the root cause of suffering is ignorance, So in der Theravada-Unterweisung erklärt, dass die Ursache des Leidens Ignoranz ist, not knowing how it is, also das Nicht-Wissen, wie es ist, and then grasping at phenomena in the world and at attributions made to yourself, und dann sozusagen an Phänomenen in der Welt, an Erscheinungen in der Welt festzuhalten und auch an den Attribuierungen, die wir uns selbst gegenüber vornehmen, as if they were important and reliable. als ob sie etwas Wichtiges und vor allem etwas Verlässliches wären. When we see how things are, we see that all compounded things are impermanent. Wenn wir sehen, wie die Dinge sind, dann erkennen wir, dass alles, was zusammengesetzt ist, auch unbeständig, vergänglich ist. We don't normally use language like compounded things. Normalerweise reden wir ja nicht von Dingen als zusammengesetzt. But when we look around here, we see how this building is compounded. Aber wenn wir hier uns umherschauen, können wir erkennen, wie zum Beispiel dieses Gebäude zusammengesetzt ist. We see the big beams Wir sehen diese großen Balken hier and the bolts holding them in place. und diese unglaublichen Schrauben, die sie sozusagen an Ort und Stelle halten. If they weren't held in place, they would collapse. Wenn es diese Bolzen, die das festhalten, nicht hält, dann würde die Struktur kollabieren Then the ceiling would fall. und dann würde die Decke auf uns fallen. It is because of how the constituent parts are put together that the room has the shape that it has. Es ist genau
liegt daran, dass wie die Dinge, die konstituierenden, die Bestandteile aus denen das gemacht ist, zusammengesetzt sind, dass dieser Raum eben genau die Form hat, die er hat. So, for example, I'm wearing a shirt. Zum Beispiel, ich trage hier ein Hemd. The shirt is made of linen. Dieses Hemd ist aus Leinen. Threads of linen, fiber threads are put together to make the strands which can be woven into the cloth. Ganz feine Fasern von Leinen werden zu Garnen zusammengesponnen, die dann wiederum zusammengesponnen werden zu noch festeren Garnen und aus denen kann man dann weben. Which is dyed. Und das wird dann gefärbt. So the color is not intrinsic to linen. Also diese Farbe ist jetzt nicht innewohnend die Farbe von Leinen. The blue color of the shirt is a production on the basis of the collaboration of the potential of linen and the potential of the dye. Diese blaue Farbe hier ist der Ausdruck eines Zusammenwirkens auf der Basis von dem Potenzial, das in dem Leinen steckt und auf der Basis des Potenzials, das in den Farbstoff steckt. And the shirt is put together on the basis of changes in fashion in shirts. Und dieses Hemd wird auf der Grundlage der stets veränderlichen Modeerscheinungen bei Hemden zusammengenäht. There's a designer for the shirt. Da gibt es also einen, der das entwirft. Marketing from the production company. Der Hersteller hat dann selbst eine Vermarktung. The involvement of the distributors, the involvement of the retailers, how they set the shirts out in the shop. Dann involvieren sich die Vertriebe, dann die Zwischenhändler und dann die Art und Weise, wie solche Hemden in einem Laden überhaupt präsentiert werden. And I come along as the customer. Dann komme ich da vorbei als Kunde. I have a commitment to the idea of summer. Ich habe sozusagen eine verbindliche Verbindung zu der Idee von Sommer. So even though I'm living in England and it's wet and cold in the summer, I want to have a summer shirt. Und obgleich es im Sommer in England kalt und feucht ist, nass ist, möchte ich gerne ein Sommerhemd haben. So the shirt is not just for covering my body, but it's for symbolizing the summer I should have. Das heißt, das Hemd, das dient ja nicht einfach nur dazu, meinen Körper zu bedecken, sondern es trägt sogar in sich die Symbolkraft des Sommers. So in this way we can start to see that there are simple functions to many items in the world. Auf diese Weise können wir sehen, dass es da so gewisse einfache Funktionen in vielen Gegenständen dieser Welt gibt. And we could make a hierarchy of value in the functions that anything can perform. Dann können wir die Werte der Funktionen sozusagen, die ein Ding ausüben kann, auch noch hierarchisieren. So if I was an anxious teenager wanting to fit in with the peer group, I might want to wear the shirt that everyone else is wearing. Wenn ich jetzt ein furchtsamer Teenager bin, der sehr gerne sich der eigenen Altersgenossengruppe anpassen möchte, dann möchte ich vielleicht auch genauso ein Hemd tragen, wie meine Altersgenossen es auch tun. Then if I get a bit more confidence, I might want to wear a shirt that stands out, that makes me look different. Und wenn ich etwas mehr Selbstvertrauen entwickelt habe, dann möchte ich vielleicht ein Hemd haben, das gerade das Gegenteil tut, dass es sozusagen auffallend ist und mich zu jemand anderem macht. So the shirt can be for hiding or displaying. Und das Hemd könnte also dazu dienen, sich zu verstecken oder sich zu zeigen. And that will depend on circumstances. Und das wird natürlich von Umständen abhängen. So for each of us at any moment, we are the site of the meeting place of various vectors. So sind wir also jeder von uns in jedem Augenblick der Ort, der Sitz eines Zusammentreffens von vielen verschiedenen Faktoren. These dynamic factors have no fixed order and no fixed significance. Diese dynamischen Faktoren haben keine fixierte
Anordnung und auch keine fixierte Bedeutung. So there's my feeling, there's the situation I'm going into, there's the time of year, and so on, all of which operating together can make me decide to wear this shirt or not. Da ist also sozusagen mein eigenes Gefühl, da ist die Situation, in die ich mich begeben will, da ist die Jahreszeit und alle möglichen Faktoren noch, die letztendlich zu der Entscheidung führen werden, ob ich dieses Hemd oder ein anderes anziehen werde. I'm aware that people are arriving and sitting way at the back. I mean, you could maybe come a bit nearer. Am I speaking loud enough? Can you hear me okay? Yeah? Es ist mir bewusst, dass ihr so ein bisschen zurückgezogen sitzt. Ich glaube, ich habe darüber schon mal ein bisschen gescherzt. Ihr könnt gerne näher kommen und er hat auch ein bisschen Sorge, ob ihr laut genug spricht. Yeah, you're free to move about. You're not prisoners. Ihr seid frei, euch zu bewegen. Ihr seid hier nicht im Gefängnis. So, this suffering or discomfort or a sense of being unfulfilled can arise and pass many times in the course of the day. Und dieses Leiden oder dieses Gefühl der Unbefriedigtheit oder des Nicht-Erfülltseins, das kann an einem einzigen Tag viele Male hochkommen und auch wieder verschwinden. We drove up in the afternoon from near Freiburg. Wir sind hier am Nachmittag von Freiburg hochgefahren, Sitting in the car, im Auto, quite nice looking out the window. schöne Landschaften aus dem Fenster zu sehen. I was slightly falling asleep. Ich bin leicht immer wieder eingenickt. I'm used to being in a car. Ich bin es gewohnt, in einem Auto zu sitzen. I don't particularly want to be in a car, Es ist nicht so, dass ich mich darum reiße, in einem Auto zu sitzen. but I can't say, Robert, when are we going to get there? Aber ihr könnt natürlich auch sagen, Robert, wann werden wir denn endlich ankommen? Can we get out soon? Können wir schnell auch wieder raus aus dem Auto? These thoughts arise in the mind, but they're not allowed to come out of the mouth. Diese Gedanken, die kommen auf im Geist, aber es ist ihnen nicht gestattet, aus dem Mund rauszuschlüpfen. So if we pay attention to our actual phenomenology, to the kind of thoughts, feelings and sensations that arise, Wenn wir wirklich diese tatsächliche Phänomenologie der Gedanken, Empfindungen, Gefühle und so weiter Achtung zollen, die da so ständig aufkommen, there are many feelings and sensations which are impactful for us, but due to our social positioning, our gender, age, and so on, are not seemingly appropriate to bring out into the world. es gibt viele solche Gefühle und Empfindungen, die sozusagen wirkungsvoll in uns selbst sind, aber die aufgrund von unserem sozialen Positionierung, von unserem Geschlecht, von unserem Alter und so weiter, einfach nicht aussprechbar sind. Sie sind nicht geeignet, formuliert zu werden. It's not that you have to consciously edit what you're going to say. Es ist nicht so, dass wir jetzt bewusst irgendwie das, was wir sagen, editieren müssten. But that we have learned to fit in. Aber wir haben es gelernt, uns einzufügen. We've learned that this is the deal. Wir haben gelernt, das ist der Deal. So I was in Berlin at the weekend, Am Wochenende war ich in Berlin and I get on the plane und ich bin ins Flugzeug gestiegen. to come home, and it's an hour late. Und ich wollte damit nach Hause fliegen, aber es war eine Stunde verspätet. And it's normal for British Airways to be late. Und das ist ganz normal für britisches Fluggesellschaft, verspätet zu sein. It's part of the profile of the decline of Great Britain. Das ist ein Aspekt des Profils des Zerfalls von Großbritannien. So it's normal, Es ist normal and it's annoying. und es ist doch auch ärgerlich. And moving in my mind are certain templates for interpretation. Und in meinem Geist bewegen sich dann verschiedene Schablonen der Interpretation. That's how it is. So ist das. Sunday, early evening, airports are busy. Es ist Sonntag, früher Abend, Flughäfen sind sehr voll,
Another template is not again. Eine andere Schablone ist, oh, nicht schon wieder. What a bunch of assholes. Was für ein Haufen Arschlöcher. Move on to the next. You have so many frames, each of which illuminates some aspect of the situation. Und dann bewegt sich das wieder irgendwo hin und das zeigt, wie viele verschiedene Bezugsrahmen wir in unserem Geist haben, von denen jeder die Situation irgendwie beleuchtet. It's not like in a restaurant. Das ist nicht wie in einem Restaurant. In a restaurant you eat and then you pay. Im Restaurant, isst du und dann zahlst du. With an airline you pay and then you fly or don't fly. Bei einer Luftfahrtgesellschaft zahlst du zuerst und dann fliegst du oder fliegst auch nicht. I'm already a prisoner. Ich bin bereits im Gefängnis. I am powerless. Ich habe keine Macht It's a fact. und das ist eine Tatsache. The captain has not one moment of interest in speaking with me about the problems of airline management. Und der Kapitän hat nicht einen Atom an Interesse, mit mir über die Probleme des Managements von Luftfahrtlinien zu sprechen. Sit still, shut up. Sitz still und halt die Klappe. That is my fate. Das ist mein Geschick. An elderly gentleman. Ein elterlicher Herr, How could it be? könnte es sein. I say, bring back patriarchy. Ich sage dann, Patriarchat muss zurückkommen. I'm even willing to grow a beard. Ich bin sogar bereit, einen Bart wachsen zu lassen. Because this is our luck. We find ourselves in situations we didn't plan, we didn't design, we had no clear idea that it would be in this particular way. Das ist einfach unser Geschick. Wir finden uns in Situationen wieder, die wir nicht geplant haben, die wir nicht entworfen haben, die wir gar nicht irgendwie uns vorgestellt haben, dass sie in dieser besonderen Art und Weise auftreten könnten. So this is an important aspect of suffering or distress or disease. Das ist ein wichtiger Aspekt von Leiden oder von Verstörtsein, von Unwohlsein, Kranksein. I, in my ego self, in my individual formation, Ich, in meinem Ego selbst, in meiner individuellen Formierung, am having to find a way to make sense of the patterns of situations. muss ich einen Weg finden, aus den Mustern von Situationen einen Sinn herzustellen To find a way to connect. und einen Weg finden, mich damit zu verbinden. To connect with a world which is not quite my cup of tea. Mich mit einer Welt zu verbinden, die nicht so wirklich so meine Tasse Tee ist. So, who determined my cup of tea? Wer hat also meine Tasse Tee oder mein Paar Schuhe jetzt hier bestimmt? We all have tendencies, we all have expectations. Wir haben alle gewisse Neigungen, wir haben alle gewisse Erwartungen, which propel us towards situations or away from situations. und das treibt uns entweder auf Situationen hin oder weg von den Situationen. We can say that this is due to karma, Wir könnten sagen, das ist aufgrund von Karma, but that's a kind of magic word, aber das ist eine Art magisches Wort. because it's saying, oh, due to things I did in a previous life, I find myself easily irritated by the airline. Man könnte dann sagen, das ist aufgrund der Dinge, die ich im früheren Leben getan habe, fühle ich mich von den Luftfahrtlinien leicht gereizt. This is a little bit too specific. Das ist ein bisschen zu spezifisch. So maybe more generally it could be I have a sensitivity to issues of authority. Allgemeiner gesprochen könnte ich sagen, vielleicht habe ich eine Empfindlichkeit gegenüber Problemen mit Autorität. Particularly the central question, why don't I get what I want? Und insbesondere die zentrale Frage ist, warum kriege ich nicht das, was ich will? Seems quite an important thing in life. Das scheint doch ziemlich wichtig im Leben zu sein. There's winning and losing. Es gibt da Gewinnen und Verlieren I quite like to win, und ich mag es eigentlich gerne zu gewinnen, and I'm not allowed to win. aber es ist mir nicht gestattet zu gewinnen. I
could blame other people, Kann dann also anderen Leuten die Schuld geben. the government, the world economy, the management of the airline. Die Regierung, die Wirtschaft, das Management der Luftfahrtlinie. Or I could blame myself that as a result of actions in a previous life, I find myself unentitled to have an ease of movement through the world. Oder ich könnte mich selbst beschuldigen, dass ich aufgrund von irgendwelchen Handlungen im vergangenen Leben ich mich in einer Situation wiederfinde, in der mir die Berechtigung versagt wird, mich mit Leichtigkeit in der Welt zu bewegen. I encounter obstacles. Ich begegne Hindernissen, I don't want them, aber ich will sie nicht. but I have them. Und doch habe ich sie. What do they mean about me? Was sagen sie über mich aus? So is the obstacle a mirror that I should look in and see, oh, the fault lies in me? Or should I turn it around and say, oh, maybe any of you guys? Also ist das Hindernis ein Spiegel, den ich mir selbst gegenüber zuwenden sollte und sozusagen den Fehler bei mir suchen sollte, oder ist es ein Spiegel, den ich umwenden soll und euch zeigen soll und sagen, ihr seid schuld? So what we're essentially talking about here is the lack of predictable harmony between subject and object. Und worüber wir hier eigentlich sprechen, ist das Fehlen einer vorhersagbaren Harmonie zwischen Subjekt und Objekt. You are the subject of your life, Wir sind das Subjekt unseres Lebens, the experiencer of your life. sozusagen der Erfahrene unseres Lebens. In some ways, the agent of your life. You can make at least some of the factors you inhabit move to fit you better. Und in gewisser Weise vielleicht sogar das Agens unseres Lebens. Also wir sind in der Lage, gewisse Faktoren auch zu beeinflussen, zu bewegen, sodass es eine bessere Passung gibt. And this capacity is operating inside a field, a set of circumstances which change rapidly. Und diese Fähigkeit operiert aber innerhalb eines Feldes von Umständen, das sehr schnell in Veränderungen unterworfen ist. And which you can't quite get the rhythm of. Und wir kriegen irgendwie den Rhythmus nicht auf die Reihe. So in English we talk of dancing to your own drum. Im Englisch wird so etwas gesagt wie tanzen zu der eigenen Trommel. You hear your tune, your karmic tune, the tune of your egoic desire. Du hörst dein eigenes Lied, dein karmisches Lied oder Stück, Musikstück, das Stück deiner eigenen egoistischen Begierden. It feels right for me, Es fühlt sich richtig für mich an, but it's not appealing to other people. aber es ist nicht unbedingt erfreulich für andere. I have my individual self, Ich habe da dieses individuelle Selbst, which I'm used to, I protect. und da bin ich dran gewöhnt und das beschütze ich auch. But this very individuality, which is generated through my selection of factors from the field, Aber genau diese Individualität, die hergestellt wird aus dem Selektieren, aus dem Aussuchen von Faktoren im Feld, this selection has arisen due to some nascent, some kind of potential tendencies in myself as a young person. und diese Selektivität, dieses Aussuchen entsteht aus gewissen Tendenzen, die gewissermaßen schlummernd als Potenzial seit jüngsten Jahren vorhanden sind. And in making the choices which felt right for me, I experienced consequences which I had not predicted or intended. Und indem ich Wahlmöglichkeiten ergreife, die zu dem Zeitpunkt, wo ich sie treffe, für mich als richtig erscheinen, implizieren Konsequenzen, Folgen, die ich überhaupt nicht vorhersagen konnte For example, I went to a boys-only school. und auch nicht beabsichtigt habe. Zum Beispiel ging ich auf eine Schule nur für Jungs. And in the break time, in the playground, almost all the boys are playing football.
Und in der Pause spielen auf dem Pausenhof die Jungs fast ausschließlich Fußball. I never liked football. Aber ich habe Fußball niemals gemocht. I played rugby a little bit, but I didn't like football. Ein bisschen Rugby habe ich gespielt, aber Fußball mochte ich überhaupt nicht. What I did like was swimming. I went swimming almost every day of the week. Was ich mochte, war Schwimmen. Ich ging schwimmen fast jeden Tag. But swimming is a very lonely occupation. Aber das Schwimmen ist eine sehr einsame Beschäftigung. Up and down, up and down. I used to do 50 legs every day. Es ist sozusagen diese Ab- und runter, die Schwimmbahn überziehen und er pflegte so 50 solche Bahnen zu ziehen pro Tag. I like to swim, Ich habe es gemocht zu schwimmen, but it's a bit lonely. aber es war ein bisschen einsam. You could play with the other boys, but I don't like football. Ich konnte auch mit den anderen Jungs spielen, aber ich mochte den Fußball nicht. Our life often develops like that. Das ist genau wie unser Leben sich oft entwickelt. In making a choice, it's only a bit later that the consequences start to show themselves. Indem ich eine Wahl treffe, ist es erst im Nachhinein, später, dass sich die Konsequenzen anfangen zu zeigen. And this is important when we think about trying to manage our lives. Und das ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, unser Leben managen zu wollen. So if you have a situation of limited variables, Wenn du also eine Situation hast, in der begrenzte Zahl von Variablen im Spiel ist, for example, you come home and you're tired, zum Beispiel du kommst nach Hause, bist müde, you want to eat something, du willst was essen, you look in the fridge. Kühlschrank aufmachen, This is the limit of possibility. das ist so ziemlich die Begrenzung der Möglichkeit. It could be a good luck day or a bad luck day. Könnte ein Tag mit Glück oder ohne Glück sein. But the main variables are what ingredients are available in the fridge. Aber die Hauptvariablen sind sozusagen, was ist denn eigentlich im Kühlschrank verfügbar? The other variables are whether you know much about cooking, whether you like cooking or not. Und die anderen Variablen sind vielleicht, ob du dich überhaupt aufs Kochen verstehst und ob du kochen magst. You might think, I don't care, just put it in a pan, eat it, I'm tired. Du könntest denken, ist mir egal, ich schmeiß das alles einfach in den Topf, erhitze es und esse es. Or you might think, cabbage and cheese. There must be some compatibility between these two. Oder du könntest denken, da ist Rübe und da ist Käse und irgendwie muss es doch eine Verbindung zwischen diesen beiden geben. What would they do in France? Was würden die damit in Frankreich anfangen? You could try to conjure up something more delicious. Und dann könnte es sein, dass du versuchst, irgendwie etwas Schmackhafteres zusammen zu zaubern. If you had the interest, Wenn du Interesse hättest, if you had the idea, if you had some recipe books. wenn du eine Idee hättest, wenn du vielleicht ein Rezeptbuch hättest. So we can start to see that many factors manifest in a very simple situation. Wir können sehen, dass sich sehr viele Faktoren in einer im Prinzip sehr schlichten Situation zeigen. So, I mean, what's in the fridge is determined. Was im Kühlschrank ist, ist nun mal bestimmt. But if you go into a meeting at work, it's much less nailed down. Wenn du aber ein Arbeitstreffen in deiner Arbeit hast, dann ist das alles sehr viel weniger festgelegt. People have all kinds of opinions about how the service, whatever you're working at, should develop and so on. Leute haben sehr verschiedene Ideen darüber, wie die Dienstleistung, in der du arbeitest, oder was immer es ist, weiterentwickelt werden sollte und so weiter. You might be very happy, and then your boss gets sick, and you get a new boss, and you don't like them. Es kann sein, dass es dir sehr gut in der Arbeit geht und dann wird aber dein Chef krank und es kommt ein neuer Chef und du kommst mit dem gar nicht klar. Should I leave? Should I stay? Sollte ich gehen, sollte ich bleiben? Who knows? Wer weiß? You don't know, and there's no one to ask. Du weißt es nicht und es gibt niemanden, den du fragen kannst. Because in the end, it's your life. Am Ende ist es ja dein Leben. Someone looking at your situation can have ideas, but you actually inhabit it. You know what it's like every morning going into the office and seeing this person who's on your case criticizing you.
Andere Leute können natürlich deine Situation anschauen und auch gewisse Ideen darüber entwickeln, aber du selbst bewohnst ja die Situation, du lebst in deiner Situation, du musst jeden Morgen aufstehen, in die Arbeit gehen und du bist mit dem Chef konfrontiert, der ständig irgendwie rumnörgelt und kritisch über deine Arbeit sich äußert und so weiter. So is this like the story of the princess and the bee? Das ist die Geschichte mit der Prinzessin auf der Erbse. Am I being oversensitive? Bin ich vielleicht überempfindlich? It's just a job. Bloß eine Arbeit. I go to work to get the money to have my life. Ich muss arbeiten gehen, damit ich mein Geld bekomme, damit ich mein Leben habe. But a lot of my time is at work. The work is my life. Aber eine Menge Zeit ist meine Arbeit. Die Arbeit ist mein Leben. So we can see how this is a kind of moving field of attribution. You can say, I'm only here for the money, or this is what I do. This is my embodied expression of my aliveness, my competence. Und wir sehen hier, wie in was für einem beweglichen Feld von Attribuierung wir hier sind. Wir könnten sagen, das ist ja bloß ein Job, den mache ich einfach, damit ich genug Geld für mein Leben habe. Oder wir können sagen, nee, das ist eigentlich der verkörperte Ausdruck meines Lebens. Das ist sozusagen das, was ich ausdrücke in meinem Leben. I think it's fair to say that our culture is generally outwardly looking. Nun, es ist wahrscheinlich fair, wenn wir sagen, dass unsere Kultur sehr äußerlich ausgerichtet ist. We look to research, to science, to solve many problems. Wir schauen auf die Forschung, auf die Wissenschaft, um viele Probleme zu lösen. Someone will find out the right way to do things. Irgendjemand wird schon die richtige Art und Weise herausfinden, wie man die Dinge tun sollte. These problems exist in the world, Und diese Probleme, die existieren da draußen in der Welt not really in me. und nicht wirklich in mir. I should lose some weight. Ich sollte ein bisschen Gewicht verlieren, I should eat less. ich sollte weniger essen. I know this to be true. Ich weiß, dass es wahr ist, Yet it doesn't always happen. aber es findet nicht immer statt. Luckily, there are now new medicines coming on the market. Glücklicherweise kommt jetzt ein neues Mittel auf den Markt. And these medicines will take away my hunger. Und diese Medizin oder dieses Mittel wird meinen Hunger beseitigen. Then I become thin. Dann werde ich dünn. And the next level of medicine will become young again. Und dann der nächste Stufe von Medizin wird sein, dass ich dann auch wieder jung werde. So the medicine says, James, the hunger is not your hunger. Die Medizin sagt, James, der Hunger ist ja nicht dein Hunger. It's not a matter of willpower. Es ist keine Frage von Willenskraft. This is not a moral failing in you. Das ist keineswegs ein moralisches Versagen in dir. This is your metabolism. Das ist dein Stoffwechsel. You are a victim. Du bist ein Opfer. It's good news, huh? Gute Nachricht, oder? Externalizing the locus of control. Das ist das Veräußerlichen des Sitzes der Kontrolle. The situation has to be changed. Es muss die Situation verändert werden. How will I do that? Und wie werde ich das tun? Try to get more information about what to do out there. Ich versuche mehr Informationen darüber einzuholen, was ich da draußen tun soll. We know this with climate change. So ist es zum Beispiel auch mit dem Klimawandel. There are some activities which should stop. Es gibt da Aktivitäten, die aufhören sollten, They're not stopped aber sie hören nicht auf. because we're looking for solutions. Denn wir schauen nach Lösungen. But the key solution is to burn less fossil fuel. Aber Schlüssellösung ist, weniger fossile Brennstoffe zu verbrennen. But China doesn't want to do that. Aber China will das gar nicht tun. Why should we sacrifice ourselves when the Chinese will make more profit? Warum sollten wir uns opfern, wenn die Chinesen mehr Profit daraus schlagen werden? So burning diesel fuel in your car is a fight for freedom against China. Also das
diesen Kraftstoff in deinem Auto zu verbrennen, ist eigentlich in Wirklichkeit der Freiheitskampf gegen China. Free Tibet, burn a dirty old fuel. Freies Tibet, verbrenne altes, dreckiges Dieselbrennstoff. Why not? Warum nicht? You can invent any notion of what you're doing. Du kannst für das, was du tust, jede beliebige Vorstellung erfinden. The answers are often quite simple. Und die Antworten sind oft sehr einfach. But if we keep projecting the answer out somewhere else, it becomes both satisfying because I've displaced responsibility from myself, but also disempowering because it depends on somebody somewhere else doing something. Wenn ich aber die Antworten auf etwas Äußeres projiziere, auf etwas Externes projiziere, dann ist es einerseits ermutigend, weil ich sozusagen das von mir selber weggebracht habe. Andererseits ist es aber auch etwas, was uns entmachtet, weil ich jetzt davon abhängig bin, dass jemand anders das Richtige tut. So this suffering comes from these two reasons. One is ignorance of how it works, how the whole shebang works, how everything fits together. Und dieses Leiden, das kommt aus zwei Ursachen. Das eine ist nicht zu sehen oder zu verstehen, wie die Dinge zusammen funktionieren, wie dieses ganze alles in allem sozusagen zusammenkommt. So modern science gives us a lot of understanding of how the material world fits together. Moderne Wissenschaft gibt uns eine Menge Verständnis dafür, wie die materielle Welt zusammenpasst. But the Buddhist understanding is bringing together the mind and your embodiment and the fact that you're part of this environmental movement. Aber buddhistisches Verständnis bedeutet, dass wir sozusagen unseren eigenen Geist und unsere eigene verkörperte Existenz oder unsere Verkörperung zusammen mit dem Feld der beweglichen Umwelt bringen. So what's my part in it? Und was ist dann mein Part da drin? I am ignorant of how it's operating. Ich bin ignorant bezüglich dessen, wie das alles funktioniert. I'm just me. Ich bin bloß ich. I've always been me. Ich bin immer ich gewesen. I feel like me. Ich fühle mich wie ich. There's nothing much more to say. Dann gibt es nicht viel zu sagen. This is how I am. So bin ich. What else should I do? Was soll ich tun? My brother has a very different life. Mein Bruder hat ein ganz anderes Leben. We had the same parents, Wir haben die gleichen Eltern, but his life has gone in another direction. aber sein Leben hat sich in eine andere Richtung entwickelt. I'm just me. Ich bin bloß ich. So you can start with the seeming facticity, the givenness of this is me. Du kannst also das als Ausgangspunkt nehmen, diese scheinbare, das Faktischsein, das Gegebensein, das bin ich. And we can say something about what I seem to be. Und wir können natürlich auch darüber etwas sagen, was ich zu sein scheine. I'm like this, I'm like that. So bin ich oder so bin ich. Or we can start to attend to how I am. Oder aber stattdessen können wir auch anfangen zu beobachten, wie bin ich. When you think about what you are, the tendency is to look to the past. Wenn du darüber nachdenkst, was du bist, dann ist die Neigung, in die Vergangenheit zu schauen. And you express a reading of yourself built on a distillation of many different situations and incidents. Und du widmest dich dann einer Interpretation von dir selber, die darauf basiert, dass du viele verschiedene Ereignisse und Erfahrungen zusammen destillierst. Each of these supports a kind of definition. Und jeder davon unterstützt eine bestimmte Art der Definition. I've never liked football. Ich habe niemals Fußball gemocht. Well, there's a fact. Das scheint eine Tatsache zu sein. Why didn't I like football? Warum aber habe ich keinen Fußball gemacht? Because I never understood how to tackle. Und ich habe niemals verstanden, Tackles, Tackle means like getting the ball off the other person. wie man den Ball abknüpfen kann. Because when I was young, I fought with my brother a lot.
Denn als ich jung war, habe ich mit meinem Bruder sehr viel gekämpft. Until he was bigger than me and older than me. Und er war größer und auch älter als ich. So when I played football with him and I wanted to get the ball, I pushed him over. Wenn ich dann also mit ihm Fußball gespielt habe und wollte an den Ball rankommen, dann habe ich ihn einfach umgeschmissen. But if you do that, you're not very popular in the football team. Aber wenn du das machst, dann bist du in der Fußballmannschaft nicht sehr populär. That is to say, my repertoire of sophisticated moves for gaining control of the ball were unwelcome. Das heißt, mein Repertoire von sehr raffinierten Spielzügen, um an den Ball ranzukommen, waren nicht willkommen. So I gave up football Also habe ich Fußball aufgegeben. because I didn't want to adapt. Ich wollte mich nicht anpassen. Probably because also my sensory motor control wasn't as good as other people's. Wahrscheinlich, weil meine sensorischen Steuerungsmechanismen nicht so gut waren wie die von anderen Leuten. Because if you have the ball, people come up and they do all this funny thing and then got the how do they do that? Du hast den Ball und dann machen die Leute da all diese merkwürdigen Bewegungen und du fragst, und plötzlich ist der Ball weg und du fragst dich, wie ist das denn jetzt passiert? Can you get some cushions there? You okay? Good. So, I didn't attend to the best way to play football. Ich habe also sozusagen den bestmöglichen Weg, Fußball zu spielen, nicht beachtet. I preferred to disparage that activity. Mir war es lieber, diese Aktivität einfach verächtlich zu kommentieren. So it was easier to say, I don't like it, than I'm not very good at it and I need to learn how to do it. Es war für mich einfacher zu sagen, ich mag es nicht, als zu sagen, ich bin nicht sehr gut darin und muss ein bisschen dazulernen. So this is the sort of quality that the term ignorance means in the kind of text we're going to be looking at. Und das ist die Art von Qualität, die mit dem Begriff Ignoranz gemeint ist, in der Art von Texten, die wir hier anschauen werden. It doesn't mean that you are dull and stupid and couldn't learn. Das bedeutet nicht, dass du irgendwie stumpfsinnig und dumm und unfähig bist zu lernen, But we somehow decide not to learn sondern dass wir stattdessen irgendwie uns entschließen, nicht zu lernen and continue to maintain the narrow range of things that we're quite good at. und wir fahren einfach damit fort, diesen engen Bereich von Dingen, in denen wir gut sind, weiterzumachen. So that a lot of the world becomes inaccessible to us. Also dass ein guter Teil der Welt für uns nicht mehr zugänglich ist. Ich I can't do that, kann das nicht machen, but I never wanted to. aber eigentlich wollte ich auch niemals. Win. I don't want to. Tja, ich will einfach nicht. But James, you can't. Aber James, du bist einfach nicht in der Lage dazu. I could if I would, but I don't want to. Ach, was ich könnte, wenn ich wollte, aber ich will einfach nicht. If you think of how much potential you had when you were 5 or 10 years of age, Wenn wir darüber nachdenken, wie viel Potenzial wir hatten, als wir 5 oder 10 Jahre alt waren, and how many doors you have closed on yourself. wie viele Tore wir verschlossen haben von uns aus, And the years go by, dann fließen die Jahre vorbei and that door has no handle on it anymore. und diese Tür hat keine Klinke mehr, It's just like the wall. wie die Wand. I don't go there, it's nothing to do with me. Ich gehe da nicht hin, das hat nichts mit mir zu tun. It's no longer even a possibility. Das ist nicht einmal mehr überhaupt eine Möglichkeit. So, ignoring is a position of self-limiting. Und das Ignorieren ist sozusagen eine positionsbezogene Selbstbegrenzung. I'm limiting the flowering or the blossoming of my potential to what can be managed inside the shape of myself. Ich begrenze das Aufblühen oder die Blumenpracht meines eigenen Potenzials
zu dem, was sozusagen ich innerhalb meines Selbst zu tun gedenke. So we'll start to look at how it is. Wir fangen also an zu schauen, wie es ist. And that's often quite surprising. Und das ist oft sehr überraschend. The other aspect of the dynamic of suffering is grasping. Und der andere Aspekt der Dynamik des Leidens ist das Greifen oder Festhalten. And on an outer level, this means I know what I like and I like what I know. Auf der äußeren Ebene ist es so der Spruch, ich weiß, was ich mag und ich mag, was ich weiß. I want to get more of the same. Ich will mehr vom Gleichen. There is something there that I like and that I want. Da ist da irgendetwas da draußen und das mag ich und das will ich haben. So I like this shirt. Ich mag dieses Hemd, It seems a normal kind of shirt. scheint mir eine normale Art von Hemd zu sein, But the company that makes it doesn't make it anymore. aber die Firma, die diese Hemden hergestellt hat, macht sie nicht mehr. Why would they stop making the shirt? Warum haben die denn aufgehört, dieses Hemd I'm, herzustellen? I'm willing to write a letter in support of this shirt. Please make it again. Bereit, ein Unterstützungsschreiben zu verfassen und darum zu bitten, dass sie das wiederherstellen. But this consumerist, commodity-oriented capitalism means that changes in fashion, changes in production, moving very rapidly. Aber dieser Konsumkapitalismus, der warenorientiert ist, bedeutet, dass Veränderungen in der Produktion, Veränderungen in der Mode wirklich sehr, sehr schnell beweglich sind. It's unstable. Das ist etwas Instabiles. I'm trying to grasp, to hold on to patterns, products, relationships, which are all unstable and linked out to many different factors that I have no control over. Und ich versuche also an Mustern, an Produkten, an Dingen festzuhalten, die bedingt sind durch Faktoren, die sich sehr schnell verändern und über die ich überhaupt keine Kontrolle habe. On an inner level, the suffering that comes from grasping is the basic belief that there is something there which is graspable. Aber auf einer inneren Ebene ist das Leiden, das vom Greifen und Festhalten herrührt, der Glaube selbst, dass da überhaupt irgendetwas draußen ist, was ergreifbar wäre. A thing. Sozusagen ein Ding. There is a thing. So here's the cup, I'm holding the cup. Da gibt es ein Ding sozusagen. Zum Beispiel hier diese Tasse, da ist diese Tasse und jetzt halte ich sie. At the moment, I'm entitled to have access to the cup. Im Moment bin ich berechtigt, einen Zugang zu dieser Tasse zu haben. So I make use of it. Also mache ich Gebrauch davon. The cup exists. Die Tasse existiert. It seems to exist in and of itself. Und sie scheint sozusagen in und aus sich selbst heraus zu existieren. I can hold the cup up, Kann sie hochhalten, I can put it on the table. kann sie auf den Tisch stellen. Whether the cup is up or on the table, it's the same cup. Ob ich die Tasse nun hochhalte oder sie auf den Tisch stelle, es ist die gleiche Tasse. Now, if we were to receive an honored guest, Wenn wir jetzt hier einen Ehrengast empfangen wollten, Monsieur Cézanne, zum Beispiel Monsieur Cézanne, then he would say, well, when the cup is on the red tablecloth, der würde sagen, nun gut, also solange die Tasse da auf diesem roten Tischtuch steht, it doesn't look the same as up in the air. schaut sie nicht gleich aus wie die Tasse, die ich in die Luft halte. Because the cup and where it is an interaction of colors. Denn die Tasse und der Ort, wo sie sich befindet, hat eine Wechselwirkung von Farben. The cup shows itself where it is. Die Tasse zeigt sich selbst dort, wo sie ist.
And the impact of the light reflecting on the red onto the edge of the white cup makes a difference. Und die Wirkung des Lichts, das von dem roten Tischtuch reflektiert wird und auf die Außenoberfläche dieser Tasse geschienen wird, macht einen Unterschied aus. If you're interested in seeing what is there. Wenn du daran interessiert bist, zu sehen, was da ist. However, if you're satisfied with just knowing, wenn du aber zufrieden bist oder dich zufrieden gibst, einfach mit, ich weiß es schon. the cup is a cup is a cup. Ist eine Tasse, eine Tasse, eine It doesn't Tasse. matter where it is. Es ist egal, wo sie ist. It's just a cup. Bloß eine Tasse. Then the somewhereness of the cup doesn't matter. Und dann ist dieses Irgendwo-Sein dieser Tasse eigentlich unbedeutend. We are in this room. Wir sind nun hier in diesem Raum We're each sitting in our own place. und jede sitzt an ihrem eigenen Ort. The view you have of the room from where you sit is your view. Und der Anblick des Zimmers, in dem wir sitzen, an dem Platz, an dem wir sitzen, ist dein Anblick. Nobody has exactly the same view as you. Und niemand hat denselben Anblick. We are in the same room. Wir sind in dem gleichen Raum. That's the same as saying it's a cup. Das ist so eigentlich gleich wie mit, das ist dieselbe Tasse. But the room that you are in is the room as revealed to you in its unique specificity according to where you sit. Aber der Raum für dich, so wie er sich sozusagen in seinen einzigartigen Spezifitäten zeigt, ist einzigartig gemäß einfach der Position, an der du sitzt. So we're all sitting in the same concept. We're all sitting in the idea we're in a room together. Wir sitzen sozusagen alle in dem gleichen Konzept, wir sitzen in der gleichen Idee von einem Raum, in dem wir alle zusammensitzen. But that's not what's revealed through your senses. Aber das ist nicht das, was durch deine eigenen Sinne enthüllt wird. So your embodied being Dein verkörpertes Hiersein has a unique take, a unique response to what is arising for you. hat eine einzigartige Auffassung oder Reaktion auf das, was eben einzigartig für dich ist. So we might say the room is ungraspable. Wir könnten also sagen, der Raum ist nicht greifbar. Each of you get a bit of it. Wir alle bekommen einen Teil davon. The details of what you get sitting in the room are enormous in number. Und die Details, die wir bekommen, indem wir hier in diesem Raum sitzen, sind enorm, sind zahllos. There are shadows appearing on the wall. Es gibt Schatten, die an der Wand erscheinen. Describing the shape of the shadows is quite difficult. Und die Form dieser Schatten zu beschreiben, ist ziemlich schwierig. As the light declines outside, the power of the electric illumination seems to get stronger. Und wie das Licht da draußen verebbt, scheint die Kraft der elektrischen Beleuchtung stärker zu werden. So the room is revealed according, as part of how the room is revealed for you. There is a question of the direction and force of the illumination. Sozusagen in der Frage, wie der Raum sich für uns enthüllt, da ist eben die Frage der Richtung und der Stärke der Beleuchtung auch mit beteiligt. If the lights are not on, the room looks different. Wenn die Lichter nicht an sind, scheint der Raum anders auszusehen. Is it different? Ist er nun anders? No, it just looks different. Nee, er schaut nur anders aus. So you put the light back on, it's the same bloody room. Come on. Wenn du das Licht wieder anmachst, dann hast du ja wieder dasselbe Zimmer hier. When the light's off, it's different. Aber wenn die Lichter aus sind, ist anders. Maybe you said at one time in your life, Mommy, put the light on. Vielleicht sagen wir mal einmal im Leben, Mama, mach das Licht an. I don't like it when it's dark. Ich mag es nicht, wenn es dunkel ist. And if she puts the light on, Wenn sie das Licht anmacht, Mommy, tell me a story again. Mama, erzähl mir eine Geschichte wieder.
Mom, I'm hungry, give me some chocolate. Mama, ich bin hungrig, gib mir Schokolade. No end to making the room the way you want it to be. Es gibt kein Ende, den Raum so erscheinen zu lassen, wie man es gerne möchte. How the room is not what it is. Aber wie der Raum ist, ist nicht das, was er ist. How the room is the truth of the room. Wie der Raum ist die Wahrheit von dem Raum. What it is a delusion. Was er ist eine Täuschung. We're in the main hall of the temple. Wir befinden uns jetzt hier in der Haupthalle dieses Tempels. That's what it is. Das ist das, was es ist. Oh, good. Now we know. Ah, okay, jetzt wissen wir es. See where we are. Oh. And the Karmapa sitting up there. Karmapa sitzt da. We hope that Karmapa is very comfortable, Wir hoffen, dass es ihm da bequem ist. but it's not the Karmapa. Aber es ist ja nicht der Karmapa. It's a photograph. Es ist eine Fotografie von Karmapa. It's the Karmapa. It's a photograph. Das ist Karmapa, das ist Fotografie. Karmapa, as far as we know, can walk and talk. Not possible for this photograph. Karmapa, soweit wir wissen, kann umhergehen und sprechen. Soweit wir wissen, wird das die Fotografie nicht können. It's a photograph. Es ist eine Fotografie. Who is in the photograph? Wer ist in der The Fotografie? Karmapa. Der Karmapa. This is how you are made stupid by knowledge. Und das ist die Art und Weise, wie wir durch unser Wissen dumm werden. Because if somebody said, who is that? We say, it's only a photograph. Nobody's there. Not possible. Wenn jemand fragen würde, wer ist das, könnten wir auch sagen, das ist bloß ein Foto. Der Niemand Betrieb- ist da, es ist nicht möglich, dass er da ist. They would think you're very rude. Dann würden sie denken, du bist sehr Yeah, I know laut. it's a photo, but who is it? Ich weiß doch, dass das ein Foto ist, aber wer ist das? It's not. It's a what? Take the who out of the what? Es ist not ein Wer, es ist ein Was und nimm das Wer aus dem Was raus. Okay. So if we can do that, then we have to take the what out of the how. Wenn wir das machen können, dann sollten wir auch das Was aus dem Wie rausnehmen. How is this room for you? Wie ist denn dieses Zimmer für dich? As it is. Wie es ist. And it's changing. Und es verändert sich. The body moves around. Posture changes slightly and different patterns arise. Dein Körper bewegt sich umher und die Haltung verändert sich und verschiedene Muster kommen auf. They're not important. Sie sind nicht wichtig. As long as I know what the room is, I'm okay. Solange ich weiß, was dieses Zimmer ist alles in Ordnung. So, from the Buddhist point of view, this is very important. Vom buddhistischen Standpunkt aus ist das sehr wichtig, Because what the room is a concept which is a conclusion which shuts down examination. denn zu wissen, was der Raum ist eine Schlussfolgerung sozusagen am Ende von etwas, das Untersuchen eigentlich abschneidet. But if you're thinking, how is the room? Wenn du aber überlegst, wie ist der Raum, And you have paper and pencil and you start sketching, du hast vielleicht Papier und Stift und fängst an, eine Skizze zu machen. you could do 5 sketches, 500 sketches, 100,000 sketches. Du könntest 5 Skizzen machen, 100 Skizzen, 100.000 Skizzen. You can't catch the room. Den Raum kannst du nicht fangen. The room is escaping because it is an experience. Der Raum entgleitet uns, weil er eine Erfahrung ist. And experiences are immediate. Erfahrungen sind aber etwas Unmittelbares. Conclusions seem to stand outside of time. Dagegen Schlussfolgerungen scheinen außerhalb der Zeit zu stehen. I'm going to hang on to this cup Ich werde an diese Tasse festhalten, so that I have the same cup tomorrow. sodass ich die gleiche Tasse morgen auch kriege. How do you know it's the same cup? Woher willst du wissen, ob es die gleiche Tasse ist? Kept hold of it. Ich habe die ganze Zeit die festgehalten. I took it into my bed. I sang to it. It likes me and I like it. So
ich habe es mit ins Bett genommen, ich habe ihr sogar was vorgesungen, sie mag mich, ich mag sie. So if the cup becomes important for me, Diese Tasse also wichtig für mich wird, it's no longer just a white cup. ist nicht länger einfach nur eine weiße Tasse. It's being invested with associations. Sie wurde mit Assoziationen getränkt, No, it's not made out of blotting paper. aber sie besteht nicht aus Löschpapier. It's not absorbing my associations, Sie nimmt meine Assoziationen nicht auf, but I keep projecting them. aber ich fahre fort, sie zu projizieren. I am actively making the cup mine. Es bin ich, der sie aktiv zu meiner Tasse macht. When a child is saying, Mommy, 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 they are actively making sure that this woman is Mommy. Wenn das Kind immer wieder wiederholt Mami, Mami, dann stellt es aktiv sicher, dass diese Frau die Mom ist. The child is very, very clear Das Kind ist sehr klar, that this person is not Mary, dass diese Person nicht Mary ist it's not Jane, und auch nicht Jane, this is Mommy. das ist Mama. Other people may call Mama Mary. Andere Leute mögen Mary als Mama bezeichnen. They are deluded. Sie unterliegen einer Täuschung. This is Mama. Das ist Mama, This is my mother. meine Mutter. And I want to make sure she doesn't forget. Und ich will sicherstellen, dass sie das nicht vergisst. Mom, Mom, Mama, I'm busy. I'll be finished soon. No, Mom. ich bin beschäftigt, ich werde gleich fertig sein. Nein, Mama. Children are very, very skilled at saying, whoever you think you are not. Kinder haben ein großes Geschicklichkeit darin zu sagen, was immer du denkst, dass du bist es nicht. You have been reborn into the general class of mother, and in particular, the class of my mother. Du wurdest in die allgemeine Klasse von Mutter wiedergeboren, aber insbesondere als meine Mutter. Everything else is irrelevant. Alles andere ist unwichtig. It's so important. Because the child is not stupid. The child sees the mother doing non-mothering things. Das ist sehr wichtig, weil das Kind ist ja nicht dumm, sondern das Kind sieht, dass die Mutter auch nicht Mutter-Dinge tut. Motherness is impermanent. Diese Mutterschaft, das ist irgendwas Unbeständiges. So the child is insisting. Das Kind besteht darauf. That shows the fragility of the world. Das zeigt die Fragilität der Welt. That your own mother can be somebody else Dass deine eigene Mutter jemand anderes sein kann. for other people. Für andere. And while she's doing these things for other people, she may well forget about you. Und wenn sie dieses ganze Zeug für andere Leute macht, könnte es ja passieren, dass sie dich vergisst. Who would I be if I'm irrelevant to my mother? Wer aber wäre ich, wenn ich für meine Mutter unwichtig geworden wäre? So I have to insist. Also muss ich darauf bestehen. Mama, This is your primary relationship. das ist eine primäre Beziehung. If you see that, you start to see concepts arise and vanish. Wenn du das anfängst zu sehen, dann beginnst du auch zu sehen, dass Konzepte aufkommen und verschwinden. Because they manifest as part of experience. Denn sie manifestieren sich als ein Teil der Erfahrung. And all experiences arising and passing, arising and passing. Und jedwede Erfahrung ist etwas, was aufkommt und vergeht. Aufkommt und vergeht. Like a flow of rippling waves. Es ist wie der Fluss von so gekräuselten Wellen. Now, if you could freeze the wave, Wenn du die Wellen einfrieren könntest, then you can ensure that it doesn't flow away. dann könntest du sicherstellen, dass die Welle nicht wegfließt. So this repetition of compulsion, which children practice a lot. Das ist diese Wiederholung von Zwang, die Kinder ständig praktizieren. Is to try to establish something permanent. Und das ist der Versuch, etwas Permanentes zu etablieren. But painfully, you come to realize Dann schmerzlicherweise kommen wir zum Verstehen, mother is not the total truth of my mom.
dass Mutter nicht die umfassende, totale Wahrheit meiner Mutter ist. I can't catch her. Ich kann sie nicht greifen. She slips away. Sie entzieht sich. She wants to chat with a friend. Sie will mit einem Freund sprechen. I'm busy. I'm doing the cooking. Beschäftigt. Ich koche. You need to eat, but I haven't finished cooking. Go and play. Du willst was essen, aber ich habe das Kochen noch nicht beendet, also geh spielen. I'm the cook. Ich bin der Koch. You can't catch that person. Du kannst diese Person nicht fangen. The same with this room. You can't catch this room. Das gleiche mit diesem Zimmer hier. Du kannst es nicht greifen oder fangen. You can name the room. You can believe that the name you apply to the room is the generally agreed common denomination of the room. Du kannst den Raum benennen und du kannst sogar glauben, dass diese Benennung auch der allgemeine, gemeinsame, im Konsens getroffene Name für diesen Raum ist. What I'm grasping is mental activity. Was ich aber versuche zu ergreifen, das ist mentale Aktivität. So just as with a painter, you get painters who paint the same thing again, like Cézanne or Monet. Mit diesen Malern, es gibt Maler, die immer wieder das Gleiche malen, wie Cézanne oder Monet. But of course it's not the same. Aber natürlich ist es nicht das Gleiche. It's a hill. It's a pool of lilies in the garden. Es ist ein Hügel oder ein Teich mit Lilien im Garten. That's a description in terms of what it is. Das ist eine Beschreibung in Begriffen von was es ist. But how the hill looks depends on the season, the time of day, if it's near full moon or not, and so on. Aber wie der Hügel aussieht, hängt von den Jahreszeiten, von der Tageszeit, von der Frage, ob es gerade Vollmond ist oder nicht. The painter is making a representation. Der Maler stellt eine Repräsentation, eine Darstellung her. A representation. Oder eine ja, kann man schlecht so jetzt wörtlich übersetzen. Something that is representable. Representation, wieder präsentiert, also wiederholte Darstellung. Here we have the photo of the Karmapa, Hier haben wir also das Foto von Karmapa. represented every time you look at it. Und das repräsentiert sich wieder jedes Mal, wenn ihr da drauf schaut. Very reliable. Zuverlässig. If you wanted to get that level of reliability from the actual Karmapa, you would need to kill him. Wenn du den gleichen Grad an Zuverlässigkeit von dem tatsächlichen Karmapa bekommen wolltest, müsstest du ihn töten. Take him to a taxidermist. Tu? A taxidermist is the one that stuffs dead animals. Du musst ihn ausstopfen lassen. They would drain out all the blood, pack him with salt, and fill him up, and then you would have the Karmapa. Sie würden ihn sozusagen blutleer machen, sie würden ihn mit Salz vollpacken, dann mit Zeug vollstopfen und dann könntest du dann einen permanenten Karmapa hinsetzen. He would be a three-dimensional, unchanging, authentic representation of himself. Er wäre eine dreidimensionale, authentische, unveränderliche Repräsentation seiner selbst. But he wouldn't be able to present himself in the same way when he's alive. Aber er wäre nicht in der Lage, sich selbst zu präsentieren in der gleichen Weise, wie er sich präsentieren kann, wenn er am Leben ist. We present ourselves Wir präsentieren uns, with circumstances. und zwar mit den Umständen. So actors, in a production, they rehearse. Schauspieler, die eine Produktion machen, die proben, They learn their lines. die lernen ihre Zeilen, They practice together on the stage to get a sense of the bodily movement and facing the crowd and so on. sie praktizieren oder üben gemeinsam auf der Bühne zusammen, um ein Gefühl für die Bewegungen, für die Körper zu bekommen, dafür, wie es ist, ins Publikum zu schauen. It may be that the show is going to be presented 6 times a week for
3 months. Vielleicht wird die Schau 6-mal in der Woche für 3 Monate lang auf der Bühne gebracht. Outside the theatre, they have the name of the play. Außerhalb des Theaters steht dann angeschlagen, wie das Stück heißt. Each performance is different Aber jede Aufführung ist anders. because it depends on the audience, what mood they're in. Denn es hängt auch von dem Publikum ab, in welcher Stimmung die da sind. Actors are very aware of that. Schauspieler sind sich dessen sehr gewahr. If the audience is with you, there's so much more energy and ripening in what is presented. And if you feel they're bored or not interested or people are talking, then it's very difficult to keep the same commitment. Wenn das Publikum sozusagen mitgeht, dann ist es sehr belebend und es ist sehr leicht, ein hohes Level an Engagement zu zeigen oder zu entwickeln. Wenn aber das Publikum gelangweilt ist, nicht wirklich mitgeht, vielleicht sogar untereinander redet und so weiter, dann ist es sehr schwer, das gleiche Niveau von Hingabe an das Stück zu halten. So if you were to go to the play, to each of the performances, you would see different performances. Wenn du also zu jeder der Aufführungen gehen würdest, würdest du unterschiedliche Aufführungen sehen. There would be change on the object side, on how the actors were, and change on the subject side, depending on your mood. Da gäbe es auf der Objektseite eine Veränderung, also wie die Schauspieler sind, und es gäbe auch eine Veränderung in deiner eigenen Stimmung. Auf der Objektseite. If you went to the cinema and saw the same film again, the same number of times, the object side wouldn't be changing. Wenn du jetzt ins Kino wiederholt in den gleichen Film gehen würdest und eine gewisse Zahl von Aufführungen beobachten würdest, die Objektseite würde sich nicht verändern. But the subject side would be changing Aber die Subjektseite würde sich verändern. because you'd seen it before. Denn du hast es vorher gesehen, You would know what's coming. du wüsstest, was kommt, You wouldn't be so shocked or excited or intrigued. du wärst nicht so schockiert oder aufgeregt oder aufgeweckt. So what I'm trying to highlight here is that a conceptual appreciation of something, or to be able to wrap a situation inside your concept and hold on to it by naming it, that is very different from the immediacy of participative experience. Also was er versucht jetzt herauszustellen, ist, dass die konzeptuelle Würdigung von etwas, die Fähigkeit, eine Idee über etwas sozusagen fortgesetzt aufrechtzuerhalten und sich der gewahr zu sein, ist sehr, sehr anders oder unterschiedlich von der tatsächlichen unmittelbaren Erfahrung von etwas. And we know this in relationships. Auch aus Beziehungen kennen wir das. We say, oh, you have to work at a relationship. Wir sagen zu jemandem, oh, ihr müsst jetzt an eurer Beziehung arbeiten. But we don't always do that. Aber wir machen das nicht immer. We take the other for granted. Wir nehmen es für sicher oder garantiert, dass der andere da ist. We've got a relationship, we've got a partner. Wir haben eine Beziehung bekommen, wir haben einen Partner bekommen. They're there, that's how they are. Die sind da und das ist, wie die sind. But if we're not attending to the how of how they are, Wenn wir aber das, wie sie sind, wenn wir dieses Wie nicht beachten, then you get the what of what they are. Oh, this is my partner, this is my spouse. dann kriegen wir das Was. Oh, das ist mein Partner, das ist meine Ehefrau, mein Ehemann. It's not the same. Aber das ist nicht das Gleiche. And while you're not attending to them, they are changing. Und während du sie nicht beachtest oder nicht beiwohnst, wie sie sind, verändern sie sich. You are changing, they are changing, and gradually more differentiation comes between you. Die Partner verändern sich, du veränderst dich und allmählich entsteht mehr Differenzierung zwischen euch. And you might ask a half-hearted question. We are okay, aren't we? Und dann könntest du so eine halbherzige Frage stellen. Bei uns ist doch alles in Ordnung, oder? That's an invitation. Please lie to me. I don't want to know the truth. Das ist eine Einladung. Bitte belüg mich. Ich will die Wahrheit haben. Because experience is unstable. Denn die Erfahrung selbst ist instabil. It doesn't mean you're powerless in the face of it. Heißt nicht, dass wir machtlos sind angesichts dessen. You are a participant. You've got some
ways of moving with how it is. Du bist ja ein Teilnehmer und dann hast du auch gewisse Bewegungsspielräume in dem, wie es ist. But if we become complacent, Wenn wir aber so selbstzufrieden werden, that is to say, if we fall asleep in our assumptions wenn wir in unseren eigenen Annahmen einschlafen and don't attend to the actual nuances of how things change, whether it's at work or with children or parents. wenn wir einfach nicht die Art und Weise beachten, wie sich die Dinge tatsächlich verändern, sei es in der Arbeit oder mit Kindern, mit Eltern und so weiter, Then these changes suddenly can be shocking. dann können diese Veränderungen plötzlich sehr schockierend sein. It's not what I thought it was. Es ist ja nicht das, wovon ich dachte, es ist. I thought we were okay. Ich dachte, bei uns ist alles okay. You didn't say anything. Du hast nichts gesagt. How could I have known? Wie konnte ich denn das wissen? There was probably quite a lot of evidence. Wahrscheinlich gab es da schon eine Menge Evidenz. If you had looked, Hättest du geschaut. you're always working late at the office. Du bist immer spät im Amt oder im Büro. Really? Hmm. Why? But we don't want to know. Warum? Wie? Wollen wir nicht wissen. So, the reason I'm opening this topic up in this way is to give us a sense that we can also look at our lives and start to see what sort of assumptions we have built the edifice of ourself on. Der Grund, warum ich diese Einführung so gestaltet habe, ist, dass ich euch einladen möchte, einfach selbst für euch zu schauen, euer eigenes Leben anzuschauen und zu fragen, auf welche Art von Annahmen habe ich eigentlich dieses Gebäude meiner angenommenen Identität errichtet? And what happens to you when you realize that your assumption is no longer the whole story? Und was geschieht mit dir, wenn du merkst, dass deine Annahmen nicht länger sozusagen die ganze Sache sind, die ganze Geschichte sind? So I would invite you to discuss in pairs or small groups the instability of the patterns of interpretation that you have of your life. Und ich will euch gerne einladen, in Paaren oder in kleinen Gruppen miteinander die Instabilität eurer Annahmen über die Muster eures Lebens zu diskutieren. Lots of things have happened which are very disturbing. Viele Dinge sind geschehen, die sehr verstörend sind. There's a war in Ukraine. Da ist ein Krieg in der Ukraine It's not going very well for the democratic forces. und es geht nicht sehr gut für die demokratischen Kräfte. Ukrainians have been promised a lot of support, but it hasn't arrived. Man hat ihnen viel Unterstützung versprochen, aber diese Unterstützung ist nicht gekommen. There's a lot of anxiety. Will we have enough weapons for the cold winter fight? Es ist eine Menge Angst, da werden wir genug Waffen haben für die Kämpfe des kalten Winters. They don't know. Die wissen es nicht. So think of your own life or some situation around you, if you don't want to talk so personally, of how what you thought was the case turns out to have altered. Also sprecht miteinander einfach, ihr könnt auch einfach über Umstände um euch herum, wenn ihr nicht vom eigenen Leben erzählen wollt, sprechen. Was fällt euch für Situationen ein, wo eure Annahmen sich plötzlich als ungültig, als verändert erwiesen haben? And secondly, what do you do with that upset? Und zum Zweiten, was macht ihr denn eigentlich mit diesem Durcheinander oder Aufgebrachtsein dadurch? Do you think, oh, these things happen? Denkst du, ja, das geschieht eben, No, it's a complicated world, you never know what's going to happen. eine komplizierte Welt und man weiß ja eh nicht, was passieren wird. Would you take it close to you and think, I was relying on my interpretation. Oder kannst du es an dich dran lassen, dass du dich auf deine Interpretation gestützt hast? And my interpretation didn't keep track with the evolving events. Und meine eigene Interpretation hat sozusagen nicht Schritt gehalten mit den sich entwickelnden Ereignissen. And I preferred to trust what I believed
rather than what I saw. Und ich habe es bevorzugt, mich auf das zu verlassen, was ich glaubte, statt auf das, was ich sah. What does that say about me? Was sagt das über mich? Because in Buddhism, if we're saying we want to wake up and we want to have liberation, etc., if you want enlightenment, probably don't switch the light off. Im Buddhismus sagen wir ja, wir wollen aufwachen, wir wollen Befreiung finden. Und wenn du aber Erleuchtung haben willst, dann solltest du das Licht nicht ausknipsen. Okay, so take a little time and have that discussion and see what you can come up with. Also nehmt euch ein bisschen Zeit und sprecht miteinander und schaut, was denn so dabei passiert. Okay, are there any things you'd like to say about that discussion you had? Gibt es irgendwas, was ihr gerne über die Diskussion, die ihr hattet, mitteilen wollt? If you're not talking, I'm not. Wenn ihr nicht redet, rede ich auch nicht. I think some of you have had very long journeys, probably quite tired, we need to set up the rooms. But what I would encourage you to do is to take a sense of inquiry rather than assumption. Versteht, dass ihr manche von euch eine sehr lange Anreise hattet und dann hier auch noch alles einrichten musstet. Aber was ihr mitnehmen könnt, ist diese Empfindung dafür, wie es ist, Dinge zu untersuchen, zu erforschen, statt sich auf Annahmen zu stützen. Not a reductive analysis that's breaking things down. Dabei geht es nicht um eine reduktive Analyse von Dingen, die sie sozusagen in kleine Bestandteile zerlegt, But more an aesthetic appreciation. sondern um eine ästhetische Würdigung. Staying in your senses, seeing what the evening light is like. In den eigenen Sinnen bleiben, sehen, wie sieht das Licht des Abends aus, Being in the dining room, vielleicht in dem Speisesaal zu sein, working out where you sit, who you sit next to, and so on. rauszufinden, wo du sitzt, mit wem du in der Nähe sitzt And observe, how is that for me? und dann zu beobachten, wie fühlt sich das an für mich? Am I comfortable here? Am I not so comfortable? Geht es mir gut hier oder nicht so gut? So, maybe you sit next to someone and you don't have very much to say. Vielleicht sitzt du neben jemandem, mit dem du nicht viel zu sagen hast. How is that? Wie ist das? Why is that? Warum ist das so? Is it they're not interesting? Liegt es daran, dass die andere Person nicht interessant ist? Or I'm not interesting for them? Oder bin ich für sie uninteressant? Or that somehow we don't spark each other? Oder irgendwie springt der Funke nicht über? And there was someone else, just you blathering away, words are coming, flowing, laughing. Und mit jemand anderem kommen die Worte nur so rausgesprudelt und man spricht und lacht. So again, if we don't go in the direction of a conclusion about the person, Wenn wir also nicht in die Richtung einer Schlussfolgerung über die Person gehen, I don't like that person or I need to avoid them, so etwa in der Art, ich mag den oder die nicht, ich muss die Person vermeiden, you just see, oh, nothing much comes alive between us. sondern einfach zu sehen, da kommt jetzt nichts Lebendiges auf zwischen uns. And that's not in any way a final judgment about the qualities. Und das ist in keiner Weise ein schlussendliches Urteil über die Qualitäten. For example, you may know that there are some colors you never wear. Zum Beispiel gibt es vielleicht Farben, die ihr niemals als Bekleidung trägt. You don't wear green. Ihr tragt kein Grün. I just don't. Das mache ich nicht. It doesn't mean that green is a terrible color. Das bedeutet nicht, dass Grün eine furchtbare Farbe ist. You might even admire someone else wearing green, Vielleicht bewundert ihr sogar, wenn jemand anders Grün trägt, but you don't wear green. aber ihr nicht. So it's kind of like that. It's not saying this person is not a good person. So ist das. Das ist nicht die Aussage, die andere Person ist nicht gut. It's like seeing that
we don't want to make a vertical hierarchy of very wonderful person and shit person. Es ist so, dass wir nicht eine vertikale Hierarchie errichten wollen von zwischen sehr wunderbaren Leuten und Scheiße-Typen. But on the other hand, if you collapse the vertical axis and you say, well, we're all people, we're all in it together, it's just nice to meet you. Auf der anderen Seite, wenn wir einfach die vertikale Achse fallen lassen zu einer horizontalen, wir sind alle zusammen, alle gleich und nice, schön euch zu sehen. Nice to meet you, but Schön zu sehen, aber ich weiß nicht, was ich reden soll. it's quite warm today. Ziemlich warm heute. There's no real connection. Dann entsteht auch nicht unbedingt wirkliche Verbindung. That is something in phenomena. Das ist etwas in den Erscheinungen. Some plants go well together. Manche Pflanzen funktionieren gut zusammen. If you're cooking, some ingredients go well together. Wenn du kochst, gehen manche Zutaten gut zusammen Some other ingredient wouldn't go well. und andere Zutaten würden nicht gut zusammen funktionieren. That's not a comment on the quality of the ingredient, it's about compatibility. Das ist kein Kommentar zu der Qualität der Zutaten, sondern es handelt sich um die Frage der Verträglichkeit. So, not being artificial, Also nicht künstlich zu sein, we can work with these circumstances. können wir einfach mit diesen Umständen arbeiten. And just noting, oh, it flows easily in this, with this person and not with that person. Und einfach bemerken, mit dieser Person fließt das ganz einfach und mit einer anderen Person nicht so einfach. The implication of this is the connection is not done by my agency. Und was impliziert darin ist, dass die Verbindung nicht durch meine Wirkungsmacht erledigt wird. I'm going to make it happen. Ich werde es geschehen lassen. It depends. Kommt drauf an. Depends on factors. Und zwar kommt auf die Faktoren an. So this is an aspect of dependent origination. Und das ist ein Aspekt der Entstehung in Abhängigkeit. So if we remain sensitive to these pulsations of possibility, Wenn wir also empfänglich bleiben für die Pulsierung, für die Veränderung der Möglichkeiten, we try to follow a subtle middle way, versuchen wir dabei einen subtilen mittleren Weg zu folgen. not becoming artificial Nicht künstlich werden and not giving up on the situation, und die Situation auch nicht aufgeben, but seeing what's the growing edge here. sondern zu schauen, wo ist Wachstum am Rand möglich, What is possible. was ist möglich. And that is co-determined, Das ist gemeinsam bestimmt co-emergent. und koemergent, gleichzeitig entspringend. It lies between you. Es liegt zwischen euch. So one of the things we're going to look at a lot in these next days is we can start from inside me, Eines der Dinge, die wir intensiv an diesem Wochenende anschauen werden, ist, dass wir von uns selber ausgehen können. or I can start from my sense of you, Oder wir können ausgehen von meinem Empfinden dafür, wer du bist. or I can see how it is Oder ich kann einfach sehen, wie es ist. and try to get a feel of the potential of this moment. Und dann kann ich ein Gefühl für das Potenzial des Augenblicks bekommen. This is much more connected, much more intimate. Und das ist viel verbindender, viel intimer. And that brings us into the place where we can see the actual nature of phenomena. Und das bringt uns näher an den Ort, an dem wir die tatsächliche Natur von Erscheinungen sehen können. Instead of us naming the world and putting it in the boxes that we decree, Statt uns sozusagen mit der Aufgabe zu belassen, die Welt zu benennen und sie in Boxen hineinzutun, deren Bedeutung wir beschließen. we attend to the entire field of revelation. Stattdessen wohnen wir dem gesamten Feld des sich Zeigens bei. How is it? Wie ist es? Not assuming, not judging, but being with. Nicht annehmen, Annahmen treffen, nicht urteilen, sondern einfach mit sein. Okay, so we
take a break now, and there's food at 7, and then we have the program for tomorrow. Also wir nehmen jetzt Abendessen ein um 7 und dann gibt es das Programm für morgen. Es sind noch ein paar dazugekommen später. Ich werde dann jetzt schon mal ansagen, nochmal wann was ist. Morgen um 7:15 Uhr bis 8 Uhr hier stille Meditation nach Bedarf. Dann von 8 bis 9 Frühstück, von 9:30 Uhr bis 10:45 Uhr und von 11:15 Uhr bis 12:30 Uhr dann wieder hier die Vormittagssitzung mit einer halben Stunde Teepause. We can copy it out and pin it in the dining room, so you don't need to try and remember all of that. Einfach für morgen, dann ist schon mal der Vormittag klar und dann der Rest. And for those of you who came in after we had started, work out if you're sitting in the right kind of place for you. Maybe you want to come a bit closer. There are spaces you can sit around, and make sure you have enough mats and cushions. Make this place work for you. Und für diejenigen, die später gekommen sind, als wir schon angefangen hatten, hier ist also noch eine Menge Platz vorne und ihr könnt gerne auch hierher kommen und euch einen Platz suchen, der euch behagt und überhaupt einfach so sitzen, wie es für euch passend ist. Ja. We're going to look at dependent origination and how it supports the understanding of emptiness. Wir werden jetzt uns der Entstehung in Abhängigkeit widmen und in der Frage, auf welche Weise das Verständnis der Leerheit unterstützt. In emptiness is the basis of Mahayana Buddhism, including Tantra, Mahamudra and Dzogchen. Und Leerheit ist sozusagen die Basis für den Mahayana-Buddhismus, eingeschlossen Tantra, Mahamudra und Dzogchen. The way that the text describe it is quite technical. Die Art und Weise, wie die Texte das beschreiben, ist ziemlich technisch. So I'll do my best to make the feeling tone of it come alive. Ich werde mein Bestes geben, die Gefühlstönung, diese Ideen zum Leben zu erwecken. Understanding the technical meaning of a technical term Das Verstehen von der technischen Bedeutung eines technischen Begriffs is to enter into a standardized frame of reference. bedeutet, einen standardisierten Bezugsrahmen zu betreten. This has the advantage that it helps you to be understood by people who have a similar access to a conventional interpreter system. Das hat den Vorteil, dass es dir erlaubt, verständlich zu sein für Leute, die einen ähnlichen Zugang durch ein konventionelles Gedankensystem haben. But it's slightly artificial. Aber es ist ziemlich oder zumindest leicht künstlich. Very often when infants are stepping into the world of language, Sehr oft, wenn Kinder in die Welt der Sprache eintreten, they develop their own terms and their own way of pronouncing words which are meaningful to them. entwickeln sie ihre eigenen Begriffe und auch ihre eigene Art und Weise, wie sie Worte aussprechen. Und diese Art und Weise ist für sie selbst voller Bedeutung. So there is a transitional process. Da gibt es also so einen Übergangsprozess. The child is listening to the talk all around it. Die Kinder hören den Gesprächen um sie herum zu And developing some version of that. und entwickeln irgendeine Version davon. Then the parents have to listen to what the child is trying to say, Dann müssen die Eltern wiederum zuhören, was das Kind versucht zu sagen. which is already very patronizing, Und das ist bereits sehr bevormundend, because the child is saying, denn das Kind sagt, but it's not the right thing. aber es ist nicht das Richtige. So the child is corrected Also wird das Kind korrigiert and standardized. und standardisiert. So if I stand up straight, Also mich gerade hinstellen, straight enough for me, das ist gerade genug für mich. but if I join the army, I do proper up straight standing, Dann muss ich mich aber auf die richtige Art und Weise gerade hinstellen. because all the soldiers have to look the same.
Denn alle Soldaten müssen gleich aussehen. Otherwise, you are a disgrace to your uniform. Ansonsten bist du für deine Uniform eine Schande. You should be invisible inside your uniform Du solltest in deiner Uniform unsichtbar sein. because you are a soldier. Denn du bist ein Soldat. You are a standard speaker of German. Du bist ein Standardvertreter des Deutschlands. So yesterday we touched on the background of this. Gestern haben wir ein bisschen den Hintergrund davon berührt, Which is that standardizing begins with abstraction. und das bedeutet, dass Standardisierung immer mit einer Abstraktion beginnt. We each have a unique specificity. Wir haben aber alle, jeder und jede von uns, eine einzigartige Spezifität. This specificity is revealed through attention. Und diese Spezifität wird enthüllt, indem sie beachtet wird. An attention based on looking and seeing, Das ist eine Beachtung, die auf Schauen und Sehen beruht and not on assuming and knowing on the basis of assuming. und nicht auf Annehmen und dann auf der Grundlage der Annahme zu wissen. But that's a lot of work. Eine Menge Arbeit. Much quicker to know something. Es ist viel schneller, wenn man etwas weiß. So, traditionally, we have various ways of understanding the characteristics of different nations. Traditionell gibt es verschiedene Charakterisierungen oder verschiedenes Verständnis der Charakteristiken von verschiedenen Nationen. So in Britain, you can say, oh, Scottish people are mean. In Großbritannien sagen die Leute, ja, die Schotten sind geizig. I don't know that there's any basis for this. Ich wüsste nicht, welche Basis das eigentlich haben soll. It's something that people believe. Das ist etwas, was die Leute glauben. In itself, it's not so damaging, An sich ist das erstmal nicht so schädlich, but the structure is you are what I think you are, and you are what I say you are. die Struktur, die aber dem zugrunde liegt, ist, dass man sagt, du bist, was ich denke, dass du bist, und du bist, wie ich denke, dass du bist. I am what I think I am what I say I am. Ich bin, was ich denke, dass ich bin, und ich bin, was ich sage, dass ich bin. Is that true? Ist das wahr? It may be true for the person who believes it. Vielleicht ist es wahr für die Person, die daran glaubt. So, is there a truth which is really true, truly true? Ist da eine Wahrheit darin, die wahrhaft wahr ist, wirklich wahr ist? Or are truths just a matter of belief? Oder sind Wahrheiten eine Angelegenheit des Glaubens? Donald Trump will be a great president. Donald Trump wird ein großartiger Präsident sein. Millions of people believe that. Millionen von Leuten glauben daran. Is it true? Ist es wahr? How should we say? Woher sollen wir das wissen? I disagree with you. Ich bin nicht der Meinung. Who are you to disagree with me? Aber wer bist du, dass du nicht mit mir einer Meinung bist? I don't know you, but I know me. Ich kenne dich nicht, aber ich weiß, wer ich bin. Immediately you go into a stupid conflict. Und unmittelbar ist schon ein idiotischer Konflikt da. As we have looked many times in the ways we explore Dharma, the use of language is both creative and destructive. Wie wir schon oft, viele Male in der Art und Weise, wie wir über den Dharma miteinander reden, gesehen haben, ist der Gebrauch der Sprache auf der einen Seite kreativ, aber auf der anderen Seite auch destruktiv. And walking around in Freiburg, Robert was telling me that there have been a lot of battles in that area in the past between the Protestants and the Catholics. Als ich in Freiburg umherging, sagte mir Robert, dass es in dieser Gegend eine Menge kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten gegeben hat. And the Catholics knew that the Protestants were defiling the pure word of God. Und die Katholiken wussten, oder es war für sie gegeben, dass die Protestanten das reine Wort Gottes in Schmutz zogen. And how do they know this? Woher wissen sie das? Because they have the truth. Sie sind im Besitzer der Wahrheit. And the Protestants don't say what the Catholics say, Und sobald die Protestanten nicht das sagen, was die Katholiken eben sagen, but the Catholics are right. aber
da ja die Katholiken zu Recht haben. Therefore, the only conclusion is that the Protestants are wrong. Daher kann die einzige Schlussfolgerung eigentlich nur sein, dass die Protestanten sich irren. And if they're saying wrong things, Wenn sie aber die falschen Dinge sagen, they should die, dann sollten sie sterben. because they are contaminating the world. Denn sie vergiften die Welt, verschmutzen die Welt. The Americans went into Vietnam exactly for that purpose. Die Amerikaner gingen nach Vietnam genau aus diesem Grund, Stop the communists, um den Kommunismus anzuhalten, the virus of communist ideology, das Virus der kommunistischen Ideologie, the domino effect. Den Dominoeffekt. Dominant, you have these little wooden pieces and you can stand them up, but if one falls over, they all fall over. Das ist das Bild, dass man diese kleinen Dominosteine hat und man kann die so eine hintereinander aufstellen in eine Reihe und wenn einer umfällt, dann fallen gleich dann nacheinander alle um. Because we are so helpless that we will believe any shit. Denn wir sind ja so hilflos, dass wir jede Scheiße glauben werden. Unfortunately, there's quite a lot of evidence for that too. Unglücklicherweise gibt es dafür aber auch eine Menge Evidenz. So what is very important is to investigate how you conceptualize your world. Was also sehr wichtig ist, zu untersuchen, wie du deine Welt in Konzepte kleidest. What are the assumptions you start from? Was sind deine Annahmen, von denen du ausgehst? And is the fact that you believe these assumptions a sufficient basis for constructing the edifice of how you approach the world? Und ist die Tatsache, dass du an diese Annahmen glaubst, bereits eine ausreichende Basis, Grundlage dafür, dass du das Gebäude, deine Weltvorstellung konstruierst? So we have a great chance when we come in contact with Buddhist teaching. Wir haben da eine sehr große Chance, wenn wir in Kontakt mit buddhistischen Unterweisungen kommen. Because Buddhism is pretty strange. Denn der Buddhismus ist ziemlich seltsam. And we come to believe things which are perhaps slightly unbelievable. Wir werden aufgefordert, an Dinge zu glauben, die eigentlich vielleicht ziemlich unglaublich oder unglaubwürdig sind. So studying Buddhist teachings on Dharma gives us the chance to see how something which seems, whoa, that's a funny idea, gradually creeps towards us and starts to hit us. Also den buddhistischen Dharma zu studieren, gibt uns die Chance zu sehen, auf welche Weise Ideen, von denen wir zunächst sagen, oh, das ist ziemlich seltsam, anfangen zu uns zu kriechen und uns allmählich aufzufüllen. What's happening to me? I'm becoming a Buddhist. Was geht mit mir vor? Ich werde zu einem Buddhist. So Buddha was not asking people to be Buddhist. Aber Buddha bat die Leute nicht darum, Buddhisten zu werden. He was saying, observe your mind. Was er sagte, ist, beobachte deinen Geist. All things arise from causes. Alle Dinge entstehen aus Ursachen. There are causes behind our interest in Buddhism. Es gibt also auch Ursachen, die hinter unserem Interesse für Buddhismus stehen. The culture in Europe has changed. Die europäische Kultur hat sich verändert. We have Buddhist centers like this one. Wir haben buddhistische Zentren, wie dieses zum Beispiel. We have the loosening of the traditional value systems in the West. Wir haben das sich auflockern, traditionelle Wertesysteme im Westen. We have the sense of existential alienation which comes about with the crumbling of identification with small groups of similar people bonded by their similarity. Und wir haben eine existenzielle Entfremdung, die aufgrund des Zerbrechens von Zusammenhalt von kleinen Gruppen von Leuten, die sich sozusagen gemeinsam mit etwas identifizieren und durch diese Identifikation auch aneinander gebunden sind. Concepts are a tool for thinking. Konzepte sind nun mal ein Werkzeug für das Denken.
And there is a time for analysis and a time for believing. Und es gibt eine Zeit für Analyse, für das Untersuchen und eine Zeit für Glauben. In a general Mahayana tradition, and this is to say the tradition which critiques the propositions of the Theravadan view, In der allgemeinen Mahayana-Tradition, das ist die Tradition, die aus der Kritik der Theravada-Sichtweise aufgekommen ist, there is a law of analysis. gibt es eine Menge-Analyse. And then this Mahayana view is activated by the practice of Tantra. Und dann wird diese Mahayana-Sichtweise durch die Praxis des Tantra aktiviert. And Tantra operates on the basis of belief, Und Tantra aber operiert auf der Grundlage des Glaubens, not analysis. nicht Analyse. But the belief is safe because it's grounded in analysis. Aber dieser Glaube wird abgesichert durch seine Verwurzelung, die Grundierung in der Analyse. It's safe enough for me to trust that praying to Tara, for example, and finding identification with her will open me to the ground emptiness of my own presence. Es ist sicher für mich anzunehmen, dass mein Gebet, mein Glaube an Tara und das Beten an Tara sicher genug ist, um mich für das Erkennen meiner grundlegenden Natur, der grundlegenden Leerheit meines Geistes zu ermöglichen. We will be looking at how we use Buddhist terms, Wir werden also anschauen, wie wir buddhistische Begriffe benutzen what they illuminate, und sie beleuchten what they might cover up, und vielleicht auch wird etwas zugedeckt. because if we want to have a belief, it should be resting on clarity. Wenn wir einen Glauben haben wollen, dann soll dieser Glaube auf Klarheit beruhen. Blind faith is blind. Blinder Glaube ist blind. And as we'll see when we look at this wheel of life, the first stage in these 12 movements around the wheel is a blind person representing ignorance. Und wie wir sehen werden, wenn wir genauer das Lebensrad anschauen werden, ist der erste Schritt in dieser Kette von 12 Gliedern eine Person, die unter der Blindheit der Ignoranz leidet. So the first possibility in our study is that it relativizes our existing system of beliefs and assumptions. Das die erste Möglichkeit, die sich aus der Analyse ergibt, ist, dass sie unser System von Annahmen relativiert. So Buddhism proposes that we have had many lives. Nun, ein Vorschlag des Buddhismus ist, dass wir viele Leben schon hatten. These lives arise because of a lack of clarity to the true nature of the experiencer. Und diese Leben entstehen oder erstehen aufgrund eines Mangels an Klarheit bezüglich der Natur desjenigen, der Erfahrung macht, des Erfahrenden. That's an explanation Das ist eine Erklärung and a belief. und ein Glaube. So we have the advantage in that we're not born into that belief. Wir haben nun den Vorteil, dass wir nicht in diesen Glauben hineingeboren sind. So we stand on the threshold. Do I believe this or not? Wir stehen da also sozusagen auf einem Kipppunkt. Glaube ich das oder glaube ich das nicht? Beliefs are very stupid. Also Glaubensvorstellungen sind sehr dumm. Whether you elect to follow a belief or you're coerced into it. Ob du jetzt wählst, einem Glauben zu folgen oder ob du gezwungen wirst, deinem Glauben zu folgen. Being merged in a belief like Stalinistic communism or National Socialism under Adolf Hitler. Sozusagen gezwungen zu sein, einem Glaubenssystem zu folgen, wie in dem stalinistischen System oder dem nationalsozialistischen System unter Hitler. These are the induction is to become one of us. Sozusagen die Einladung oder das hingebracht werden ist, werde eine von uns. Look at us. Schau uns an. We are the powerful people.
Wir sind die, die Macht haben. And we believe this. Und wir glauben daran. You are the anxious, lonely person. Und du bist die ängstliche, einsame Person. Would you like to have a holiday in Siberia? Möchtest du gerne Ferien in Sibirien verbringen? Why not join the party? Also, warum schließt du dich nicht der Partei an? All you have to say is, glorious leader. Alles, was du sagen musst, ist unser herrlicher Führer. There are many countries in the world where glorious leader is your path to safety. Es gibt viele Länder in dieser Welt, wo der herrliche Führer dein Weg zur Sicherheit ist. So, stupid believing of that kind, or fearful believing, or pragmatic survivalist believing, doesn't go very deep. Also dieses idiotische Glauben von dieser Art oder das erzwungene Glauben oder das pragmatische, dem Überleben dienende Glauben, das alles führt nicht sehr tief. So as we touched on yesterday, in this level of analysis we're going to be looking at mainly this weekend, ignorance or unawareness means ignorance of how it is. Und wie wir schon gestern ein bisschen berührt haben und wie wir jetzt weiterhin auch an diesem Wochenende in unserer Analyse schauen werden, bedeutet Ignoranz oder Unbewusstheit ein Ignorieren bezüglich dessen, wie die Dinge sind oder wie es ist. If stupidity or not knowing was just oblivion, Wenn Dummheit oder Nichtwissen einfach nur ein Versunkensein in Nichts bedeuten würde, you wouldn't have samsara. dann gäbe es kein Samsara. Samsara means moving around in different places, different environments due to the arising of causal factors. Samsara bedeutet, sich an verschiedenen Orten und Umständen zu bewegen aufgrund von dem Aufkommen kausaler Faktoren. But not knowing is not the same as being unconscious. Aber Nichtwissen ist nicht das gleiche wie Unbewusstsein. It means having a compensatory extra active consciousness. Oder besser gesagt, als bewusstlos zu sein, sondern es bedeutet, ein extra kompensatorisches Bewusstsein zu haben. I don't know, but I can imagine. Ich weiß zwar nicht, aber ich kann mir vorstellen. Most of us, when we were small children, could very quickly produce compensatory imaginings. Die meisten von uns, als wir Kinder waren, konnten wir sehr schnell solche kompensierenden Bilder uns vorstellen. All you need is a bit of chiffon Was du brauchst, ist ein bisschen Chiffon and a little stick with a star on the end, und einen kleinen Stock mit einem Stern am Ende and a plastic tiara, und eine Tiara aus Plastik and you're a princess. und dann bist du schon eine Prinzessin. Can make magical things happen. Und dann kannst du magische Dinge geschehen lassen. I'm a princess. Ich bin eine Prinzessin, A powerless princess eine machtlose Prinzessin in actuality, in Wirklichkeit. but in the imagination, Aber in meiner Vorstellung very different. sehr anders. And you see that the bare facts of our life are often difficult to stay in touch with. Und wir können das auch sehen, dass die nackten Tatsachen unseres Lebens oft schwierig sind, mit denen wirklich in Kontakt zu bleiben. But we can imagine. Und wir können uns Dinge vorstellen. Make America great again. Wir können Amerika wieder großartig machen. Germany for authentic German people. Deutschland für echte Deutsche. Who is an authentic German? Wer aber ist dieser echte Deutsche? You will be interviewed quite thoroughly to see if you fit. Nun, wir werden dich ziemlich gründlich befragen, um zu sehen, ob du hineinpasst. That's what happens. Genau das passiert. I am the interviewer. Ich bin derjenige, der die Fragen So, stellt. without any examination, I am authentic. Also ohne jede Untersuchung bin ich schon mal authentisch. And as with my little wand, I can determine who is authentic.
Und so wie mit diesem kleinen Zauberstab kann ich ja auch herausfinden, wer da ansonsten authentisch ist. This is the nature of power. So funktioniert Macht. The liars grab the truth, Die Lügner greifen die Wahrheit. and then they're in charge of truth. Und dann sind sie sozusagen Bevollmächtigte der Wahrheit. So in Dharma, we're looking at these complexities of how the mind constructs illusion. Im Dharma schauen wir uns also diese Komplexitäten an, in welche Weise unser Geist Illusion erschafft. You could say that samsara is creativity gone wrong. Wir könnten auch sagen, dass Samsara sozusagen Kreativität ist, die auf Abwege geraten ist. In London, there are many high-rise buildings. In London gibt es jetzt sehr viele sehr hohe Gebäude. To my eye, they're very ugly. In meinen Augen sind sie sehr hässlich. And in wintertime, when you walk near them, they operate like a wind tunnel and they're very, very cold. Und im Winter, wenn es kalt ist und windig, funktionieren diese Gebäude sehr wie Windtunnel und man wird sehr kalt dabei. So imagine if architects were only allowed to make films about what they might build. Man muss sich vorstellen, wie wäre es, wenn die Architekten erst einmal nur Filme drehen dürften darüber, was sie denn gerne bauen würden. And all buildings could only be 3 stories high, Und alle Gebäude dürften nur 3 Stockwerke hoch sein, a kind of human size. sozusagen noch eine menschliche Größe. Because when you look in the history of architecture, the houses that architects built for themselves didn't look like 40-story high-rises. Und natürlich, wenn man in die Geschichte der Architektur schaut, wenn man sich die Häuser anguckt, die die Architekten für sich selbst gebaut haben, waren das keine solchen Wolkenkratzer. Their buildings are, for me, my opinion, just imagination gone wrong. Deren Gebäude sind aus meiner Sicht, das ist natürlich nur meine Meinung, einfach Vorstellungen, die auf Abwege geraten sind. Because once you imagine things, Wenn du erstmal eine Vorstellung entwickelt hast, whatever is imagined seems to take on a life of its own. was immer du dir da vorgestellt hast, scheint ein Eigenleben zu entwickeln. Now we see the way drones are transforming the nature of war. Wir können im Moment gerade sehen, wie Drohnen die Art und Weise, wie Krieg geführt wird, transformieren. There's nowhere to hide. Du kannst dich nirgendwo verstecken. It's very terrifying. Sehr erschreckend. When the drones were first being announced, it was saying in Britain, oh, they will be used to deliver the post and to deliver medicines very quickly and to food to people who live in the countryside. Als die Drohnen als erstes in England eingeführt worden sind, sagte man, ah ja, die Drohnen werden wir benutzen, um Pakete auszuliefern, um schnell Medizin auszuliefern, Medikamente, um Nahrungsmittel aufs Land zu bringen. Because we are naive. Wir sind naiv. We want to believe in advantage and light and truth and happiness. Wir möchten gerne in Vorteile glauben, wir möchten an Licht und Wahrheit und Glück glauben. But you only have light if you have dark. Aber du kannst nur Licht haben, wenn du auch Dunkelheit hast. You only have illumination if you have shadow. Du kannst nur eine Beleuchtung haben, die mit Schatten einhergeht. So when things are invented, Wenn Dinge also erfunden werden, the shadow arena is gradually exposed. dann wird sozusagen der Schattenbereich auch allmählich offensichtlich. So, generally speaking, if you go to a Tibetan temple, they have a covering for the veranda, Allgemein, wenn du in einen tibetischen Tempel gehst, haben die da seine Überdachung der Veranda and painted on the wall is the wheel of life. und an der Wand ist dann eben das Lebensrad aufgemalt. Some people say that this wheel of life was, the shape of it was determined by Nagarjuna. Manche Leute sagen, dass die Form dieses Lebensrades durch Nagarjuna bestimmt worden ist, Who's a famous Mahayana Buddhist philosopher. der ein berühmter Mahayana-Philosoph des Buddhismus war. He's a very good guy. Er ist ein sehr guter Bursche. Wheel of life is very good. Das Lebensrad ist sehr gut. He invented it.
Er hat das ja erfunden. Homage to Nagarjuna. Ehre Nagarjuna. But when you read the history books, there's quite a few Nagarjunas. Aber wenn du Geschichtsbücher liest, gab es eine Menge von Nagarjuna. Which one is the real Nagarjuna? Welche war denn nun der wirkliche Nagarjuna? It's like that. So ist das. You can go to university and study history. Du kannst Universitäten besuchen und Geschichte studieren. You can even get a job later in the university teaching history. Vielleicht kriegst du sogar später einen Job an der Uni und kannst Geschichte unterrichten. And the reason you can spend your whole life writing books on history is because history is not established. Und der Grund, warum du dein ganzes Leben damit verbringen kannst, Bücher über Geschichte zu schreiben, ist, weil eben Geschichte nicht wirklich etabliert ist, nicht begründbar ist. If it was simply true, one book would be enough. Wenn das alles einfach wahr wäre, dann wäre ein Buch genug. But every year, the academic presses are bringing out more history books. Aber jedes Jahr bringen die akademischen Verlage immer mehr Bücher raus, Geschichtsbücher. Which are pointing out the faults of the earlier ones. Und diese neuen Bücher über Geschichte zeigen klar die Fehler in den älteren Büchern. Aha. What can we trust? Worauf kann man sich also verlassen? This is called relative truth. Das bedeutet relative Wahrheit, und so wird es genannt. That in our world, truth arises compositionally. Dass in unserer Welt Wahrheit lediglich als Zusammenfügung entsteht. We have some evidence, Als eine Evidenz, which we bring close and introduce it to our prejudices. und die holen wir uns heran und machen sie mit unseren Vorurteilen bekannt. Sometimes the evidence is able to undermine our prejudice. Manchmal gelingt es der Evidenz, unsere Vorurteile zu unterminieren, But probably more often, our prejudice is able to edit our evidence. aber wahrscheinlich kann viel öfter können meine Vorurteile die Evidenz ein bisschen editieren. So in Britain, the Conservative Party assert again and again that Brexit brought great advantages to the British people. In England behauptet die konservative Partei, dass Brexit große Vorteile für die Menschen in Großbritannien gebracht hat. They think that Das glauben sie. conservatives believe. Glauben daran, die konservativen Leute. You are a conservative because you believe that. Du bist ein Konservativer, weil du daran glaubst. This is not thinking. Das kann man nicht Denken nennen. This is the absorption of thought and the regurgitation of thought. Das ist das Absorbieren und das Wiederkäuen von Gedanken. Big spoon, greedily eating without chewing, Großer Löffel und dann gierig fressen, ohne zu kauen, and then vomiting. und dann kotzen. Trust me, eat my vomit. Vertraue mir und iss meine Kotze. We believe these stories. Und das machen wir. Wir glauben an diese Geschichte. But thinking, real thinking, is to say, what is the status of a thought? Aber wahres Denken würde bedeuten, was ist eigentlich der Status eines Gedanken? You can do your degree, Du kannst deinen Grad abschließen, your doctorate, deinen Doktorgrad zum Beispiel, work all the way to retire, und dein ganzes Leben, bis du im Ruhestand gehst, arbeiten. having spoken and written many thoughts, Du hast viele Gedanken ausgesprochen und aufgeschrieben, without ever paying attention to what is a thought. ohne jemals der Frage Beachtung zu schenken, was ist denn ein Gedanke? What is the actual status of my thought? Was ist der eigentliche Status meines Gedankens? So when we were sitting this morning, Als wir heute Morgen saßen, thoughts come. Gedanken kommen. Did you invite them? Hast du sie eingeladen?
thoughts go. Nee, und dann gehen sie. Did you give them permission? Hast du ihnen erlaubt zu gehen? They come and go. Sie kommen und gehen. But I am the thinker. Aber ich bin doch der Denker. Am I the thinker? Bin ich wirklich der Denker? The thoughts come to me, Gedanken kommen zu mir. my thought, Mein Gedanke. my thought. Mein Gedanke. If you were a child and you're going to school, this time of the year, these horse chestnuts are falling on the ground and you get inside the conker. Und wenn du in die Schule gehst zu dieser Zeit, die Kastanien, die fallen jetzt in diese Zeit und innen drin sind diese Kastanienkerne. Pick it up. Du nimmst das auf. This is the best one. Das ist die beste Kastanie. And it's mine. Und das ist meine Kastanie. How did it become mine? Auf welche Weise ist sie denn meine geworden? I took it. Ich habe es mir genommen. And the reason I took it was because it's mine. Aber der Grund, warum ich es genommen habe, ist, weil es meine ist. Subject and object fusing together. Subjekt und Objekt verschmelzen zusammen. It wasn't mine, Vorher war es nicht meine, but it is mine. aber jetzt ist es meine. Don't touch it. I warn you, don't touch it, it's mine. Lass sie in Frieden, ich warne dich, das ist meine. So this mental process of subject fusing into the object, claiming ownership, is very powerful. Dieser mentale Prozess des Subjekts verschmelzen mit dem Objekt ist sehr mächtig. Ukraine is Russia. Ukraine gehört zu Russland. It's obvious. Das ist doch offensichtlich. If you're Russian, you know this is Russia. Wenn du Russe bist, dann weißt du, dass es so ist. The fact that these deluded people call it Ukraine is just a sign they're deluded. Die Tatsache, dass diese völlig wahnwitzigen Leute es Ukraine nennen, ist lediglich der Beweis, dass sie wahnwitzig sind. And they're so stupid that they want to fight us. Und die sind so blöd, dass sie sogar noch mit uns darüber kämpfen wollen. But it's obvious it's Russia. Aber es ist doch völlig klar, das ist Russland. We're used to this in politics. All the wars which are operating on the world are based on a fusional identification with a pattern of thinking. Und wir sind dran gewöhnt. All diese Kriege, die in der Welt ausgefochten werden, basieren auf einem solchen verschmelzungsartige Identifikation. So the first thing we have to do is to really be present with our thoughts. Das Erste, was wir also zu tun haben, ist wirklich wahrhaft präsent mit unseren Gedanken zu sein. And to do this, we can do this basic shamatha meditation. Und um das zu machen, können wir diese grundlegende Shamatha-Meditation machen. Usually we do this for a slightly different purpose. Das wird normalerweise für verschiedene Zwecke getan. So, for example, we might focus our attention on the sensation at our nostrils. Zum Beispiel können wir unsere Aufmerksamkeit auf die Empfindung an unseren Nasenflügeln machen. And we want to keep our attention on the sensation and not be distracted by whatever else is occurring. Und wir wollen diese Aufmerksamkeit bei unseren Nasenflügeln halten, ohne von dem, was sonst erscheint, abgelenkt zu werden. But we can do some practice just now and just slightly loosen our frame of reference. Wir können ein bisschen Praxis jetzt machen und unseren Bezugsrahmen ein bisschen auflockern. So bring our focused attention here. Wir bringen unsere fokussierte Aufmerksamkeit an die Nasenflügel And then just gradually open that focused attention und allmählich öffnen wir dann diese fokussierte Aufmerksamkeit to what is occurring. gegenüber dem, was erscheint. Thoughts are coming, feelings are coming. Gedanken, Gefühle kommen. How are they? Wie sind sie denn? What is the actual status of a thought or a feeling or a memory or a plan? Was ist denn der tatsächliche Status eines Gedankens, eines Gefühls, einer Erinnerung, eines Plans? And this will be revealed to us if we can see it before we get involved.
Und das wird uns offensichtlich oder offenbar, wenn wir es erkennen können, bevor wir selbst verwickelt werden. So when the chestnut falls onto the ground, Wenn also die Kastanie auf den Boden fällt, something from the tree. dann ist das etwas, was von dem Baum kommt. But when I grasp it, when I put it in my pocket, Wenn ich das aber ergreife und in meine Tasche stecke, it has been transformed by my feeling of ownership of it. dann wurde das durch mein Empfinden des Besitzes transformiert. I don't just see a nut from a tree. Ich sehe nicht mehr einfach eine Kastanie vom Baum, I see my wonderful conker. ich sehe meine wunderbare Kastanie. I take it home, I soak it in vinegar, I make a hole in it, and then I take it to school for playing conkers. Und dann kann ich also da das nach Hause machen, das mit Essig tränken, ein Loch darin bohren und dann wird es Concrete. Conkers, you don't play it in Germany. We take these nuts, you make a hole in it, we put in a string and tie it, and then somebody holds it there, and you go, and you try to hit it and break this. Aha. Also das ist ein Spiel, das wir hier zumindest ich jetzt nicht kennen. Das wird ein Loch in die Kastanie gebohrt und dann ein Faden oder eine Schnur durchgezogen und dann versucht man irgendwie mit diese Kastanie an der Schnur die Kastanie des anderen zu treffen und zu zerbrechen. So this simple nut from the tree is incorporated into the child's frame of reference, which is playing a game. Und diese einfache Kastanie vom Baum wird einverleibt in einen Bezugsrahmen des Kindes, ein Spiel zu spielen, einverleibt. In looking at the nut, I don't see the nut. Ich schaue zwar die Kastanie an, aber ich sehe nicht die Kastanie, I see my conker. sondern ich sehe eben mein Spielzeug. I see my projection. Ich sehe meine eigene Projektion. It is for me what it is for me. Für mich ist es das, was es für mich ist. And when I'm locked inside that, I can't see it as it is. Und wenn ich da sozusagen eingeschlossen bin in diesem Zustand, dann kann ich nicht sehen, was es ist. It is the nut for me. Es ist die Kastanie für mich. There was a moment when I just saw it on the ground that there was the nut as the nut. Es gab aber einen Moment, als die Kastanie noch auf dem Boden lag, wo sie noch einfach die Kastanie als Kastanie war. And if it looked very small or damaged, it's just a nut. Und wenn sie sehr klein oder beschädigt aussah, dann war es bloß eine Kastanie. But when I see its potential function for me, Wenn ich aber die potenzielle Funktion für mich sehe, I'm pulling the nut into the web of my signifiers. dann hole ich diese Kastanie in das Netz meiner Bedeutungsträger hinein. I'm imbuing the nut with a, if you like, a semiotic importance. Und ich tränke diese Kastanie mit, wenn man es sagen will, semiotischer Wichtigkeit. I see in the nut the meaning which I give to the nut. Ich sehe in der Kastanie die Bedeutung, die ich dieser Kastanie verleihe. So when we start to observe our thoughts, it gives us the opportunity to look. Can I actually see a thought arising and passing? Wenn wir also in unsere Gedanken schauen, dann gibt es uns die Gelegenheit zu schauen, kann ich tatsächlich erkennen oder sehen, wie ein Gedanke entsteht und vergeht? Or am I already projecting significance onto it? Oder bin ich bereits dabei, eine Bedeutung hineinzuprojizieren oder hinaufzuprojizieren? That's what we can look at. Das ist das, was wir anschauen können. How is this thought? Wie ist dieser Gedanke? It's better if we think in terms of how rather than what. Es ist besser, wenn wir mit diesem Begriff wie operieren, statt mit dem Begriff was. What is already bringing us towards a reification, a solidification. Das was, das bringt uns bereits in Richtung Verdinglichung, Verfestigung. There is something there. Da ist irgendetwas. Is that the case? Ist das der Fall? So if we look at how the thought is,
Also wenn wir schauen, wie der Gedanke ist, we can see whether it's stable dann können wir erkennen, ob er stabil ist or it's a movement. oder ist das eine Bewegung. That's the first thing to notice. Das ist das Erste, was wir bemerken. And if it's a movement, does it move on its own terms or on my terms? Und wenn da eine Bewegung ist, findet diese Bewegung sozusagen zu den eigenen Bedingungen statt oder zu meinen Bedingungen? Just because I call something my thought, does that make it mine? Nur weil ich etwas meinen Gedanken nenne, macht es das zu meinen Gedanken? It's in my mind. Es ist in meinem Geist, Just as this nut might be in my pocket, so wie diese Kastanie in meiner Tasche sein könnte. I am the owner of the nut. Ich bin der Eigentümer dieser Kastanie, I didn't grow it. aber ich habe sie nicht wachsen lassen. I found it. Ich habe sie gefunden. And same with the thought. Did I make the thought? Or did I just find it? Das Gleiche können wir bei den Gedanken fragen. Habe ich den Gedanken gemacht oder habe ich ihn einfach gefunden? In what way is it mine? Also in welcher Weise ist er mein? So this is our initial investigation, which we'll use to see, is there a self? Is there a somebody who can own things? Das ist unsere anfängliche Untersuchung, die wir gebrauchen werden, um letztlich der Frage nachzugehen, gibt es da ein Selbst, das irgendetwas besitzen kann? But first we want to look at the status of the object. What is, or how is this arising? Aber zuerst wollen wir den Status des Objekts anschauen, wie er steht. Okay, so we just sit in a peaceful way. Wir sitzen einfach also in einer friedlichen Art und Weise. Maybe begin by centering your attention on the sensation of your nostrils. Und wir starten, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf die Empfindung an unseren Nasenflügeln zentrieren. And then open that Und dann öffnen wir das, so that you have more attention offered to whatever is occurring in your mind. sodass du mehr Beachtung schenken kannst, was immer in deinem Geist aufkommt. For this practice, we're not looking outside at the objects in the world, so our senses are a little bit controlled or focused in. Für diese Praxis schauen wir nicht nach außen hin auf die Objekte dieser Welt, also unsere Sinne sind sozusagen ein bisschen einwärts gerichtet, nach innen gerichtet und ein bisschen kontrolliert. So how are these mental events? Wie sind also diese mentalen Ereignisse? Okay. So we sit this for a while. So sitzen wir jetzt für eine Weile. So maybe share with some people sitting near you your sense of how these mental experiences are. Dann könnt ihr andere, die nah an euch sitzen, austauschen, wie eure mentalen Erfahrungen, wie eure Empfindung davon war. Oh, is there anything you would like to say about that? Gibt es irgendetwas, was ihr über das, was ihr gemacht habt, sagen wollt? Okay, so there's a thought and there's a question. Do I have to? How do I realize it's a thought? Do I have to let it? Let's say thought. I am very nervous. This is the thought. Or is it a thought and it says I'm very nervous. What is first? Oh. Can I see the thought without this content of I'm nervous? I guess sometimes you can pull thoughts in by a preformed curiosity. You're looking for something, but also the thought has a life of its own. Yes, and if I see it has a life of its own, I can let it go and it goes by itself.
So if the thought has a life of its own, why are you enslaving the thought? Yes, if I don't do this, if I just Yeah. I'm focusing on the how and not on the what. Uh-huh. If I let the how, it's a mixture of both. Maybe it's a mixture of how and what. Mm-hmm. And usually I say, okay, what is more important in the end, at least. Or if I say, okay, the how is more coming, I let the how more develop, because the how needs an openness of me. Mm-hmm. The how needs that I am open and I receive and I don't inject or project. So I might say that when we look in terms of how is it, we're in touch with a movement or a process, Yes. but subtly we introduce a what, and it's the orientation towards what that allows us to apprehend something, to get hold of it. So you have to have something to get. So why is there a getter? Who is the getter? Because in a sense we have a colonial situation. Solche Dialoge sind ja wunderbar und natürlich will ich da auch überhaupt nicht den Fluss von einem solchen Austausch unterbrechen, aber ich muss sagen, ich bin nach ein paar Austauschrunden dann nicht mehr in der Lage, das wirklich gut zu übersetzen. Ich fasse das mal zusammen. Also die Frage von Ihnen, so wie ich sie verstanden habe, war, was ist denn zuerst der Gedanke, der dann einen Inhalt hat, oder ist der Inhalt sozusagen schon der Grund für den Gedanken? Habe ich das richtig so ungefähr verstanden? Und im Laufe dieses Gesprächs hat sich dann herausgestellt, dass es eben so ist, dass manchmal werden Gedanken angezogen, weil man neugierig ist und irgendetwas bekommen möchte, und dann dann geht es mehr in diese Richtung von was, oder man kann den Prozess, was ja eine Bewegung ist, beobachten, und dann ist es in Richtung von wie. Und wenn wir aber nicht das Wie machen, sondern wenn wir erlauben, dass das Was entsteht, dann entsteht so eine Situation, dass dann eine Instanz aufkommt, die etwas bekommt mit diesem Wie. Und die Frage ist, wer ist eigentlich dann dieser Bekommer, derjenige, der Bekommende, derjenige, der was kriegt? Was hat der denn für einen Status? Und er sagte, das ist so ein bisschen wie ein Kolonialsystem. So when the Europeans went to North America, Als die Europäer nach Nordamerika gingen, and to Australia and so on, these were not empty countries, oder auch nach Australien, dann waren das ja keine leeren Länder, but they were conceptualized as empty aber sie wurden als leer konzeptualisiert, through the non-recognition of the indigenous people as fully human. dadurch, dass eben die indigenen Völker nicht als vollständig menschlich anerkannt wurden. And the more the colonialists moved out from the coastal area, they encountered the mountains, the rivers and so on. Und je mehr sich der Kolonialismus dann und das Kolonisieren von der Küste aus nach innen bewegte, begegnete man dann Bergen und so weiter, Flüssen und so weiter. We see that some of the names which were applied by the indigenous peoples were continued. Können wir erkennen, dass manche von den Namen, die von den indigenen Völkern verwendet worden sind, ihre Gültigkeit behielten, But mainly not. aber hauptsächlich eben nicht. The colonialists applied their names Die Kolonisten wandten ihre Begriffe und Namen an, in their language. in ihrer eigenen Sprache. So they were talking about something familiar to them, Sie sprachen also über etwas, was ihnen vertraut war. something knowable, Etwas, was man wissen konnte, something ownable. und etwas, was man besitzen konnte. And that is quite a parallel to how our mind is working. Und das ist sehr parallel zu dem, wie unser Geist funktioniert.
there are many thoughts and feelings coming and going. Viele Gedanken und Gefühle kommen und gehen. Can we actually catch them? Können wir sie fangen? Or do we catch a simulacrum of them? Oder fangen wir nur ein ähnliches, ein Analogon von ihnen? For example, if we go outside and it's a windy day, Zum Beispiel, wenn wir nach außen gehen und es ist ein windiger Tag, you can't catch the wind. du kannst den Wind nicht greifen. Just it's obvious you can't catch it. Das ist offensichtlich, du kannst nicht greifen. Oh, it's a cold north wind today. Oh, das ist ein kalter Nordwind heute. Now you catch the wind. Jetzt hast du den Wind im I Griff. know what it is. Ich weiß, was er ist. By naming it, I claim it. Indem ich es benenne, greife ich Besitz davon. I bring it from just this ungraspable encounter Bewege es von dieser einfach unbenennbaren Begegnung, I incorporate it into the frame of reference of the knowables. und verleibe es ein in diesen Bereich des Wissbaren. The knowables is one way of, is one aspect of obscuration. Und das Wissbare, das was gewusst sein kann, ist ein Aspekt der Verdunklung. It's called the obscuration of shecha, of the things which can be known. Und das wird als die Verdunklung von Shecha, von den Dingen, die gewusst sein können, bezeichnet. Imagine you're walking on the hill and the wind is strong. Stellt euch vor, ihr lauft auf einem Hügel und der Wind ist stark. One minute the gust blows your hair into your face. Und in einem Moment bläst eine Böe das Haar in unser Gesicht. You feel this subtlety of how the wind impacts the nerve endings in your face. Und du fühlst die subtile Einwirkung des Windes auf die Nerven in deinem Gesicht. Your experience is emerging with the emergence of the wind. Your experience and the wind are co-emergent. Die Erfahrung entsteht gemeinsam mit der Erfahrung des Windes und das sozusagen die Empfindung und der Wind sind konvergent. And both are ungraspable. Beide ungreifbar. But then you say, oh, it's so cold. Aber dann sagst du, oh, das ist so kalt. The wind, is so cold for me. Das, also der Wind, ist so kalt für mich. I have a sensation. Ich habe eine Empfindung. I feel cold. Ich empfinde es als kalt. I project this out. Und dann projiziere ich das nach außen. It is cold. The wind is cold. Es ist kalt, der Wind ist kalt. Cold for me. Kalt für mich. Cold is important to me Kälte ist für mich wichtig, because I have a little bandwidth that I can inhabit. denn ich habe da so eine gewisse Bandbreite, die ich bewohnen kann. Too hot and I die. Too cold and I die. Zu heiß und ich werde sterben, zu kalt und ich werde sterben. So my skin is registering yellow alert. Meine Haut registriert jetzt schon sozusagen eine gelbe Warnung. It's not red yet, but it's, oh, okay, it's cold. Es ist noch nicht rot, aber es ist schon kalt. My interest in the wind is the wind for me. Mein Interesse an dem Wind ist der Wind, wie er für mich ist. The wind itself, you can't catch it. Der Wind selbst ist etwas, was ich nicht greifen kann. I have nothing to say about the wind as wind. Über den Wind als Wind habe ich nichts zu sagen. But I can say something about the wind for me. Aber ich kann etwas über den Wind für mich sagen. I refer it to myself. Ich beziehe es also auf mich selbst. I become the experiencer, the knower. Und dann werde ich zu dem Erfahrenen oder zu dem Wissenden. And that frame of reference allows me to allocate meanings which I take to be inherent in the wind. Und dieser Bezugsrahmen, dieses Bezugssystem erlaubt mir,
in dem Wind dem Wind eine Bedeutung zuzuweisen, die ich für innewohnend in dem Wind halte. So we objectify. Wir objektivieren also. This cake is delicious. Dieser Kuchen ist köstlich. I am going to eat another piece of this cake. Ich werde jetzt noch ein weiteres Stück von diesem Kuchen essen. Luckily, I don't have diabetes. Glücklicherweise habe ich keine Diabetes. If I have diabetes, Hätte ich welche, I shouldn't eat the cake. dann sollte ich diesen Kuchen nicht essen. It doesn't matter what the seeming objective qualities of the cake are. Es spielt keine Rolle, was die scheinbaren objektiven Qualitäten dieses Kuchens sind. It's not for me. Er ist nicht für mich. So it's interesting. When you get sick, you'll have a kind of re-subjectification of many of the phenomena in the world. Das ist interessant, wenn man krank wird, dann findet eine Resubjektivierung statt von vielen Phänomenen, die wir in der Welt sehen. Cake is good. Ice cream is good. Kuchen ist gut, Eiscreme ist gut, Delicious. köstlich, But I have diabetes. aber ich habe Diabetes. So it's irrelevant. Also sind diese Dinge irrelevant. I don't want to think about it. Ich will über sie gar nicht denken. It's just something out there. Es ist irgend so ein Zeug da draußen. I can't have the excitement of moving towards enjoyment. Ich kann also nicht die Erregung haben, die mit der Bewegung auf den Genuss hinzielt. Because my enjoyment would no longer be simple. Denn mein Genuss wäre nicht so einfach. It would be inviting in a problematic response as my pancreas can't cope. Es würde eine problematische Reaktion einladen, denn meine Pankreas kann damit nicht fertig werden. In this way, we can start to see how we attribute value. Auf diese Weise können wir beginnen zu erkennen, auf welche Weise wir Werte zuweisen. Each of us has a unique specificity. Wir alle haben eine einzigartige Spezifität. You see through your eyes, Du schaust durch deine Augen, nobody else does. niemand anders tut es. You hear with your ears, nobody else does. Du hörst mit deinen Ohren und auch das tut niemand anders. What is your experience? Was ist deine Erfahrung? I can tell you about it. Ich kann dir etwas über sie erzählen. How is my experience? Wie meine Erfahrung ist, I can't say. kann ich nicht sagen. You imagine you take some ice cream. Stell dir vor, du schmeckst etwas Eiscreme It's melting in your mouth. und das schmilzt in deinen Mund. It's a flavor and it's a thickness to the cream aspect. Da gibt es einen Geschmack, da gibt es eine taktile Empfindung der Cremigkeit, This is delicious. köstlich. Is it the same for someone else? Ist es für jemand anderen auch so? Nowadays you can go to these ice cream places, there's 40 flavors. Heute kannst du diese Eisdielen besuchen, die haben da 40 oder so Geschmäcker. Oh, you should have had the coffee, it's the best. Du solltest den Kaffeegeschmack nehmen, das ist der beste hier. Then you say, but I don't like the coffee. Dann sagst du, aber ich mag aber kein Kaffeeeis. Better luck next life. The coffee is the best. Ich hoffe, du wirst im nächsten Leben besseres Glück haben, denn das Kaffeeeis ist das Beste. It's difficult to imagine that someone wouldn't like the coffee ice cream. Es ist extrem schwierig, sich vorzustellen, dass jemand andere Eiscreme mit Kaffee nicht mag. My tongue tells the truth Meine Zunge sagt die Wahrheit, for me. aber es ist für mich. It is my unique experience. Meine einzigartige Erfahrung And so it's valid on those terms. und gilt sozusagen nur zu diesen Bedingungen. But it doesn't really empower me to make any generalized statements about it. Aber es ermächtigt mich eigentlich nicht zu irgendwelchen verallgemeinernden Aussagen darüber. So to speak truthfully is to say, I really like this coffee ice cream. Um Wahrheit zu sagen, kann man nur sagen, ich mag wirklich dieses Kaffeeeis hier. What you make of it is your experience. Was du daraus machst, ist deine Erfahrung. But if I really like it and I want to validate its felt goodness for me, Wenn ich das aber wirklich mag und dann möchte ich diese empfundene
Köstlichkeit für mich validieren, I formulate it as it's really good. dann formuliere ich das so, das ist wirklich gut. The goodness is in the object. Das Gutsein ist dann in dem Objekt. And if you, the subject, can't appreciate it, Und wenn du als Subjekt das nicht wertschätzen kannst, something's wrong with you. dann muss da irgendwas bei dir falsch liegen. Everyone knows this is the best. Das wissen doch alle, dass es das Beste ist. It's very interesting Das ist sehr interessant. because the subjective feeling that this is good is not enough. Denn diese subjektive Empfindung, dass das gut ist, ist nicht ausreichend. I want to convert other people and I want to have confirmation from other people that what is right for me is just right. Ich möchte gerne andere Leute bekehren und ihre Validierung bekommen, dass das, was für mich richtig ist, einfach an sich richtig ist. So I want to move from opinion, Ich möchte mich also von meiner Meinung wegbewegen, my experience, über meine Erfahrung to fact. zu einer Tatsache. This objectively in and of itself is the best. Das ist objektiv in und aus sich selbst heraus das Beste. And I like it because it is the best. Und ich sehe das einfach, weil es das Beste ist. Part of this is because it's quite lonely to be just with your own experience. Und ein Teil davon rührt daher her, dass es einfach eine ziemlich einsame Geschichte ist, nur mit der eigenen Erfahrung zu bleiben. So when we speak with other people, we're often seeking a confirmation of our opinion. Wenn wir mit anderen sprechen, es ist oft so, dass wir eine Bestätigung für unsere Meinung suchen. And if you agree with me, Und wenn du mit mir übereinstimmst, not only do you agree with me that this coffee ice cream is the best, dann stimmst du nicht nur mit mir überein, dass das Kaffeeeis das Beste ist, but you're agreeing that I am normal. sondern du stimmst auch damit überein, dass ich normal bin. There's nothing wrong with me. Da ist nichts falsch an mir, I'm not strange. I'm not weird. ich bin nicht seltsam oder verdreht, I'm a regular person ich bin einfach so ein gewöhnlicher Bursche, who likes regular things. der gewöhnliche Dinge mag, No question. keine Frage bestimmt. When you watch nature films Wenn du Naturfilme anschaust, and you see this herd of wild deer in Africa, dann siehst du die Herde von wilden Hirschen in Afrika and the lioness is hunting, und die Löwin jagt. she's not thinking, oh, the fat one is in the middle. Sie denkt nicht darüber nach, dass der Fette im Mittelpunkt da ist. She's going for the one she can catch. Sie geht jagt dem nach, den sie fangen kann. And that might be one with a sore leg that's a bit straggling at the end. Das könnte einer mit einem verletzten Bein sein, der so ein bisschen hinterherhinkt. So the best place to hide from the lioness is in the middle. Der beste Platz, um sich vor der Löwin zu verstecken, ist in der Mitte. I'm normal, I'm not special. Ich bin normal und nichts Besonderes. But I'm not so normal that I'm not special. Ich bin nicht so normal, dass ich nicht wiederum auch sehr besonders bin. It's a tricky balance. Eine trickreiche Balance. I want my uniqueness Ich will meine Einzigartigkeit haben, and from time to time my weirdness, von Zeit zu Zeit auch meine Seltsamkeit, but for everyday functioning, I want my normality. aber für die Alltagsfunktion möchte ich auch meine Normalität. So this is the flexibility of identity, Das ist die Flexibilität der Identität, which is grounded in the absence of inherent existence in identity. und die gründet sich auf die Abwesenheit einer innewohnenden Existenz in der Identität. I manifest in conversation with the world. Ich manifestiere mich in einem Austausch mit der Welt. I selectively move out or away from different factors in the field. Selektiv gehe ich auf verschiedene Faktoren im Feld zu oder von ihnen weg. And I highlight and share certain aspects of my own experience. Und ich betone und teile gewisse Aspekte meiner Erfahrung.
this is normal, this is how we are. Und das ist normal, das ist wie wir sind. And this freedom to have our own experience is because we are not pre-experienced. Und diese Freiheit, die eigene Erfahrung zu haben, rührt daher, dass wir nicht sozusagen vorerfahren sind. We participate, Wir nehmen teil and this reveals our experience through the participation. und das enthüllt unsere Erfahrung, nämlich genau durch die Teilnahme. And my mood and my enthusiasm and so on alters as I participate. Und meine Stimmung, mein Enthusiasmus und so weiter, die verändern sich in der Teilnahme. So, do you like this? Magst du das? It depends. Kommt drauf an. I really like this coffee flavored ice cream. Ich mag wirklich dieses Kaffee-Eis. Maybe not true. Vielleicht nicht wahr. Maybe a more accurate sentence would be today, at this moment, in this mood, with this climate, I really like this coffee ice cream. Vielleicht wäre eine wahrere Aussage, die zu sagen, heute mit dieser Stimmung, mit diesem Wetter und so weiter, heute mag ich diese Eiscreme. So, my liking of coffee ice cream is not intrinsic to me as me, Also meine Vorliebe für Kaffee-Eiscreme ist nicht innewohnend für mich als mich nor is it intrinsic to coffee ice cream per se. und sie ist auch nicht innewohnend in dem Kaffee-Eis per se. It arises together. Das entsteht gemeinsam. At this moment, this seems true. In diesem Augenblick scheint es wahr zu sein. It is true, yet conditional. Es ist wahr, aber doch nur bedingt. So there's a kind of cusp or a balance point here. Das ist also eine Art Spitze, auf der das Ganze balanciert. It's difficult to be a human being with other human beings if we can't bring forward an opinion. Es ist schwierig, gemeinsam mit anderen Menschen ein Mensch zu sein, ohne in der Lage zu sein, eine Meinung zu äußern. And yet our opinion depends on the interaction of many different factors. Und doch hängt unsere Meinung von der Wechselwirkung vieler verschiedener wechselseitige, abhängige Faktoren. So we can start to explore this. We take a break now. Ihr könnt also das für euch selbst erforschen, wenn wir jetzt eine Pause machen. We go outside. Wir gehen nach draußen, Mist is lifting. Nebel hebt sich So the air is not quite so damp. und die Luft ist dann nicht mehr so feucht. For some people, autumn is a mood of sadness. Für manche Menschen ist der Herbst eine Jahreszeit der Traurigkeit, der Stimmung der Traurigkeit. How is it for you? Wie ist es für dich? Very interesting. Sehr interessant. I can tell myself, oh, I like autumn. Ich kann mir selber sagen, oh, ich mag gerne den Herbst. I like the colors. Ich mag die Farben. This is like being back at school in the first day of the autumn term. Es ist wie wenn man zurück zur Schule geht und das ist der erste Tag des neuen Schuljahres, der im Herbst Then stand. you have to write an essay, what I did in my holidays. Man schreibt ein Essay, was habe ich in meinen Ferien getan? What will I say? What will you write? Was werde ich jetzt schreiben? Was schreibst du denn? Can I find my experience? Kann ich meine Erfahrung finden? I'm inventing it. Ich erfinde sie. What I did in my holidays is not the truth. Was ich in meinen Ferien tat, ist nicht die Wahrheit. It's a story about. Das ist eine Geschichte darüber. As we looked yesterday, this is a photograph of the Karmapa, Wie wir gestern angeschaut haben, das hier ist ein Foto vom Karmapa. a representation. Eine Darstellung. Your essay is a representation of some factors of your holiday. Und dein Essay, dein Aufsatz wird auch eine Darstellung gewisser Faktoren deiner Ferien sein. This coffee ice cream is delicious is a representation. Die Aussage, dieser Eiscreme mit Kaffeegeschmack ist auch nur eine Darstellung. When the ice cream's in your mouth and dissolving and the flavors are rising, Wenn
das Eis im Mund ist und sich auflöst und die Geschmäcker kommen auf, it's not a thing. dann ist es kein Ding. I'm not eating ice cream. Ich esse nicht Eiscreme. There is a meeting, a union, a merging of the taste buds in my mouth and what has gone into my mouth. Da gibt es eine Begegnung, eine Vereinigung, ein Zusammenschmelzen von der Erfahrung der Geschmacksknospen in meinem Mund und von etwas, was in meinen Mund gelangt ist. We're in it together. Und darin sind wir zusammen. I am dissolving into the ice cream, Ich löse es als Eiscreme auf and the ice cream is dissolving into me. und die Eiscreme löst sich in mir auf. What would you say? Was könntest du da sagen? It's very nice. Sehr, sehr schön. You can't say it. Du kannst es nicht sagen. And this is our issue, that language has many possibilities, conceptual elaboration has many possibilities. But if it's applied as a substitute for the silence of experience, then we just keep talking the pseudo-world into existence. Und das ist unser Problem, dass die Sprache viele Möglichkeiten bietet, die das konzeptuelle Ausarbeiten viele Möglichkeiten bietet, aber wenn wir sie als Ersatz für die Stille unserer eigentlichen Erfahrungen nehmen, dann sprechen wir sozusagen eine Pseudorealität in die Existenz hinein. Because commentary seems to establish my sense of agency. Denn der Kommentar scheint eine Art Empfindung für meine eigene Wirkungsmacht zu etablieren. I am eating the ice cream. Jetzt bin ich, der die Eiscreme isst, But this capacity to swallow something is quite sensitive. aber die Fähigkeit, etwas zu schlucken, ist ziemlich empfindsam. You have to trust it's okay to bring this into your body. Du musst ein Vertrauen haben, dass es in Ordnung ist, das in deinen Körper hineinzutun. Otherwise you get a defensive gagging response. Sonst kriegst du sein abwehrendes Würgen als Reaktion. My body is swallowing the ice cream. Mein Körper schluckt die Eiscreme. I'm not doing it. Es ist nicht ich, der es tut. Do I do that? Wenn ich schlucke, bin ich das, der das macht? I put myself in the way of imagining swallowing. Ich bringe mich sozusagen auf den Weg, mir vorzustellen, dass ich schlucke. But it's a bit like ham acting. Means over the top, melodramatic acting. So ein bisschen, wie wenn man ein bisschen überdreht handelt, Because now I'm swallowing. schauspielert. You can see I'm swallowing. Denn jetzt schlucke ich und jetzt kannst du auch sehen, dass ich schlucke. But if we're sitting together at lunchtime, Wenn wir aber zusammen am Mittagstisch sitzen and with every bite I'm going, perhaps you won't feel so hungry. und mit jedem Bissen mache ich diese Bewegung, dann glaube ich nicht, dass ihr dann noch sehr viel Hunger habt werdet. It occurs. Es ist etwas, was erscheint. My swallowing flows through me. My breathing flows through me. The thoughts, feelings, sensations flow through me. Mein Schlucken fließt durch mich, meine Atmung fließt durch mich und meine Gedanken, Empfindungen und Gefühle fließen durch mich. Okay, let's take a break for half an hour. Ich habe eine halbe Stunde Pause. Okay. So, in thinking about the range of Buddhist approaches, in Sanskrit there is the term jnana. Wenn man über den ganzen Bereich buddhistischer Ansätze und Zugänge nachdenkt, dann gibt es dafür im Sanskrit einen Begriff, und das heißt Jnana. And jnana means a vehicle. Und Jnana ist das Wort für ein Fahrzeug. And a vehicle is for going from here to there. Und ein Fahrzeug dient dazu, von hier nach dort zu gelangen. So, as with most religions, we're concerned with a journey. Wie mit den meisten Religionen der Fall ist,
befassen wir uns hier mit einer Reise from darkness into light, von der Dunkelheit ins Licht, progressing to separate ourselves from limiting factors, fortschreitend, um sich aus begrenzenden Faktoren zu befreien, zu trennen, giving ourselves the opportunity to learn and develop positive factors, und sich selbst die Gelegenheit und die Möglichkeit zu geben, zu lernen und positive Faktoren zu entwickeln. so we have the vehicles of the cause and the vehicles of the result. Und so haben wir die Vehikel oder Fahrzeuge der Ursache und die Fahrzeuge des Resultats. The vehicle of the cause is saying, I have Buddha nature, Das Fahrzeug der Ursache sagt, ich verfüge über die Buddha-Natur or I have the potential for awakening, oder ich verfüge über das Potenzial zum Erwachen, but I also have obscurations. aber ich habe auch Verdunklungen. So I have the cause, Ich habe die Ursache, but the cause is like a seed. It's embedded at the moment in not very fertile ground. die Ursache ist aber wie ein Same, der zumindest im Augenblick in einem nicht allzu fruchtbaren Grund eingebettet ist. So I need to improve the quality of the ground. Ich muss also die Qualität des Bodens verbessern. And then the seed will be able to sprout and thrive and blossom. Und dann wird der Same in die Lage kommen, zu sprießen, zu wachsen und zu blühen. So what are the factors that limit the fertility of the soil? Was sind also die Faktoren, die die Fruchtbarkeit der Erde begrenzen? These are the energies that operate within me. Das sind die Energien, die in mir selbst operieren. So in this painting that we have here, In diesem Gemälde, oder diesem Bild, was wir da haben, it's called the Siddhi-Korlo, es wird auch tibetisch als Sipe Korlo bezeichnet. which means the wheel of becoming. Und das ist das Rad des Werdens. Means that inside the wheel we experience ourselves always becoming something else. Und das bedeutet, dass wir innerhalb dieses Rades wir uns selbst als im Werden zu etwas anderem erfahren. So hopefully in the morning you become a bit refreshed by sleep, Hoffentlich waren wir am Morgen durch unseren Schlaf etwas erfrischt and then in the evening you become tired und am Abend werden wir müde and you want to rest. und dann wollen wir ruhen. The state of feeling fresh in the morning doesn't last. Dieser Zustand, sich frisch zu fühlen am Morgen, der bleibt uns nicht. It is an arising factor or an arising flavor. Es ist ein aufkommender Faktor oder ein aufkommender Geschmack. And because it arises due to the movement of various forces, it doesn't remain. Und weil er aufgrund verschiedener Kräfte und deren Bewegung entsteht, bleibt er nicht. We're always becoming. Wir sind also immer im Werden begriffen. And the process of becoming indicates we don't arrive. Und dieser Prozess des Werdens verweist auch darauf, dass wir niemals ankommen. Arrival is a kind of pause. Das Ankommen ist lediglich eine Pause. It's the pause that might come with a comma, Und das ist eine Pause, eine Unterbrechung, die mit einem Komma einhergeht, but it's not really a full stop. aber niemals ein Punkt, wirklich. Even when you die, Selbst wenn du stirbst, if your culture allowed it, wenn die Kultur das gestattet, your body could be kept könnte dein Körper behalten werden as a home for various kind of insects. als Zuhause für verschiedene Arten von Insekten. Maggots would be very happy. Die Magen werden sehr glücklich. Now, in the forest now, there are many rotting trees. Im Wald gibt es jetzt viele verrottende Bäume. Nowadays, they're seen as very good. Heutzutage werden sie als sehr gut betrachtet. This is a home for bugs. Und das ist ein Zuhause für Käfer. But we're not quite sure whether we would like human beings in their corpse formation to be a home for bugs.
Aber wir sind uns nicht so ganz sicher, ob wir gerne menschliche Körper in ihrer Leichenformation behalten würden als ein Zuhause für Käfer. Our process of dissolution would be similar to that of plant. Und unser Auflösungsprozess wäre ähnlich wie das bei den Pflanzen. So we want to put a full stop. The person is dead. Wir möchten also gerne einen Punkt setzen. Die Person ist tot And put them in a box, then burn them or bury them. und dann sie in eine Kiste stecken und sie entweder verbrennen oder vergraben. But actually the body is in a process. Aber eigentlich befindet sich der Körper in einem Prozess. Gas would rise, the belly would swell. Es würden Gase entstehen, der Bauch würde anschwellen Gradually dissolution would occur. und allmählich würde eine Auflösung stattfinden. Very often the processes that we see are interrupted. Sehr oft werden die Prozesse, die wir sehen können, dann unterbrochen. We don't see the whole arc. Wir sehen also nicht den ganzen Bogen. So this wheel of becoming is a condensed representation of the dynamic nature of our life. Und dieses Leben, dieses Rad des Werdens ist eine kondensierte Repräsentation unseres Lebens. The wheel is held in the clutch of Yama. Das Rad wird in dem Griff des Yama gehalten. And Yama is the Lord of Death. Yama ist der Herr des Todes. Everyone, everything, living thing inside is going to die. Alles, was sich da drin befindet, jeder Mann, jede Frau, alles, was sich da befindet, wird sterben. But death is not the end. Aber das Sterben ist nicht das Ende. It's the death of one formation and another formation will arise. Das ist der Tod einer Formierung und eine andere Formierung wird dann aufkommen. But what we don't have is peace within this because it keeps moving. Was wir aber nicht haben, ist Frieden darin, weil sich das ständig bewegt. Up here we have a Buddha pointing over to a happy land. Da oben sehen wir den Buddha, der auf ein glückliches Land hinweist, With a little path going down, mit einem kleinen Pfad, der runtersteigt. and this is where the Buddhas of the six realms, which we'll come to, they descend from this pure place. Und das ist der Pfad, auf dem die Buddhas der 6 Bereiche, auf die wir noch zu sprechen kommen, heruntersteigen in diese Plätze. But very often this corner is represented just by a plain white disc. Sehr oft wird diese Ecke auch durch eine nackte, bloße, weiße Scheibe dargestellt. Something peaceful, unbusy. Etwas Friedliches, Ungeschäftiges. In Tibetan, the word for samsara is korwa. Tibetisch ist das Wort für Samsara Korwa. It's turning, changing, revolving. Also die Bedeutung ist etwas, was sich dreht, was sich verändert, was Bewegung begriffen ist. In the short form for the ending of that is Shiva, peace. Und die Kurzform für das Ende davon ist Shiva, also Friede. Or Nyangaledeva, going beyond disturbance. Und in Yangle Depa jenseits der Störung hinausgelangen Free of disturbance. und frei von Störung zu sein. But in order to achieve that, we have to deal with the Lord of Death. Aber um das zu erlangen, müssen wir mit dem Herrn des Todes umgehen. So it's hidden. I was going to say hidden. It's not really hidden in this, but implicit in this is the question, who dies? Also darin versteckt, oder besser gesagt implizit in diesem Ganzen, ist die Frage, wer ist es eigentlich, der stirbt? Both my mother and my father have died. Nun, beide meine Eltern sind gestorben. They were the people I call mom and dad. Sie waren die Leute, die ich als Mom und Dad bezeichnet habe. But as we've looked before, that's not all they were. Aber wie wir schon zuvor angeschaut haben, war es nicht alles, was sie waren. Both my mother and my father had many lives I had no access to. Beide, meine Mutter und mein Vater, hatten viele Leben, zu denen ich keinen Zutritt hatte. So I saw some aspect of their potential as it emerged in particular situations. Ich sah also nur gewisse Aspekte ihres Potenzials, wie sie in bestimmten Situationen auftraten.
And I took that to be the truth of them. Und ich nahm das so als die Wahrheit über sie an. But the actuality, the lived actuality of their life was irreducible to my concept of who they were. Aber das tatsächliche So-Sein ihres Lebens war nicht reduzierbar auf mein Konzept von dem, wofür ich sie hielt. So we might say, never mind who dies, who was living? Wir können sagen, egal wer stirbt, wer war es denn, der lebt? Who was my mother? Wer war meine Mutter? My mother was my interpretation of a sliver, a small slice of the potential of that manifesting form. Meine Mutter war für mich eine Interpretation eines Scheibchens, eines kleinen Schnitzels des Potenzials, das eben durch meine Mutter repräsentiert war. In that great potential, in death, as we'll look in more detail, in death that potential gathers into a point of zero and then arises manifesting in different forms again. Und dieses große Potenzial wird zum Zeitpunkt des Todes, wie wir später anschauen werden, zusammengesammelt auf einen Nullpunkt, aus dem dann neue Manifestationen stehen können. So the starting point is sentient beings exist. Der Startpunkt hier ist also, dass fühlende Wesen existieren. Whether a dog or a cat or a cow, a person, Ob es eine Katze oder ein Hund oder eine Kuh oder irgendeine Person ist, they exist, they manifest. sie existieren, sie manifestieren sich. What do they exist as? Als was existieren sie denn? Then you enter the realm of interpretation. Und dann betrittst du den Bereich der Interpretation. The other, however the other is revealed to me through my interpretation. Der andere, wie auch immer dieser andere ist, wird für mich enthüllt durch meine Interpretation. Also, for me, trying to find out who I am, Auch für mich, indem ich versuche herauszufinden, wer ich bin, I interpret on the basis of different aspects of my experience. interpretiere ich auf der Grundlage verschiedenster Erfahrungen. Things that I could have said about myself, I can no longer say. Dinge, die ich über mich sagen konnte, kann ich nicht länger sagen. I used to swim a lot. Ich pflegte viel zu schwimmen. I loved to swim, Ich liebte es zu schwimmen, but I haven't swum for many years. aber ich habe seit vielen Jahren nicht mehr geschwommen. My swimmer swam away. Mein Schwimmer ist von mir weggeschwommen Leaving me on the beach. und ließ mich auf dem Strand stehen. Why did that leave me? Warum hat es mich verlassen? When I was younger, the chance to go swimming was immediately yes. Als ich jünger war, wenn sich eine Chance bot, schwimmen zu gehen, war ein unmittelbares Ja da. Now I have no felt resonance with water. Inzwischen habe ich keine irgendwie gefühlte Resonanz in Bezug auf Wasser. So the composition of my sense of self is not in the palm of my hand. Also die Art und Weise, wie mein Empfinden meines Selbst empfunden wird, befindet sich nicht in meiner eigenen Hand. External factors evoke certain tendencies. Externe, äußere Faktoren erwecken gewisse Tendenzen And internal tendencies can awaken and go dormant according to their own dynamic, which I'm not really in touch with. und innere Tendenzen können erwachen oder auch einschlafen, entsprechend einer Dynamik, die nicht wirklich unter meiner Kontrolle steht. So the more we stay close to the actual phenomena of our existence, Je näher wir also an den tatsächlichen Erscheinungsformen unserer tatsächlichen Existenz bleiben können, see, I am uncatchable. können wir sehen, ich bin ungreifbar. Whatever I say about myself can only be partially true.
Was immer ich über mich äußern kann, wird nur teilweise wahr sein. I can't be put into a category. Ich kann nicht in eine Kategorie eingeschlossen werden. There's no full stop for me. Es gibt da keinen Punkt für mich. Whatever I say as a seemingly definitive statement Was immer ich sagen kann als eine scheinbar definitive Aussage, ends with a comma. endet mit einem Komma. As I move on to the next aspect and the next aspect and the next aspect. Indem ich mich zu dem nächsten und dann wieder nächsten und wieder nächsten Aspekt bewege. That is to say, I am the unfolding of a potential which is arising due to factors which are not mine. Das heißt, was ich bin, ist das sich entfalten eines Potenzials aufgrund von Faktoren, die nicht mir gehören. So, driving this in the center, we have three animals chasing each other around. Der Antrieb für dieses ganze Rad kommt von dem Zentrum, in dem sich drei Tiere einander sozusagen hintereinander herjagen. There is the pig representing mental dullness or assumption. Da ist das Schwein, das mentale Dumpfheit oder das Annehmen repräsentiert. There is the cockerel representing desire or lust. Da ist der Hahn, der das Begehren oder die Lust repräsentiert. And there is a snake representing anger. Und da ist die Schlange, die den Zorn repräsentiert. This is a human interpretation. Das ist natürlich eine menschliche Interpretation. Pigs are actually quite intelligent. Schweine zum Beispiel sind in Wirklichkeit ziemlich intelligent. And snakes, are they angry? Und sind Schlangen im If Zorn. you leave them alone, they don't cause any trouble. Wenn du sie sich selbst überlässt, machen sie keine Schwierigkeiten. So there we see the colonial movement of the mind. Hier können wir also sofort die koloniale oder kolonisierende Bewegung des Geistes sehen. We'll use these three as a metaphor, Wir gebrauchen diese drei als eine Metapher. but then we slip. Oh, the pig is a pig of ignorance. Und dann rutschen wir aus und denken, das Schwein ist das Schwein der Ignoranz. Anyway, so these three forces of lack of insight, lack of clarity, with their parallel of assumption, prediction, Also wie auch immer, diese drei Kräfte mit ihrem Mangel an Einsicht, an Klarheit, mit ihren Parallelen durch Annahmen und Vorhersagen, this is what's attributed to the pig. das ist das, was dem Schwein zugewiesen wird. This is ignorance. Und das nennt man Ignoranz. We don't see how it is, Wir sehen nicht, wie es ist, and so simultaneously we imagine what it is. und gleichzeitig einhergehend damit stellen wir uns vor, was es ist. See this in every situation of conflict. Du kannst das in jeder Konfliktsituation sehen. People people bring forward a view that they believe to be true. Leute artikulieren eine Sichtweise, von der sie glauben, dass sie wahr sei, Based on their position, aufgrund ihrer eigenen Position, on the view from here, auf ihre Sichtweise von hier. which is all that we ever had access to. Und das ist natürlich alles, wozu wir überhaupt einen Zugang haben. Because moment by moment we are uniquely situated in our own constellation and we experience what is revealed to us. Denn Augenblick für Augenblick sind wir auf eine einzigartige Weise in unserer eigenen Konstellierung angesiedelt und erfahren etwas, was eben auch nur für uns einzigartig ist. So I might have inherited a whole history of how my people have been treated very badly by other people. Ich könnte also eine ganze Geschichte geerbt haben darüber, wie mein Volk von anderen Völkern schlecht behandelt worden ist. And on the basis of these stories, Und auf der Grundlage dieser Geschichten I formulate the idea that the other is the enemy kann ich die Idee formulieren, dass der andere der Feind ist and I have to fight for freedom. und ich muss jetzt um Freiheit kämpfen. The other people have a different reading of history Die anderen, die haben eine andere Lesart der Geschichte and a different sense of themselves. und natürlich auch eine andere Empfindung ihrer selbst. They don't see themselves as the oppressor.
Sie sehen sich nicht als die Unterdrücker. They see themselves as entitled to a quiet life, living where they live, doing what they do. Sie sehen sich als jemand, der berechtigt ist, ein ruhiges Leben zu führen und zu leben, wo sie leben und zu tun, was sie zu tun haben. And so the people who are for themselves freedom fighters are interpreted as being terrorists by the other side. Und die Leute, die aus ihrer eigenen Sicht Freiheitskämpfer sind, sind für die andere Sicht Terroristen. We see this in so many situations. Wir können das in so vielen Situationen sehen. So this is the quality of mental darkness or obscuration. Das ist eben die Qualität mentaler Dunkelheit oder Verdunkelung. At the back of the room there are some panes of glass which are opaque. Am Ende des Raumes gibt es da einige Glasscheiben, die matt sind, nicht durchsichtig sind. So above them is clear glass, and then we have a level of opacity in the glass. Drüber ist klares Glas und drunter haben wir dann einen gewissen Grad an Undurchsichtigkeit. The surface of the glass has been treated so that the light is refracted and you can't see clearly through it. Die Oberfläche des Glases wurde irgendwie behandelt und dadurch wird das Licht gebrochen und wir können nicht klar durchschauen. When we don't see, we imagine. Wenn wir aber nicht sehen, dann stellen wir uns vor. So this is our situation. Our view, which seems clear to us, is clear in terms of our interpretation and projection. Das ist unsere Situation, in der unsere Sicht, die für uns klar zu sein scheint, in Wirklichkeit determiniert ist durch unsere Projektion und durch unsere eben Unklarheit. What we then experience in being in harmony with our interpretation becomes the truth. Und was wir dann erfahren, was eben in Harmonie mit unserer Interpretation ist, wird zur Wahrheit. So this is the meaning of mental dullness. Das ist die Bedeutung mentaler Dumpfheit. It's not that nothing is happening. Keineswegs so, dass nichts geschieht. It's that excuse me, the how of the actual happening is obscured by our own projected interpretation. Das ist nur so, dass das Wie des tatsächlichen Geschehens verdunkelt ist durch unsere eigenen projektiven Interpretationen. So, 300 years ago, people going from Europe went to the west coast of Africa. Vor 300 Jahren gingen Leute aus Europa an die Westküste Afrikas, To buy slaves. um Sklaven zu kaufen. People were brought from the interior by slave dealers. Und die Leute wurden aus dem Inneren Afrikas von Sklavenhändlern an die Küste gebracht. The slave dealers went into the villages and captured people and put them in chains and walked them to the coast. Die Sklavenhändler gingen in die Dörfer, fingen die Leute ein, sperrten sie in Ketten und ließen sie marschieren zur Küste. With each step the person takes, they are increasingly socially identified slaves. Mit jedem Schritt, den diese Person dann nimmt, werden sie zunehmend sozial als Sklaven interpretiert. They are moving far from their village, Sie bewegen sich in die Ferne von ihrem Dorf, from people who know them. von Leuten weg, die sie kennen. And so there is little lived evidence that would contradict the idea you are a slave. Und damit gibt es sehr wenig gelebte Evidenz dafür, dem zu widersprechen, dass du ein Sklave bist. So by the time they come to the seaport Zu der Zeit, wenn sie dann an den Seehafen ankamen and they're sold in the market, und dann auf dem Markt verkauft wurden, as far as the other people are concerned, these are only slaves. soweit es die anderen betrifft, waren das einfach Sklaven. They are encapsulated inside this identity. Und sie sind eingekapselt innerhalb dieser Identität. So that's the nature of mental dullness. Das ist die Natur mentalen Stumpfsinns oder Dumpfheit. I want to make money. Ich will Geld machen. It's wrong to sell people.
Es ist falsch, Leute zu verkaufen, but I know some magic. aber ich habe da so eine Magie zur Verfügung. Abracadabra. Ich sage Abracadabra The person becomes a slave. und dann wurde aus der Person ein Sklave. We can sell slaves. Sklaven kann man verkaufen. They are things. Sie sind Dinge. We have dehumanized them. Wir haben sie entmenschlicht. This is a mental process. Und das ist ein mentaler Prozess. This happens in many countries. Und das geschieht in vielen, vielen Ländern. It happened in Europe a lot, with religious wars, with wars of expansion and so on. Und das geschah auch in Europa eine ganze Menge mit religiösen Kriegen, mit Ausweitungskriegen. So it's very important to see that when we read in the text about ignorance and mental dullness, it doesn't mean something sort of fixed and dull and solid. Und das ist sehr wichtig, wenn wir in diesen Texten etwas über mentale Dumpfheit lesen, dass das nicht bedeutet, dass da irgendwas Dumpfes, Festes und Konkretes ist. It's a mode of participation which doesn't pay attention to the actual evidence, but instead assumes you are what I think you are. Das ist ein Modus der Teilnahme, der nicht wirklich Beachtung schenkt dem tatsächlichen So-Sein von dir, sondern der einfach annimmt, von der Annahme ausgeht, dass du das bist, wovon ich denke, dass du es bist. A mental world. Das ist eine mentale Welt. I believe in the constructions which arise in my mind. Ich glaube an die Konstrukte, die in meinem Geist entstehen. This is the central affliction or poison. Das ist die zentrale Plage oder das zentrale Gift. These three are described as the three poisons. Diese drei Gifte beschrieben. They afflict us the way a disease can afflict us, because when we're not in good health, we're making all kind of accommodations. Sie plagen uns, sie befallen uns wie eine Krankheit. Denn wenn wir in keine guten Gesundheit sind, dann haben wir auch nicht die Fähigkeit, wirklich etwas zuzulassen, Platz zu machen. So, this mental dullness manifests for me as I am real, you are real. Und diese mentale Stumpfheit, die äußert sich in dieser grundlegenden Annahme, ich bin real, wirklich, und du bist real oder wirklich. And from that, there's basically three pathways. Und von dieser Annahme gehen im Grundlegenden drei Wege fort. The first is neutral. Der eine Weg ist neutral. You don't mean much to me. Du bedeutest mir nicht viel, I don't know you. ich kenne dich nicht, I don't feel I have anything to gain from you or lose through you. ich habe nicht das Gefühl, dass ich durch dich viel zu gewinnen habe oder viel zu verlieren habe. I'm indifferent. Ich bin also gleichgültig. Or I'm impacted by you. Oder aber ich bin von dir beeinflusst. I like you. Ich mag dich. Or I like your possessions. Oder ich mag deine Besitztümer. I see something in you I could gain advantage from. Ich sehe in dir etwas, wovon ich einen Vorteil haben könnte. So this is desire. Und das ist das Begehren. The other is wished to become closer. Der andere, von dem wünschen wir uns, dass er uns näher kommt. If I had more of you in my life, I would be happier. Wenn ich mehr von dir in meinem Leben hätte, wäre ich glücklicher. And the third factor, represented by the so-called angry snake, Und der dritte Faktor, der von dieser sogenannten zornigen Schlange repräsentiert wird, is aversion. ist die Abneigung. I don't want you in my world. Ich will dich nicht in meiner Welt haben. I have no need of you in my world. Ich brauche dich nicht in meiner Welt. And I want to get you out of my world Und ich will dich aus meiner Welt raushaben. because you annoy me or you contaminate my world. Weil du mich entweder belästigst oder meine Welt verschmutzt. So these are seen as the three
dynamic situations. The first is reification, solidification, which permits a certainty of definition. Das sind also diese drei dynamischen Situationen. Die erste ist die der Verdinglichung, Versachlichung, die mir erlaubt, eine definitive Sicherstellung von etwas zu machen. And from this the other two flow out very easily. Und aus diesem fließen die beiden anderen sehr leicht heraus. You exist. Du existierst, Your existence impacts me. deine Existenz beeinflusst mich And I respond, liking or not liking. und ich reagiere mit mögen oder nicht mögen. In some ways it's quite safe to be neutral. In gewisser Weise ist neutral zu sein ziemlich sicher. But teenage literature is full of the anxiety of being invisible. Aber die Literatur über Teenager ist voll von der Frage der Angst, unsichtbar zu sein. I don't know in Germany, but in England we had magazines, especially for teenage girls, called Judy and so on. And they had a letter column to write in about your problem. Ja, vielleicht habe ich es ein bisschen missverstanden. Also Literatur für Teenager, die voller von einsamen Leuten ist. Und in England, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch der Fall ist, aber in England haben wir da eine Menge Zeitschriften für Teenager, insbesondere für Teenager-Mädchen. Und da gibt es oft eine Kolumne, die Leser auffordert, über ihre Probleme zu schreiben. There's a boy at school called Michael, Da ist da ein Junge in der Schule, der heißt Michael. and I really fancy him, Und ich mag ihn so gerne. but he never looks at me. Aber er schaut mich nie an. What can I do? Was kann ich tun? I don't want to be neutral. Ich will nicht neutral sein. So this is very important, isn't it? Because when you're a teenager, you're going from being a child to being an adult. You're in this limbo period where you don't quite exist. Und das ist wirklich sehr wichtig, denn wenn du sozusagen ein Teenager wirst, dann ist ein Prozess von deiner Kindheit überzuwechseln ins Erwachsensein und es ist ein Limbo, seine Periode, in der du eigentlich nicht existierst. And your mother says, don't worry, darling, you'll meet someone. You're really pretty. Und dann sagt die Mutter, mach dir keine Sorgen, Schatz, du wirst schon jemanden treffen, du bist wirklich hübsch. Oh, Mom, you don't understand. Mama, du kapierst das nicht. So that's a very difficult transitional phase. Das ist eine sehr schwierige Übergangsphase. Only if somebody really likes me, indeed if they can tell me they love me, only then will I be a full human being. Nur wenn mich jemand wirklich mag, wenn jemand mir sagt, dass er mich liebt, kann ich ein vollwertiges Wesen sein. So this is very interesting for meditators. Sehr interessant für Meditierende. The self, myself, Dieses Selbst oder mein Selbst needs the validation of the other in order to exist. braucht die Validierung durch den anderen, um zu existieren. I am not self-existing. Ich bin eben nicht selbst existent. I exist through you. Ich existiere durch dich. And if you don't want me, I am nothing. Und wenn du mich nicht willst, dann bin ich ein Nichts. There are many pop songs that say this. Es gibt viele Poplieder, die das sagen. So if we're investigating the Buddhist view, we think, oh yeah, it's like that. Wenn wir also die buddhistische Sichtweise untersuchen, dann sehen wir genau, ja, genau so ist es. We hear these stories of the great yogis like Milarepa, Wenn wir dann die Geschichten von diesen großen Yogis wie Milarepa hören, 20 years on his own in caves, 20 Jahre alleine in Höhlen, get a bit lonely. bisschen einsam. Do you love me? Liebst du mich? Nobody loves me. Niemand liebt mich. No wonder Milarepa was singing so many songs. Kein Wunder, dass Milarepa so viele Lieder gesungen hat. Singing to himself as well. Er sang auch für sich selbst. Very hard to be on your own. Es ist sehr hart, alleine zu sein. In prisons, they use solitary confinement as a punishment.
In Gefängnissen wird Einzelhaft als eine Art Bestrafung verwendet. And this is to indicate there is not self and other, Und das verweist darauf, dass es nicht ein Selbst und anderes gibt, two isolated domains, zwei isolierte Bereiche, but actually self and other are born together. sondern tatsächlich ist es so, dass Selbst und andere gemeinsam geboren And werden they develop together, und sich auch gemeinsam entwickeln. and the other needs self. Und das andere braucht ein Selbst. Here we see the forest. Hier sehen wir den Wald, Oh, trees are growing, Bäume wachsen, but there's a forestry department. aber es gibt auch eine Försterei, eine Abteilung der Försterei hier. Foresters go in, they see, are the trees healthy? Are they mature? Should we take them to the market? Förster gehen in den Wald, schauen sich die Bäume an, sind sie gesund, sind sie reif, können wir sie in den Markt bringen. So the forest is not self-existing. Also dieser Wald ist nicht selbstexistent. It's embedded in the intentionality of the people who are managing it. Er ist eingebettet in die Intentionalität der Leute, die ihn managen. Very difficult on this earth now to find any area which is not being managed by human concepts. Es ist sehr schwierig, heutzutage auf der Welt überhaupt noch einen Platz zu finden, der nicht durch menschliche Konzepte gemanagt wird. And although when we look at the damage to the ecology, we might think, oh, we're not very good at this. That doesn't stop us continuing to want to be in charge. Und obgleich wir, wenn wir uns den Klimawandel und die damit einhergehenden Schäden anschauen, wir durchaus zu der Schlussfolgerung gelangen können, dass wir nicht besonders gut bei diesem Management sind, das hält uns aber nicht davon ab, zu wollen, dass wir damit weitermachen können. The world acts on me, I act on the world. Die Welt wirkt auf mich ein, ich wirke auf die Welt ein. And if that mutual influencing is within a reasonable bandwidth, then it's kind of life-affirming. Und wenn diese gegenseitige Beeinflussung sich innerhalb einer gewissen vernünftigen Bandbreite befindet, dann ist sie lebensstärkend. But if I dominate the environment, that often has disastrous consequences. Wenn ich aber die Umwelt dominiere, dann hat das auch katastrophische Konsequenzen. For example, the mass fishing of cod in the North Sea. Zum Beispiel die Massenfischerei des Kabeljaus in der Nordsee. Cod has almost vanished. Kabeljau ist fast verschwunden. So we have to say no fishing. Wir müssen eigentlich also sagen, kein Fischen. But that doesn't stop illegal fishing going on. Aber das hält nicht das illegale Befischen auf. We want the fish. Wir wollen den Fisch. But if you take all the fish, there will be no more fish. Aber wenn du den ganzen Fisch nimmst, dann wird es keinen Fisch mehr geben. Ah, that's the future. I want the fish. Das ist nur Zukunft. Ich will jetzt den Fisch. Which we see in the destruction of the Amazon rainforest and the Malaysian rainforest. Das können wir zum Beispiel bei der Zerstörung des Amazoner-Regenwalds oder des malaysischen Regenwalds auch sehen. And sometimes the object starts to control the subject. Und manchmal fängt das Objekt an, das Subjekt zu kontrollieren. Here we have very small objects, Hier haben wir sehr kleine Objekte, ticks, Zecken. and they walk about in the forest Und die laufen da im Wald rum. and they see big tasty you. Und dann sehen sie dieses große, schmackhafte Du. This is a lunch. This is a real lunch. Das ist jetzt wirklich mal eine Mahlzeit. So now be very, very careful. Also musst du wirklich sorgfältig sein. Object acts on subject. Das Objekt wirkt auf das Subjekt an. So this is the dynamic which is turning the whole of samsara. Und das ist die Dynamik, die das ganze Samsara sich am Drehen hält. It can expand with desire or aversion. You can contract due to desire or aversion. Es kann dich mit Begierde oder Aversion weiten oder es kann dich zusammenschrumpfen lassen mit Begierde und Abneigung. And the animals are seen as chasing each other. The pig is biting the tail of the cockerel, and the cockerel is biting the snake, which is trying to catch the pig. Und diese Tiere sind dargestellt als einander jagend. Das Schwein beißt in den Schwanz von dem Hahn und der Hahn beißt das Ende der Schlange und die Schlange versucht das Schwein zu beißen. It's a systemic movement.
Das ist sozusagen eine systemische Bewegung. You can't just take out one factor. Du kannst nicht einen Faktor daraus nehmen. They come together as a package deal. Sie kommen als ein Package-Deal zusammen. Now the exit from this is to see that there are some pure lands. Nun, der Ausgang ist zu erkennen, dass es da reine Länder gibt. So in a simple way, when we sit in our meditation, In einer einfachen Weise, wenn wir in unserer Meditation sitzen try to focus our attention, und versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu fokussieren, we're distracted. und dann sind wir abgelenkt, I get lost very easily. erkennen wir, dass wir sehr leicht auf Abwege geraten. I get carried away. Ich werde fortgetragen. I'm not going to. Ich werde es nicht tun. And you do this practice for a while, Und du machst das eine Weile and then you might see, I can't. und dann kannst du erkennen, ich kann das nicht schaffen. It's not based on willpower. Das basiert nicht auf Willenskraft. I'm never going to be distracted again. So ein Beschluss, ich werde niemals mehr abgelenkt sein. Bullshit. Scheiß Can't do weg. it. Geht nicht. Because what arises in your mind is not made in your own little kitchen. Das, was in deinem Geist aufkommt, wird nicht in deiner kleinen Küche gekocht. It arrives uninvited. Es kommt uneingeladen. Then, oh God, I'm powerless, I'm hopeless, what shall I do? Dann kommt dieses Gefühl auf, oh mein Gott, ich bin machtlos, ich bin hoffnungslos, was soll ich tun? So then we hear the meditation instruction. Don't follow after thoughts. Dann hören wir die Meditationsunterweisung, folge nicht den Gedanken nach, Don't wait expectantly for future thoughts. warte nicht erwartungsvoll auf die kommenden Gedanken, Stay present with what is arising bleibe gegenwärtig in dem, was steht, without involvement. ohne Verwicklung. Okay? So that brings us to our three friends. Und das bringt uns zu unseren 3 Freunden. Before the break, we were looking what is a thought a thing? Vor der Pause haben wir angeschaut, ist ein Gedanke ein Ding? It impacts me. Er ist etwas, was auf mich einwirkt. That's undeniable. Das kann man nicht verneinen. Thoughts can make me happy or sad. Gedanken können mich glücklich machen oder auch traurig machen. My mood changes, my expression changes, my energy changes. Meine Stimmung verändert sich, mein Ausdruck verändert sich, meine Energie verändert sich. They're not nothing, Sie sind also nicht ein Nichts, but they're uncatchable. aber sie sind ungreifbar, They're like the wind. wie der Wind. In a storm, the wind can blow you over, In einem Sturm kann dich der Wind but umschmeißen. you can't catch the wind. Und trotzdem kannst du ihn nicht fangen. So in the meditation, this is beyond my control. In der Meditation erkennen wir also, das ist nicht in meiner Hand. I can't get out of it. Ich kann aber auch nicht raus. So how can I participate without succumbing to this force field of these 3 afflictions? Wie kann ich also teilnehmen, partizipieren, ohne mich dem Kraftfeld dieser 3 Plagen zu unterwerfen? Relax. Entspannen. There are 2 aspects to the thought. One is the thought that arrives, Es gibt da 3 Aspekte bei dem Gedanken. Der eine ist der Gedanke, der aufkommt. and the second is the thought which comments on or reacts to the first thought. Und dann gibt es sozusagen den Gedanken, der den ersten Gedanken kommentiert oder auf ihn reagiert. The first thought, not my business. Der erste Gedanke ist nicht meine Sache. It's the mind's like this, like that. Es ist einfach der Geist, der macht dies und das. Where I do have some control is with the degree of involvement with the second thought. Worüber ich etwas Kontrolle habe, ist das Gradmaß der Verwicklung in den zweiten Gedanken. We live in a world of alcohol, Wir leben in einer Welt von Alkohol, but I don't have to drink. aber ich muss nicht trinken. The bottle is there. Die Flasche ist da, The bottle doesn't say anything die Flasche sagt nichts, because you haven't had a proper education.
weil du nicht die richtige Erziehung genossen hast. If you have become an alcoholic, Wenn du jetzt ein Alkoholiker geworden bist, your ears can hear the bottle saying, drink me. da können deine Ohren dann tatsächlich hören, dass die Flasche sagt, trink mich. I'm here, dear friend. Ich bin hier, mein lieber Freund. And so the person is drawn to the alcohol, to the cigarette, to driving the car too fast and so on. Und dann wird die Person sozusagen hingezogen zu der Flasche, zu der Zigarette, zum zu schnell fahren und so weiter. This thought, this impulse is going subject to object. Dieser Gedanke, dieser Impuls, der geht von Subjekt zum Objekt. I don't have to activate. Und ich muss ihn nicht aktivieren. It's very interesting, in the 12-step model for addiction, Das ist interessant in diesem 12-Stufen-Modell der Sucht. the first step is to say, I recognize my powerlessness. Der erste Schritt ist, ich erkenne meine Machtlosigkeit. Because if you try to struggle with a strong tendency, you get exhausted. Denn wenn du mit einer starken Neigung versuchst zu kämpfen, dann wirst du erschöpft. Because if I push the chair, Wenn ich diesen Stuhl drücke, either the chair moves wird sich entweder der Stuhl bewegen or it resists. oder er wird Widerstand leisten. Its resistance is if you like, one way of saying it pushes back against me. Und sein Widerstand ist, man könnte es so ausdrücken, auch, dass er gegen mich drückt. I exert a force, and the chair has to have an equal and opposite force, otherwise it will move. Ich übe eine Kraft aus und der Stuhl muss eine gleiche und umgekehrt gerichtete Kraft ausüben, sonst würde er sich bewegen. So in the meditation, we relax in the out-breath. In der Meditation entspannen wir uns in die Ausatmung. I'm not striving to make it happen on my terms. Ich kämpfe nicht darum, das zu meinen eigenen Bedingungen geschehen zu lassen. I'm not making this happen, Es bin nicht ich, der das hier geschehen lässt. and therefore I can't unmake this happening. Und deswegen kann ich das auch nicht ungeschehen machen. But I do have a choice about my participation. Aber ich habe eine Wahl bezüglich meiner Teilnahme. The thought comes, and it's gone. Ein Gedanke kommt und geht. Ceaselessly thoughts, feelings, sensations, memories coming and going. Unaufhörlich kommen Gedanken, Gefühle, Empfindungen, Erinnerungen und so weiter und gehen. So our friend the pig said, something happened. Unser Freund, das Schwein, sagt dann, etwas ist passiert. Impacted. Und das beeindruckt mich. Then the other two friends come, I like, I don't like. Und dann kommen die zwei anderen Freunde und sagen, ich mag oder ich mag nicht. By then it's too late, Dann ist schon zu spät. because the frame, the dualistic frame of reification, solidification has already locked us. Denn dieses Bezugssystem, dieser dualistische Bezugrahmen der Verdinglichung, Verfestigung hat uns bereits gefangen genommen. Something has happened, therefore something must be done. Irgendetwas ist passiert und deswegen muss auch etwas getan werden. There is no end to that. Und dafür gibt es kein We Ende. see that flowing in the Middle East at the moment. Wir können das zum Beispiel in den Mittleren Osten, oder Nahen Osten, wie wir es nennen, im Moment geschehen sehen. Every day something has happened, Jeden Tag passiert was, therefore something must be done. deswegen muss irgendwas getan werden. And so there is more entanglement, more enmeshment. Und deswegen gibt es immer mehr Verstrickung, Verwicklung. So the point of freedom lies in when there is an impact, this is not the sign of something. Der Punkt der Freiheit liegt in der Erkenntnis, dass wenn es eine Wirkung gibt, ist das kein Zeichen dafür, dass da etwas ist. This is a sign of very energetic nothing. Das ist ein Zeichen für ein sehr energiegeladenes Nichts, That's like the wind. wie mit dem Wind. The wind is ungraspable, it's not a thing, but it can blow you over. Wie mit dem Wind, der sozusagen ungreifbar daherbläst und dennoch die Fähigkeit hat, dich umzublasen. Oh, in Florida they've had a lot of trouble with the storms coming in. In Florida gab es jetzt eine Menge Schwierigkeiten mit den Stürmen, die da eingebrochen sind.
When the storm is out at sea, just the waves get disturbed. Wenn der Sturm an der See ist, auf der See ist, dann werden einfach nur die Wellen aufgepeitscht. But when the storm comes on the land, it hits the houses, it moves the cars, blows down the electric wires and so on. Aber wenn der Sturm auf das Land fällt, dann werden die Häuser umgeschmissen, Autos werden umgeschmissen, die Elektrizitätsmasten werden umgeworfen. If the wind has space to move, it's not problematic. Wenn der Wind aber Raum hat, sich zu bewegen, ist er nicht problematisch. The wind becomes a problem when it hits something, especially when it hits my something. Der Wind wird zu einem Problem, wenn er auf etwas trifft, insbesondere wenn es mein Etwas ist. So this is the basis of meditation. Das ist die Basis für Meditation. Not that you vanish, Du verschwindest nicht, but that we move from identity to presence. sondern dass du dich von Identifizierung zu Gegenwärtigkeit bewegst. I am, Ich bin, this is the formulation of my identity. das ist eine Formulierung meiner Identität. We could all begin a sentence with I am. Wir, alle, And many qualifications. wir können alle einen Satz mit Ich bin und dann viele verschiedene Beschreibungen anfangen. But if we start the sentence I, Wenn wir aber einfach nur mit den Satz mit Ich anfangen, I, dann und, very open. ist es sehr offen. I am. Ich bin. I am. Da ist ein Verschluss. Ich. If you get the feeling tone of that, it might give you a sense. I is like presence. I. Wenn man ein Gefühl dafür kriegt, dann sieht man, Ich ist einfach wie gegenwärtig sein. If you like, it supports presence without content. Wenn man so sagen will, unterstützt das eine Präsenz ohne Inhalt. But as soon as I say I am, Aber sobald ich sage, ich bin, I'm pulling in the content. dann werfe ich meine Netze nach dem Inhalt aus. I am Scottish, I'm somebody who comes to Germany from time to time, and so on. Many storylines can come into I am. Ich bin ein Schotte, ich bin jemand, der Deutschland von Zeit zu Zeit besucht. Und viele andere Geschichten können mit Ich bin angefangen werden. I doesn't react to the gain and loss of desire and aversion. Ich reagiert nicht auf das Spiel von Verlust und Gewinn, von Begehren und Ablehnen. It's just a simplicity of presence. Es ist einfach die Einfachheit des Gegenwärtigseins. But I am as a constructed identity Aber dieses Ich bin als eine konstruierte Identität is condemned to the task of self-maintenance, ist zu der Aufgabe des Selbstaufrechterhaltens verdammt and self-development. und Selbstentwicklung auch. So, if we can free ourselves from the solidification of the pig, Wenn wir uns also von der Verfestigung des Schweins befreien können, which is the realm of assumption, welches der Bereich der Annahmen ist, I am Scottish, ich bin Schotte, but I don't live in Scotland. ich lebe aber nicht in Schottland I don't want to live in Scotland. und ich will auch nicht in Schottland leben, I'm Scottish. aber ich bin Schotte. Very tricky. Trickreich. Identity brings ambivalence Identität bringt Ambivalenz mit sich. because it's an assertion of this is me. Das ist diese Annahme oder diese Sicherstellung, das bin ich, Some of the time, manchmal. but it depends. Aber es hängt davon ab. Certitude and uncertainty. Da gibt es also Gewissheit und Unsicherheit. This is the realm of the pig. Das ist der Bereich des Schweins. I is non-assertive. Das Ich ist nicht sicherstellend, It's just I, einfach ich. open. Es ist offen. So that's the main exit from this energy of these three, and we'll do various kinds of meditation to make this a bit more present for us. Das ist der Hauptausgang aus diesem Kreislauf, diese drei. Und wir werden einige Meditationen machen, um das ein bisschen mehr gefühlt gelebt zu haben. Then around these three, we have a split.
On one side, people are going down into dark places, led by demons of various kinds, and on the other side, they're being led up to liberation. Und wir haben dann drumherum in diesem zentralen Bereich einen weiteren Bereich, der geteilt ist. Es gibt einen Bereich, der dunkel ist und in dem werden Wesen durch Dämonen nach unten geführt. Und es gibt den hellen Bereich, in dem Wesen zur Befreiung geführt werden. Both of these movements, Beide Bewegungen are a sign that it's not all up to me. sind ein Zeichen dafür, dass es nicht alles sozusagen nur meine Angelegenheit ist. If I have good friends, they can protect me from getting lost. Wenn ich gute Freunde habe, können sie mich beschützen, auf Abwege zu geraten. If you're a teenager and you're out clubbing, Wenn du ein Teenager bist und du gehst dann nach Clubs außen and you're a bit drunk, und du bist dann ein bisschen betrunken, and you start snogging someone, snogging, kissing, du beginnst dann jemanden zu küssen and your friends say, hey, it's 2 o'clock, we go home. und deine Freunde sagen, hey, das ist jetzt 2 Uhr nachts, wir gehen nach Hause. No, I'm not going. I'm having a good time. Nein, ich gehe jetzt nicht, ich habe eine gute Zeit jetzt. Then you want good friends who say, you're coming. Wenn du gute Freunde hast, werden sie sagen, komm, wir gehen jetzt. We're not going to leave you with this stranger who's got his hand up your ass. Wir werden dich nicht mit diesem Fremden dalassen, der seine Hand auf deinem Hintern hat. So in that way, if you have good friends, they can protect you and lead you in a good direction. In dieser Weise, wenn du gute Freunde hast, können sie dich beschützen, in eine gute Richtung führen. Because we have to manage our impulses. Denn wir müssen unsere eigenen Impulse managen. And it's difficult to see what we're up to. Und es ist schwer zu erkennen, worauf wir eigentlich aus sind. All of us here are quite educated, Alle, die wir hier sind, sind ziemlich gebildet, intelligent, intelligent but we still get lost. und doch geraten wir auf Abwege. Get lost. Und wieder. I can't see myself. Ich kann mich selbst nicht sehen. I need the eye of another to reveal myself to myself. Ich brauche das Auge eines anderen, um mir selbst gegenüber zu enthüllen. Now, this is why in the tantric tradition and with Mahamudra and Dzogchen, the guru is said to be very important. Und das ist auch der Grund, warum in der Tantra-Tradition und Mahamudra und Dzogchen gesagt wird, dass der Guru sehr wichtig ist. In the more general Buddhist approach, Theravadan approach, the method is the guru. In dem mehr allgemeinen Zugang, insbesondere Theravada-Zugang, ist die Methode der Guru. If you follow the method of calming the mind, of vipassana and so on, you won't get lost. It was very clear. Wenn du der Methode folgst, den Geist zu beruhigen oder Vipassana, dann wirst du nicht auf Abwege geraten, denn alles ist sehr klar. But once you start exploring identity as it manifests moment by moment, interactively, Sobald du aber Identität anfängst zu untersuchen, so wie sie von Augenblick zu Augenblick sich zeigt, auf interaktive Weise, then you can get lost. dann kannst du auf Abwege geraten. You need someone to have a conversation. Du brauchst jemanden, der mit dir ein Gespräch führt It's like this for me. Am I on the right track? oder einen Austausch hat. Es ist für mich so und so, bin ich auf dem richtigen Weg. How will I know? Wie soll ich das wissen? Good friends, bad friends. Also haben wir hier gute Freunde, schlechte Freunde. And then we have the 6 realms of samsara. Und dann haben wir die 6 samsarischen Bereiche. Some people see these in psychological terms. Manche Leute erklären das in psychologischen Begriffen. In traditional Buddhist countries, they would be seen as actual unfoldings of experience. In traditionellen buddhistischen Ländern wird das als das tatsächliche sich entfalten von Erfahrung gesehen. In our Western culture, we have measured everything.
In unserer westlichen Kultur haben wir alles vermessen. Traditional saying, we know the price of everything and the value of nothing. Traditionell würde man sagen, wir kennen den Preis von allem und den Wert von nichts. So we're now sending spaceship far, far away to look for potentially an inhabitable planet. Im Moment schicken wir sehr teure Raumschiffe hinaus in den weiten Weltraum, um nach potenziell bewohnbaren Planeten Ausschau zu halten. So in the traditional thing, there's God realms up above and hell realms down below. Im traditionellen Bild sind die Götterbereiche hoch oben und die tiefen Bereiche unten. In the depictions there of the animal realm, they're wandering about. Da gibt es also den Tierbereich, die Tiere, die umherwandern. They're swimming, fish are in the sea, birds are in the sky. Also die Fische schwimmen im See, die Vögel fliegen am Himmel. What we don't see is factory farming. Was wir hier nicht sehen, ist die industrielle Landwirtschaft. 20,000 chickens in one shed. 20.000 Hühner in einem Stall. They would say, oh, that doesn't belong with the animals, that's a hell realm. Dieses Ding würde dann sagen, no, das ist nicht Tierbereich, das ist bereits Hölle. Inconceivable for many people in traditional cultures to see what we do with animals. Es ist unvorstellbar für traditionelle Kulturen zu sehen, was wir mit Tieren anstellen. Having pets, Haustiere zu haben. feeding very good fish to your cat, Sehr guten Fisch deine Katze zu, that sleeps on your bed. die an deinem Bett schläft. Say, why? It's a Warum, cat. warum ist das eine Go Katze? out and hunt. Wir gehen raus und jagen. It's another form of slavery, Eine andere Form von Sklaverei. catching it by fish. Wir fangen sie mit dem Fisch ein. Probably a mouse doesn't taste as nice as a piece of fish. Wahrscheinlich schmeckt eine Maus einfach nicht so gut wie ein Fisch. We are up to something. Wir trachten danach etwas. So, according to the tradition, in the middle of our world is Mount Meru. At the top of Mount Meru, there are the God realms. Gemäß der Tradition gibt es in der Mitte unserer Welt den Berg Meru und auf der Bergspitze von Berg Meru befinden sich die Götterbereiche. And you get there if you have accumulated some virtue. Und du kannst da aufsteigen, wenn du ein bisschen Tugend angesammelt hast. But as well as that, you need the flavor of desire. Aber gemeinsam einhergeht, damit brauchst du auch den Geschmack von Begehren, Begierde. To be born in the lower God realms, which are full of desire and sensual pleasure. Um eben in den niederen Götterbereichen geboren zu werden, die voller Begierde und Sinnesfreuden sind. I think you have distributed a description of these 6 realms. Ich habe ja deinen Text verschickt, in dem diese 6 Bereiche dargestellt werden. So there's no need to go through them in detail. Es ist nicht notwendig, jetzt hier durch diese Sachen im Detail zu gehen. In the break, you can have a look. In der Pause kannst du dir das ja anschauen. And if you have any questions, just ask me. Und wenn du Fragen hast, dann stell einfach an mich die Fragen. What they do indicate is that death is not the end. Was es eben anzeigt, ist, dass der Tod nicht das Ende ist. Death is the end of this particular formation. Der Tod ist das Ende dieser bestimmten Formierung, Of this identity, unserer Identität. which will dissolve. Das wird sich auflösen. I could tell you about my mother, Ich könnte dir über meine Mutter erzählen. but that's a representation. Das ist eine Repräsentation. She is gone. She won't come back. Sie ist gegangen und sie wird nicht zurückkommen. We are here for a while. Wir sind hier für eine Weile. We have the possibility of meeting and trying to awaken, of helping each other. Wir haben die Möglichkeit, uns zu begegnen, uns zu erwarten und uns gegenseitig zu helfen. And then that will end. Und das wird zu Ende gehen.
All my gurus are dead. Alle meine Gurus sind tot. If I have a question, I can't speak to them. Wenn ich eine Frage habe, kann ich sie nicht ansprechen. Sie sind weg. Like that. The door opens Die Tür öffnet sich and the door closes. und dann verschließt sich die Tür. This is impermanence. Unbeständigkeit. This is our very fragile manifesting in a world of change. Das ist unsere sehr zerbrechliche Manifestation in einer Welt der Veränderung. Today is the best day to study and practice Dharma. Heute ist der beste Tag, um den Dharma zu studieren und zu praktizieren. It's always today. Es ist immer heute. Yesterday is gone. The future hasn't come. Now we have this. Das Gestern ist bereits gegangen, die Zukunft ist noch nicht gekommen, aber dieses haben wir hier, immer dieses. Even for the younger ones of you here, your body has changed through time. Selbst für die Jüngeren, die hier sind, ihr könnt feststellen, dass sich euer Körper im Laufe der Zeit verändert hat. You may still be able to climb trees, but you might well not want to climb trees anymore. Es könnte sein, dass ihr immer noch auf den Baum klettern könntet, aber es könnte auch sein, dass ihr gar keine Lust mehr dazu habt, auf den Baum zu klettern. So that's a door which closes. Das ist eine Tür, die sich verschließt. Why would I do that? Warum sollte ich das tun? It shows that I am being reconstellated. Und das zeigt, dass ich rekonstelliert werde. And with this new constellation of these mental and emotional factors, the world unfolds or reveals itself in different ways. Und mit dieser neuen Konstellation von mentalen und emotionalen Faktoren enthüllt sich auch die Welt für uns auf eine neue Art und Weise. So, on a micro level, we could say we have been through many different realms. Auf einer mikroskopischen Ebene können wir sagen, wir sind bereits durch viele verschiedene Bereiche gegangen. The realm of school, Wir sind durch den Schulbereich, of having to do homework. wo man Hausarbeit machen musste, Hausaufgaben lösen musste, Time for bed. Zeit ins Bett zu gehen. Put the light out. Mach das Licht aus. I already told you, put the light out. Ich habe es dir bereits gesagt, mach das Licht aus. Then later you can keep the light on. Später kannst du aber das Licht anlassen Laughing and joking with your friends. und mit deinen Freunden lachen und Scherze machen. Who's going to tell you to put the light on? Wer wird dir dann sagen, du sollst das Licht jetzt ausmachen? Oh, I'm fine, I don't care. Oh, mir geht's gut, es ist mir egal. I'm a lonely, autonomous entity. Ich bin eine einsame, autonome Entität. But don't you dare tell me what to do. Aber wage nicht, mir zu sagen, was ich zu tun habe. The freedom of the ego is this shimmering thing. It's not stable. Die Freiheit des Egos ist dieses schimmernde Etwas, was nicht stabil ist. So, I personally believe in these 6 realms. I'm sure I can go to different realms. Ich persönlich glaube an diese 6 Bereiche. Ich bin sicher, ich kann auch in diese Bereiche gehen. When I'm out in the country, I look at the cows. Wenn ich da draußen auf dem Land bin und ich schaue mir die Kühe an. In the summer, their tail is always going, trying to get rid of the fly. Im Sommer ist ihr Schwanz immer in Bewegung, weil sie versuchen, Fliegen loszuwerden. But the karma of the cow is that the tail is not long enough to get the fucking flies off their face. Aber das Karma der Kuh ist, dass ihr Schwanz nicht lang genug ist, um diese Fliegen, diese blöden Fliegen da aus dem Gesicht zu bekommen. Snorting. Und sie versuchen irgendwie durch Geräusche und sich schütteln, die loszuwerden. We get upset with one mosquito. Wir sind schon aufgebracht, wenn wir eine einzige Mücke hören. Get it out. Los raus hier. And the cow is stuck with this all the time, and these big horseflies, you know. Die Kuh hat mit denen die ganze Zeit zu tun, mit diesen Mengen von Fliegen, und das sind richtige Stechfliegen. And you look in the cow's eyes. Und du schaust in die Augen der Kuh. It's not like looking in a sheep's eye. Das ist nicht wie wenn du in die Augen eines Schafs schaust. So warmth through the cow's eye. Da kommt eine warme Ausstrahlung Or a horse. eines Pferdes. You think, oh, brother, sister, what are you doing here? Und dann sagen die uns eigentlich, Bruder, Schwester, was machst du hier? How did you end up in this body? Wie bist du denn in diesen Körper geraten? You are owned. Du bist Eigentum. We have
made some effort in some countries to end slavery. Wir haben einige Anstrengungen unternommen, in manchen Ländern wenigstens die Sklaverei zu But beenden. the slavery of animals is everywhere. Aber die Sklavenschaft des Tieres ist überall. The cow has feelings, Die Kuh hat Gefühle, has design. sie hat Begehren. When the calf is born, Wenn das Kalb geboren wird and then the farmer takes the calf from the mother, und wenn der Bauer dann das Kalb von der Mutter wegnimmt, the cry of the mother will break your heart. wird der Schrei der Mutter dein Herz brechen. The farmer is thinking about milk production. Der Bauer denkt über Milchproduktion nach. If the farmer was thinking about the cow as a cow, he wouldn't be able to do his job. Wenn der Bauer über die Kuh als Kuh nachdenken würde, wäre er nicht fähig, seinen Job zu machen. For the farmer, the cow is a means to an end. Für den Bauer ist die Kuh einfach ein Ding für einen Zweck. For the calf, the cow, the mother, is an end in itself. Und für die Kuh ist aber das Kalb ein Ding für sich selbst. It's a big difference. Ein großer Unterschied. And when we see everything in our world as a means to an end, Und wenn wir erkennen, dass alles in unserer Welt ein Mittel zum Zweck ist, as something objectifiable, als etwas, was objektivierbar ist, as something we can use, als etwas, was wir benutzen können, then we become degraded. dann werden wir entwertet. Or to put it another way, some new level of carapace, of shell, has covered our Buddha nature. Oder um es anders zu sagen, eine neue Ebene oder eine neue Schale, ein neuer Panzer hat unsere Buddha-Natur eingehüllt. I remember years ago going to a photography exhibition in London where there were photographs of the open mines in Africa and in Brazil. Ich erinnere mich, dass ich vor einigen Jahren eine Fotoausstellung besucht habe, in der man Bilder von den offenen Minen in Afrika und in Brasilien sehen konnte. They are black and white photographs. Schwarz-Weiß-Fotos Bodies were glistening from the sweat. und die Körper glänzten vor Schweiß. There was a very famous photographer, I forget his name, began with a B. Sebastian Sorgato. Yes. And at that time I was studying art, so I was kind of looking at them in terms of the formal composition and so on. Und das war ein sehr berühmter Fotograf, Sebastião Salgado, und er hat diese Fotografien angeschaut in einer Zeit, als er selber noch Kunst studierte und sie sozusagen im Sinne einer formalen Komposition betrachtete. My attention to the aesthetics of the photograph had made me insensitive to the actuality of the people living that fucking life. Und meine Beachtung der ästhetischen Aspekte der Fotos hat mich vielleicht unempfänglich gemacht für die tatsächlich gelebte Wirklichkeit dieses entsetzlichen Lebens. It's shocking Schockierend, that people are trapped in these situations. dass Menschen in solchen Situationen gefangen gehalten sind. But I'm not running down the road screaming and shouting. Aber ich renne ja nicht umher und schreie, Life goes on. das Leben geht weiter. There are so many horrors in this world. Es gibt so viele Horrorgeschichten in dieser Welt And life goes on. und das Leben geht weiter. We have a desensitization to suffering. Wir haben eine Desensibilisierung gegenüber Leiden. That's why in the Mayan tradition we take up the idea all sentient beings have been my mother in a previous life. Und das ist der Grund, warum in der Mahayana-Tradition wir diese Idee aufnehmen, dass alle fühlenden Wesen einmal unsere Mütter in einem vorangegangenen Leben waren. I have been born so many times in so many different situations that each and every sentient being has been my mother. Ich bin in so viele Male geboren worden, in so vielen verschiedenen Situationen, dass jedes und jegliches fühlende Wesen einmal meine Mutter war. She fed me, she cleaned me, she taught me to walk, to speak, and so on, whatever was the culture of that particular birth. Sie hat mich ernährt, sie hat mich sauber gemacht, sie hat mich
erzogen und mir beigebracht zu laufen und was zu sprechen, was immer die kulturellen Erfordernisse dieser Geburt waren. I owe her. Ich habe da eine Schuld. So the starting point in the Mahayana Buddhism, the Buddhism which includes all sentient beings, Das Startpunkt im Mahayana-Buddhismus, also der Art des Buddhismus, das alle fühlenden Wesen einschließt, starts from the position, I am in debt. beginnt oder geht von der Position aus, dass ich Schulden habe. I owe gratitude and kindness, not as theory, but as enacted. I owe this to all sentient beings. Ich schulde Dankbarkeit und Güte, und zwar nicht als Theorie, sondern als gelebte Erfahrung gegenüber allen Wesen. If you just get the feeling tone of that, Wenn du nur diese Gefühlstrennung davon mitbekommst, it washes out the sense of entitlement. dann wäscht das dieses Empfinden von Berechtigtsein hinweg. We see everywhere the power of entitlement. Und überall können wir die Macht dieses Berechtigtseins sehen. I can do that. Ich bin berechtigt, es zu tun. I should feel free to do that. Ich muss mich frei fühlen, das tun zu dürfen. I want to get a holiday home in Tenerife. Ich möchte mir ein Ferienapartment auf Teneriffa kaufen. And what's really good is the houses are cheap. Und was wirklich gut ist, die Häuser sind da sogar noch billig. Cheap if you're German, Sie sind billig, wenn du Deutscher bist, expensive if that's your home. aber teuer, wenn das dein Zuhause ist. Now there people are complaining we can't find homes for our children. Leute beschweren sich jetzt, dass sie keine Häuser für ihre Kinder finden können. But I work very hard for my money. Am I not entitled to have a holiday home? Aber ich arbeite ja sehr hart für mein Geld. Bin ich nicht berechtigt, ein Ferienheim zu haben? I work hard. I've saved the money. I should have it. Ich habe hart gearbeitet, ich habe Geld gespart, ich muss das haben. Their problems are their problems. Ihre Probleme sind deren Probleme. I'm going to the island in the sun to enjoy myself. Ich gehe auf die Insel, um mich selbst in der Sonne zu vergnügen. That means, by definition, I don't want to hear their sad stories. Und definitionsgemäß bedeutet das auch, diese ganzen traurigen Geschichten will ich gar nicht hören. Take your tears away and bring me Rioja. Nimm deine Tränen und bring mir Johann. That's a fairly normal way of thinking. So ist das. Das ist ein ziemlich normaler Gedankengang. So, what the Dharma teaching is saying, we are always already implicated. Our lives are already entwined with the lives of all living things. Und was aber die Dharma-Lehren uns bringen, ist zu sehen, dass wir immer schon bereits impliziert sind in allem, dass wir unser Leben mit allen lebenden Dingen verbunden ist. Do not turn your face away. Und dreh dein Gesicht nicht weg. Of course, nowadays everybody's scared of trauma. Nun, heutzutage hat jeder vor Trauma Angst. When I was a child, they just said, life's hard. Als ich Kind war, sagte man einfach, das Leben ist hart. The word trauma was never used. Der Begriff Trauma wurde nicht benutzt. The man who sold the newspapers in the shops near where I lived, Der Mann, der Zeitung in dem Laden verkaufte, in der Nähe, wo ich lebte, he had no nose. It had been taken off in the war. er hatte keine Nase, die wurde abgeschossen im Krieg. And I didn't want to look at him. Und ich wollte ihn nicht anschauen. My mother would say, hey, he was a soldier. Meine Mutter sagte, hey, er war ein Soldat. He got this defending you, so don't look at him as if he's ugly and horrible. Er hat das bekommen, indem er dich verteidigt. Also schau ihn nicht an, als ob er hässlich und fürchterlich wäre. But that was a story. Das war aber für mich eine Geschichte. What I saw was these holes in the head. Was ich sah, waren diese Löcher im Kopf. Fürchterlich. Me first. Ich zuerst. My feeling. Meine Gefühle. I don't want. Ich will nicht. This Dharma teaching is very, very challenging. Diese Dharma-Unterweisung ist sehr herausfordernd. Of course, we have to look at the other side, which is overwhelmed. Natürlich müssen wir auch die andere Seite anschauen, die überwältigt ist.
if you get overwhelmed by suffering, you collapse inside and you can't do anything. Wenn du vom Leiden überwältigt bist, dann kollabierst du intern und kannst überhaupt nichts tun. So in Buddhism, we're concerned with the middle way. Im Buddhismus geht es um den mittleren Weg. We need to be in contact, we need to participate, Wir brauchen den Kontakt, wir brauchen das Teilnehmen, but not be swept away. aber nicht fortgeschwemmt werden. Life is painful for Leben- many, many people, Das Leben ist schmerzhaft for für many viele, animals. viele Leute, viele Tiere. I will not forget, Ich werde sie nicht vergessen. and I will do what I can. Und ich werde tun, was ich tun kann. The main thing is the not forgetting. Die Hauptsache ist nicht zu vergessen. I also could be reborn in one of those places. Auch ich könnte wiedergeboren werden in einem dieser Plätze. I could find myself in a chicken shed. Ich könnte mich selbst in seinem Hühnerstall wiederfinden. All these chickens have been our previous mother. Alle diese Hühner waren unsere früheren Mütter. Now their beaks are taken off, Und jetzt werden ihre Schnäbel abgeschnitten, claws are taken off, Krallen werden abgeschnitten. can't move. Sie können sich nicht bewegen. We can remember this. Wir können uns daran erinnern. This is cruelty. Das ist eine Grausamkeit. But we don't just want to stay with the vibration of the emotion because that will very often be paralyzing. Aber wir wollen nicht einfach nur bei der Schwingung dieser Emotionen verweilen, denn das wird sehr oft auch eine lähmende Wirkung haben. So this brings us back to these three in the middle. Und das bringt uns zu diesen drei in der Mitte, The pig, zu dem Schwein. they're just chickens. Das sind bloß Schweine, das sind bloß Hühner. Only chickens. Nur Hühner. They've been eating chickens a long time. Wir haben Hühner schon immer gegessen. These things happen. Life's like that. Solche Dinge passieren. Leben ist so. Chicken farmers also have to eat, you know. Auch die Bauern, die Hühner züchten, müssen auch was zu essen kriegen. These chicken farmers, they need to get their children to school, buy them clothes, get them a present at Christmas. Diese Bauern müssen ihre Kinder füttern, müssen ihre Kinder in die Schule bringen, müssen ihnen Kleider kaufen, müssen ihnen ein Weihnachtsgeschenk kaufen können. This is the pig talking. Das ist das Schwein, das spricht. The farmers are cruel. Bauern sind grausam. Yes, they are cruel. Ja, sie sind grausam. Cruelty is part of life. Grausamkeit ist ein Teil des Lebens. If you don't know this by now, you better grow up. Wenn du das bis jetzt noch nicht verstanden hast, dann würdest du besser schnell erwachsen werden. That's not true. Und das ist nicht wahr. We choose to be cruel. Es ist unsere Wahl, grausam zu sein. Let's have lobster. Lass uns mal einen Hummer essen. Boil it alive. Das muss lebendig gekocht werden. Scratch, scratch, scratch. Ah, let me out. Und er versucht da irgendwie rauszukommen. Shut up, Mum. Scratch, scratch. Mama, halt die Klappe. Mum, you put me off my lunch. Ja, Mama, du hast meinen Lunch. This is where we see this mental obscurity. Das ist der Platz, an dem wir diese mentale Verdunklung sehen. The hypocrisy, all the tricksy ways we justify what we do. Die Scheinheiligkeit, die ganzen Tricksereien, mentale Art, wie wir unsere Handlungen rechtfertigen. Because like the rooster, I want to. Denn als Hahn wollen wir. I want more sex, I want more money, I want more power. Ich will mehr Sex, mehr Geld, mehr Macht. I must have it. Ich muss es haben. Because I want. I'm not concerned with the impact of my action on you. Weil ich das haben will, interessiert mich die Auswirkung meiner Handlung auf dich nicht. So that's something we can all reflect on. Und das ist etwas, was wir alle reflektieren können. It's not easy, Keineswegs einfach. but as we'll see, the text often saying the mind is like the sky. Aber wie wir sehen werden und was die Texte oft ausdrücken, ist, dass der Geist weit wie der Himmel ist. Don't try to make your ego self do what only your unborn awareness can do. Versuch also nicht, dass dein Ego selbst das tut, was eigentlich nur unsere ungeborene Bewusstheit bewirken kann. So, if you put it all on your own limited shoulders, you get blown away.
Wenn du das alles noch auf deine begrenzten eigenen Schultern versuchst zu schultern, dann wirst du weggeblasen. If we're going to have infinite love for infinite people or sentient beings, Wenn wir unendliche Liebe für unendlich viele lebende Wesen haben wollen, then we need to have an infinite source. dann brauchen wir auch eine unendliche Quelle. This is not the ego self. Und das ist nicht das Ego selbst. So that's what we'll be aiming for in these few days, is to see how the constriction of the ego self not only blocks wisdom, but blocks compassion. Und das ist das, was wir in diesen wenigen Tagen vielleicht ein bisschen anpeilen, zu sehen, wie die Einschränkung des Ego selbst nicht nur Weisheit blockiert, sondern auch das Mitgefühl blockiert. Okay. So we have a break for lunch now. Wir haben jetzt Mittagspause. Good. Okay. So here we have a little table that comes down to 3 legs at the bottom. Also hier haben wir zum Beispiel einen kleinen Tisch und der kommt sozusagen von unten aus seinen 3 Beinen heraus. It's a fairly stable structure, Das ist eine relativ stabile Struktur. but you can still wobble and shake. Aber man kann ihn immer noch wackeln und schütteln. So as a support for glasses of water and so on, Als Träger für diese Wassergläser und so weiter it's not so reliable. ist der nicht so verlässlich. In the Tibetan language, the word for the table as a support is ten. In der tibetischen Sprache ist der Ausdruck für einen Tisch als Träger Ten. Ten is something that something else can rest on. Also Ten ist etwas, worauf etwas anderes sich stützen kann. And the word that's used for our world, all that we know, these 6 realms and so on, Und das Wort, das für die Welt, wie wir sie kennen und für die 6 Daseinsbereiche und so weiter benutzt wird, is Dzogchen. ist Dzogchen. Jigpa means to fall apart or to be destroyed. Jigpa bedeutet so viel wie auseinanderbrechen oder zerstört werden. And ten means the place of the support. Und Ten bedeutet dann eben den Ort der Stütze. So we are living in the place where things fall apart. Mit anderen Worten, wir leben an einem Ort, an dem Dinge auseinanderfallen. It's a very interesting way of describing where you're situated. Das ist eine sehr interessante Art und Weise zu beschreiben, wo du eigentlich angesiedelt bist. But we can see from buildings, they require a lot of maintenance. Aber wir können das zum Beispiel an Gebäuden sehen, dass ja eine ganze Menge Erhaltungsmaßnahmen erfordern. And the variety of face creams available is incredible. Und die Mannigfaltigkeit von Gesichtscremen ist auch unvorstellbar. Imagine that you have to maintain your own face. Stellt euch vor, ihr müsst euer eigenes Gesicht aufrechterhalten. Also, pull everything back and look a bit younger. Natürlich kann man alles so ein bisschen zurückziehen und dann jünger aussehen. But you can't do very much else. Aber viel mehr kannst du auch nicht tun. We change, things fall apart. Wir verändern uns und Dinge fallen auseinander. So, in the Tibetan language, when they're talking about dependent origination, In der tibetischen Sprache, wenn von der Entstehung in Abhängigkeit gesprochen wird, the full title of it is On the Basis of This or With This Support, ist der volle Titel davon auf der Grundlage hiervon oder mit diesem als Träger in connection, in Verbindung things arise. entstehen oder erstehen Dinge. So, all arisings are on the basis of something else. Das heißt, alles, was ersteht auf der Basis von etwas anderem. And this basis is not secured. Und diese Basis ist nicht gesichert. As you're moving, So wie du dich bewegst, it's giving way. heißt das, dass sie auch nachgeben kann. If you imagine you're on a beach where there is fine sand, Wie das so auf einem Strand sein könnte, wo es einen sehr feinen Sand gibt.
put your foot on the sand, it kind of gives way under your foot. And then the next foot, and again, it's quite exhausting. Wenn du deinen Fuß auf den Sand stellst, dann gibt der Sand nach. Und dann stellst du den nächsten Fuß, das gibt wieder nach. Und das ist ziemlich anstrengend. If you're walking on the surface road outside, it's much easier. Wenn du auf dieser Straße hier draußen läufst, dann ist es viel einfacher. But our ground is not stable. Unser Grund ist aber nicht stabil. Not in terms of climate, not in terms of the world economy. Weder im Sinne von Klima noch im Sinne der Weltwirtschaft, Not in terms of our health, nicht im Sinne unserer eigenen Gesundheit of our connection. oder unserer Verbindungen. Very often people have children. Oft haben Menschen auch Kinder. Children grow up Kinder werden erwachsen. and they get on with their lives. Dann leben sie so ihr eigenes Leben And they don't contact the parents so much. und sie kontaktieren die Eltern nicht allzu viel. The job of supporting the children is finished. Die Aufgabe, die Kinder zu unterstützen, ist zu Ende. The children find new support. Die Kinder finden eine neue Stütze And the parents are abandoned, und die Eltern werden aufgegeben. which is sad for many families. Und das ist für viele Familien traurig. We both want to be employed, we want to be connected, we want to be useful, Wir wollen beschäftigt sein, verbunden sein, nützlich sein. but we don't want to be abused or exploited. Wir wollen aber nicht missbraucht oder ausgebeutet werden. So how do we find the right balance? Wie finden wir also die rechte Balance? I have become myself Ich bin zu mir selbst geworden, on the basis of the help of many people. auf der Grundlage der Hilfe von vielen anderen Leuten. My parents, my school teachers, Meine Eltern, meine Schullehrer, even the school teachers I didn't like. sogar auch die Lehrer, die ich nicht mochte. Somehow I learned something from them, Irgendwie habe ich von denen auch was gelernt. which allowed me to go on and learn other things. Und das erlaubte mir dann fortzufahren und andere Dinge zu lernen. When I was in university, I studied social anthropology. Als ich dann an der Universität war, habe ich soziale Anthropologie studiert, Which I discovered was largely nonsense. und entdeckte dabei, dass es weitestgehend Unsinn war. Because I had already been in India by that time, Denn zu dieser Zeit war ich bereits in Indien gewesen and I came across Buddhist teachings und ich begegnete auch buddhistischen Unterweisungen and also Hindu teachings. und auch hinduistischen Unterweisungen. And they opened up more felt sense of how the world is than academic study in university. Und diese Unterweisungen haben mehr einen Sinn dafür, einen empfunden, gelebten Sinn dafür geöffnet, wie die Welt ist, als die akademischen Studien an der Universität. Because academic life is thinking about. Denn das akademische Leben handelt in erster Linie von dem darüber nachdenken. It's a kind of second order analysis. Das ist sozusagen eine Analyse zweiter Ordnung. In anthropology, the aim for participant observation. In der Anthropologie zieht man auf eine teilnehmende Beobachtung hin. One of my tutors in the university, he had spent quite a long time with a tribe of Australian Aborigines. Eine meiner Tutoren an der Universität hat eine ziemlich lange Zeit mit den australischen Aborigines verbracht. He was a small man with a very big beard, Er war ein kleiner Mann mit einem sehr großen Bart and he used to get very angry und er pflegte sehr zornig zu werden. and wave his hand around. If I had a spear! Und wenn er zornig wurde, dann schüttelte er seine Hand und schrie, wenn ich nur ein Speer hätte. Clearly, he had felt very alive out in the Australian wilderness with these people.
Offensichtlich hatte sich da in der australischen Wildnis lebendig gefühlt. Now he's in a Scottish university in the cold and the rain and having to mark essays. Und jetzt befand er sich an einer schottischen Universität mit der Kälte und mit dem Regen und seine Aufgabe war, Aufsätze zu benoten. And if you're in Scotland, you can't live like an Australian Aborigine. Wenn du aber in Schottland bist, kannst du einfach nicht wie ein australischer Aborigine leben. But what I started to see is, in Scotland you could live as a Buddhist. Und was ich dann begann zu sehen, dass es aber möglich wäre, in Schottland als Buddhist zu leben. That is to say, although in Tibetan Buddhism there are many outer forms, there are robes to wear and hats to wear, bells to ring and so on, none of these are essential. Damit soll gesagt sein, dass es, obwohl es im tibetischen Buddhismus viele äußere Anzeichen gibt, wie bestimmte Roben zu tragen, bestimmte Insignien zu tragen, bestimmte Hüte, bestimmte Dinge wie Glocke und so weiter zu läuten, nichts davon ist wirklich wesentlich. So on the basis of needing to earn money, Auf der Grundlage der Tatsache, dass man Geld verdienen muss, I could come back from India after many years and continue with the practice and Buddhist understanding while finding a way to earn some money. konnte ich zurückkommen nach vielen Jahren Indien und fortsetzen mit meiner eigenen Praxis und mit meinem eigenen buddhistischen Verständnis und trotzdem auch einen Weg finden, Geld zu verdienen. It wasn't an either or. Es ging nicht um ein Entweder-Oder. And the more we can integrate Dharma in the flow of our lives, Und je besser wir den Dharma in den Fluss unseres eigenen Lebens integrieren können, the more the insight of Dharma can pervade every aspect of how we experience the world. desto stärker kann die Einsicht des Dharma jeden Aspekt unseres gelebten Lebens in der Welt durchdringen. So, on the basis of having a practice which is situationally specific, Auf der Basis eine Praxis zu haben, die situationell spezifisch ist, I can achieve many things inside that frame, kann ich innerhalb dieses Rahmens viele Dinge erreichen. but if that frame cannot be sustained through time, Aber wenn dieser Rahmen nicht durch Zeit aufrechterhalten werden kann, then I will lose access to manifesting my skills. dann werde ich den Zugang dazu verlieren, die Möglichkeit zu haben, meine Fähigkeit zu manifestieren. For example, in Britain, the percentage of the population in prison who had been in the army is quite high. Zum Beispiel der Prozentsatz der Menschen, die sich im Gefängnis befinden und die vorher in der Armee waren, ist ziemlich hoch. And the percentage of people with major mental health problems who had been in the army is quite high. Und auch der Prozentsatz der Menschen, die mentale Gesundheitsprobleme haben und zuvor in der Armee gewesen sind, ist ziemlich hoch. Military life is not like ordinary life. Das militärische Leben ist nicht wie das gewöhnliche Leben. Everything is simplified in the military. Im Militär wird alles vereinfacht. You obey the orders. Du gehorchst einfach auf die Befehle. You don't have to think for yourself. Du musst nichts für dich selber entscheiden. You have to do what you're told. Du musst tun, was dir gesagt wird. Then you come out into a world where there are not so many rules. Und dann kommst du raus in eine Welt, in der es nicht so viele Regeln gibt. You can do what you like, Du kannst tun, was du willst. but you might lose touch with what you like. Aber es kann sein, dass du Kontakt verlierst mit dem, was du magst. All intense environments are like that. Alle intensiven Umgebungen sind so geschaffen. So, on the basis of being in a particular situation, Auf der Grundlage, in einer bestimmten Situation zu sein, which has an intense life of its own, und die hat ein intensives Leben in sich, the transition into another life may be quite difficult. kann der Übergang in ein anderes Leben ziemlich schwierig sein. That is to say, if your activity
generates an identity which feels like the whole of you, dann in Worten, wenn deine Aktivität eine Identität erschafft, die sich anfühlt, als wäre es sozusagen alles, was du bist, and then you can no longer manifest this activity, und du kannst dann nicht länger diese Aktivität manifestieren, then your identity starts to collapse. dann beginnt deine Identität zu kollabieren. In many countries in Western Europe, the heavy engineering has finished. In vielen westeuropäischen Ländern ist der schwere Maschinenbau eigentlich am Ende. People who work in the coal mines and steel works and so on lose their jobs. Oder auch schwere Industrie überhaupt. Leute, die in Kohlebergwerken oder in Stahlschmelzen gearbeitet haben, haben ihre Jobs verloren. These jobs were hard, Diese Jobs waren hart and they developed a lot of camaraderie in the team. und es wurde dort viel Kameradschaft im Team entwickelt And then the job is gone. und dann ist der Job weg. And that whole approach to life is gone. Und dieser ganze Zugang zum Leben ist dann auch verloren. And the young people are coming up and wanting to be entrepreneurs. Und die jungen Leute kommen dann raus und wollen dann Unternehmer sein. It's a completely different cultural orientation. Das ist eine völlig andere kulturelle Orientierung. You can see there are a lot of mental health problems now. Und deswegen kann man auch eine Menge mentale Gesundheitsprobleme sehen. For a few people, being an entrepreneur is great. Für einige wenige Leute ist das Unternehmensleben oder Unternehmerleben großartig. But I don't know in Germany, but in Britain, a lot of school children have mental health problems now. Aber ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in England haben viele Schulkinder schon mentale Gesundheitsprobleme. So the world is very open. Die Welt ist sehr offen. You can do what you like, be what you like. Du kannst tun, was du magst. Mach, was du willst. It's up to you. Das liegt bei dir. Freeing for some, terrifying for many. Das ist für manche befreiend, für viele erschreckend. You can't just join the local factory. Du kannst nicht einfach in die lokale Fabrik dich einstellen lassen, The factory is closed. denn die Fabrik ist geschlossen. And in the factory, there were all kind of jobs. You could be 60 years of age and still brushing the floor. Und in der Fabrik gab es eine Menge verschiedener Jobs. Du konntest 60 Jahre alt sein und immer noch den Fußboden kehren. You didn't get so much money, Du bekamst nicht so viel Geld, but you were part of the team. aber du warst ein Teil des Teams. I remember being in Poland shortly after the liberation, the shift away from the Communist Party. Ich erinnere mich, in Polen gewesen zu sein, kurz nach der Befreiung, also nach dem Wegbrechen des Kommunismus dort. And I was talking to a man aged about 35, Und ich sprach da mit einem Mann, der ungefähr 35 Jahre alt war. and he had been an electrician in a state company. Er war ein Elektriker in einem Staatsunternehmen. You go to work, you come home, whether there was a lot of work to do or a little bit of work to do, anyway, your money is coming through. Du gingst arbeiten, dann kamst du nach Hause. Und ob du jetzt viel zu tun hattest oder wenig zu tun hattest, die Bezahlung kam immer. So he knew about power systems and wiring and so on. Er konnte also diese Kraftstromsysteme und Verdrahtung und so weiter, das kannte er alles. But he didn't know how to sell himself. Aber er wusste nichts davon, wie man sich selbst verkauft. He lived inside the shell of the big state company. Er lebte sozusagen innerhalb dieser Schale eines großen Staatsunternehmens. So I give these examples to offer a sense of what dependent origination means. Ich biete all diese Beispiele an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Entstehung in Abhängigkeit bedeutet. On the basis of certain economic formations being available when you become a young adult, you go forward and take that up as your career. Auf der Grundlage gewisser ökonomischer Formierungen, die gerade zu deiner Zeit verfügbar sind, als ein junger Erwachsener, machst du deinen Weg und entscheidest dich für eine bestimmte Art von Karriere. But after some time, it changed. Aber nach einer gewissen Zeit verändert sich das alles. It's not what you knew. Und das ist nicht das, was du gekannt hast. If you have a car now and you take it to the garage for this checkup,
Wenn du ein Auto hast und heute das in eine Werkstatt bringst, um eine Untersuchung zu machen. Before, the guy in the garage had oil all over his hands. Früher war es so, dass die Burschen da in der Werkstatt überall Öl verschmiert rumliefen. No, he has a little computer and he's checking the car on the computer. Jetzt hat er einen kleinen Computer und checkt das Auto in seinem kleinen Computer. That's a hell of a change for an engineer. Das ist eine verdammt große Änderung für einen Ingenieur. From hands-on to hands-on. Von sozusagen Hand drauflegen zu Hände weg. So, oh, something's damaged, we have to buy the whole part. Take the part out of the box and put it in the car, job done. Oh, da ist irgendwas beschädigt. Wir müssen das ganze Teil rausholen, kaufen ein ganzes neues Teil, tun das da rein und dann ist die Aufgabe erledigt. The modern system is very efficient Das moderne System ist sehr effizient and the engineer is made stupid. und der Ingenieur wird dumm gemacht. All the mechanical knowledge is irrelevant. Das ganze mechanische Wissen ist eigentlich unerheblich. So we can see this everywhere. Wir können das überall sehen. Formations which arose due to causes and circumstances Das sind Formierungen, die auf der Grundlage von Ursachen und Umständen aufkamen, are altered. werden verändert. Not because they were intrinsically bad, Nicht, weil sie innewohnend schlecht waren, but because of other factors. sondern aufgrund anderer Faktoren. Again, it may not apply in Germany, but in Britain, many companies that used to produce clothes in Britain closed down because it's cheaper to import from China. Vielleicht ist es hier nicht der Fall, aber in England in jedem Fall ist es so, dass viele kleinere Unternehmen, die normalerweise in England Kleidungsstücke produzierten, geschlossen haben, weil es einfach billiger ist, in China produzieren zu lassen. And now in the local Primark and these cheap shops, you get a T-shirt for 5 euros. Und jetzt kriegst du in einem lokalen Supermarkt oder lokalen Läden ein T-Shirt für vielleicht 5 Euro. So if it gets a tear, throw it away. Und wenn es dann reißt, dann schmeißt du es eben weg. This creates a terrible state of redundancy for the needle and the thread. Das erschafft einen furchtbaren Zustand von Überflüssigkeit für Nadel und Faden. They used to be our great friend. Sie waren einmal unsere großen Freunde. Very often I had to stitch my little tent together. Sehr oft musste ich mein kleines Zelt zusammennähen. Changes. Das hat sich verändert. What you know becomes useless. Was du weißt, wird nutzlos. So this is a huge amount of instability, Das ist ein enormes Maß an Instabilität a great anxiety. und eine große Furcht. We're going to live longer. Wir werden länger leben, But where will I live? aber wo werden wir denn leben? Who will look after me? Wer wird nach mir schauen? I quite like to come to retreats and we are like a group. Ich mag es, in Retreats zu kommen und ich mag Gruppen. But if I'm in an old folks' home and we're all sitting in a circle looking at the party, Aber wenn ich dann in einem Altersheim bin und wir sitzen alle im Kreis und alle schauen auf den Teppich, not so nice. nicht so schön. Are you an old person too? No. Why are you here then? Only to be your company. Man schaut seinen Nachbarn und fragt, bist du denn hier? Bist du auch ein alter Mensch? Wenn der sagt nein, dann fragt er, warum bist du dann hier? I used to visit my mother when she was in Scotland in an old folks' home, and she would say, James, why am I here? Als er seine Mutter in seiner Institution besuchte in Schottland, dann fragte sie ihn manchmal, James, warum bin ich eigentlich hier? I said, oh, because you need some nurses to help you. Und dann sagte er, weil du einfach Pflegepersonal brauchst, das dir hilft. She said, I used to cook for you. Und dann sagt sie, aber ich habe doch für dich früher gekocht. I don't need a nurse. Ich brauche doch kein Pflegepersonal. I'm going out to the shops. Ich gehe zu den Läden. She had a little thread for walking. Und da hatte sie seinen Roller da zum Laufen. Poor old mum. Alte
rote Arme. Your body is gone, the body you knew. Der Körper, den du kanntest, ist weg. Your world is gone. Die Welt, die du kanntest, ist weg. The reason she started to go into care, Der Grund, warum sie in seine Fürsorgeeinrichtung ging, because some guys came to check the roof. denn war, dass irgendjemand kam, um das Dach zu überprüfen. They brought a ladder, did something. Und sie haben diese Leiter da gebracht und haben irgendwas gemacht. She paid them a big check. Und sie hat ihm dann einen großen Scheck ausgestellt. And they came back the next week Dann kam sie nächste Woche, and did the same. macht das Gleiche. Then my brother looked and said, hey, there's a lot of money. What did they do? Und dann guckte mein Bruder auf diese Rechnung und sagte, oh, das ist aber wirklich eine Menge Geld. Was haben die denn eigentlich gemacht? And they didn't do anything. Sie haben gar nichts gemacht. And there again you see dependent origination. Und auch hier kannst du wieder die Entstehung in Abhängigkeit sehen. On the basis of an old person who was starting to get easily confused, Auf der Grundlage einer alten Person, die auf einfache Weise in Verwirrung geriet. some people will see a situation to exploit and others will see a situation to help. Wenn manche Leute eine Situation erkennen, die sie ausnutzen können, und andere werden eine Situation erkennen, wo sie helfen können. Depends on your luck, what you encounter. Das hängt von deinem Glück ab, wem du begegnest. So dependent in origination or dependent arising means that there is no autonomous system inside ourselves which is directing our whole existence. Unabhängiges Entstehen bedeutet, dass es kein autonomes System, kein Selbst gibt, das das sozusagen unterstützt. No, on one hand you could say, well, we all know this. This is not very interesting. Auf der einen Seite können wir sagen, wir wissen das ja alles, das ist ja nicht sehr interessant. It's obvious we don't make our own shoes and so on. Es ist ja offensichtlich, dass wir nicht unsere eigenen Schuhe herstellen und so weiter. But what we tend to continue with is a sense, I am me, I am myself. Aber womit wir fortzusetzen pflegen und dazu neigen, ist zu glauben, ich bin mein Selbst. And I feel that my sense of self belongs to me. Und ich habe das Gefühl, dass mein Ich-Empfinden auch mir gehört. But as we were looking this morning, in my interaction with you, if you're friendly, if you're unfriendly, that will affect how I feel. Aber wie wir heute Morgen schon angeschaut haben, in diese Wechselwirkung mit euch, wird mein Empfinden, wie ich mich fühle, abhängen davon, ob ihr freundlich oder unfreundlich zu mir seid. Das wird mich beeinflussen. So if you smile at me, the wave goes up. Wenn ihr mich anlächelt und die Welle geht hoch, And if you look angrily at me, the wave goes down. wenn ihr ein bisschen wütend auf mich schaut, dann geht die Welle wieder runter. So am I, my ego identity, am I a little cork on the top of the water going up and down with the events? Bin ich, also meine Ego-Identität, ein kleiner Korken, der auf der Welle der Ereignisse rauf und runter hüpft? Is it something happening to me, Ist es etwas, was mir geschieht? or is it me? Oder bin ich das? When I'm happy, I'm happy. Denn wenn ich glücklich bin, bin ich glücklich. The happiness is me. Das Glück, das bin ich. It's not something I have. Das ist nicht etwas, was ich habe. And if you upset me and I feel afraid or sad, Und wenn ihr mich aufbringt und ich fühle mich erschrocken oder traurig, or when I say I am sad, wenn ich sage, ich bin traurig, the sadness pervades me like the mist this morning was filling the valley. dann durchdringt mich diese Traurigkeit, so wie der Nebel heute das Tal durchdrungen hat. Sadness manifests me. Es ist die Traurigkeit, die mich manifestiert. How I manifest into the world is through the sadness. Wie ich mich in die Welt hinein manifestiere, ist durch die Traurigkeit. So is the sadness an add-on, like a patch stitched onto a jacket? Ist also diese Traurigkeit ein Zusatz, wie etwa ein Flicken, das man auf diese Jacke drauf nähen kann?
Or when I'm sad, am I just sad? Oder wenn ich traurig bin ich dann vielleicht einfach nur traurig. Don't worry, James, it'll get better. Mach dir keine Sorgen, James, das wird schon besser. The answer to this is fuck off. Die Antwort ist verpiss dich. I'm sad. Let me be bloody sad or I'm not angry. Ich bin traurig. Lass mir einfach traurig sein. Ich bin zornig. Relativizing it, adjusting it, thinking about it is a kind of violence to the fact I'm sad. Das zu relativieren oder zu versuchen, das irgendwie anzupassen, irgendwie zu verändern, ist eine Gewalttat gegenüber der Tatsache, ich bin einfach traurig. But the implication of being sad is then I'm like one of these islands in the Pacific. Aber die Implikation dieses Traurigseins ist, dass ich wie so eine Insel im Pazifik bin. Well, it's very nice. The sea is all around. Es ist sehr hübsch, die See umgibt die Insel. I live on an island in the sea. Ich lebe auf der Insel in der See, But the sea is getting nearer to me. aber die See kommt mir immer näher. The level of the sea is going up, Das Seelevel ist steigend and there are many islands that are becoming uninhabitable. und es gibt viele Inseln, die unbewohnbar werden. Because when the sea really comes in, you can't be there. Und wenn die See wirklich das überschwemmt, kannst du dort nicht sein. For some people, when the sadness comes in, Manche Leute, wenn diese Traurigkeit aufsteigt, they can't be there. können sie dort nicht sein So they commit suicide. und sie begehen Suizid. This is unendurable. This is unbearable. Das ist unerträglich, das kann man nicht aushalten. I can't be me if I feel like this. Ich kann nicht ich sein, wenn ich mich so fühle. So we know these things about life. We can experience them. We see them in other people's faces. Wir wissen diese Dinge über das Leben und wir können sie erfahren und wir können sie in den Gesichtern anderer sehen. We see them in ourselves. Und wir sehen sie in uns selbst. I'm not who I thought I was. Ich bin nicht, wer ich dachte zu sein. My life is not the way I thought it would be. Mein Leben ist nicht so, wie ich dachte, es werde so sein. I am dependently arising. Ich bin abhängig entstanden oder am Entstehen. On the basis of this, that arises. Auf der Grundlage von diesem jenes steht. I'm not arising out of me. Wir stehen nicht sozusagen aus mir heraus. I'm not a free, autonomous agent. Ich bin kein freies, autonomes Agens. I'm dependent. Ich bin abhängig. For example, if you go to a modern dance performance, Zum Beispiel, wenn du eine moderne Tanzvorführung anschaust, the soloist comes on, dann kommen Solos auf. and modern dance is very physical, very gymnastic in orientation. Und moderner Tanz ist sehr körperlich, sehr gymnastisch in seiner Orientierung. So they're dancing for 5 minutes. Dann tanzt man da für 5 Minuten. Amazing. Erstaunlich. What a dancer. Was für ein Tänzer. What is invisible is thousands of hours of practice. Was unsichtbar ist, sind die tausenden Stunden von Übung. Damaged feet, damaged ankles, Beschädigte Füße, beschädigte Knöchel. all kind of problems, amenorrhea and so on, difficulties with menstruation, which arise from starving to be the right weight and so on. Viele Probleme, ausbleibende Menstruation, Probleme, die einfach mit dem Hungern eigentlich einhergehen, das gemacht wird, um das richtige Gewicht zu haben. Their wonderful skill arises on the basis of all these other things. Und ihre wunderbare Kunst entsteht auf der Grundlage all dieser anderen Dinge. Amazing. This invisible effort. Erstaunlich, diese unsichtbare Anstrengung. They are dancers on the basis of going to classes starting when they're 5 years of age. Sie sind Tänzer auf der Grundlage dessen, Unterricht genommen zu haben, vielleicht im Alter von 5 Jahren. Worrying, am I going to be too tall? Und sich Sorgen machen, werde ich vielleicht zu groß werden. Worrying, are my breasts going to grow too big?
sich Sorgen machen, wird meine Brust vielleicht zu groß werden? There's a lot of anxiety with young dancers Ja, junge Tänzer haben eine Menge Ängste. because on the basis of how I look, the teacher will say, it's not for you. Denn auf der Grundlage dessen, wie ich aussehe, wird der Lehrer vielleicht sagen, das ist nichts für dich. But I want you. Aber ich will doch. I'm good at dancing. Ich bin gut beim Tanzen. Dancing is my life, Tanzen ist mein Leben. not for you. Nicht für dich. I know many dancers. I hear this story. They're so sad Ich kenne viele Tänzer und ich habe all diese Geschichten gehört. Die sind so traurig. because there's nothing the person can do. Denn da ist nichts, was die Person tun kann. Because the frame or the entrance door into that career won't fit for them. Denn der Eintritt oder die Eingangstür für diese Art von Karriere passt nicht zu ihnen. Because it's predisposed, it's pre-organized, looking for a particular formation. Denn sie ist sozusagen vorbestimmt, vororganisiert in der Ausschau nach einer bestimmten Formierung. So, dependent arising is a critique of our delusion that we are autonomous subjects. Dieses Thema Entstehung in Abhängigkeit ist also eine Kritik an der Täuschung, dass wir autonome Subjekte sind. It's my life. Es ist mein Leben. I'm going to live it my way. Ich werde es auf meine Weise leben. Nein, The world is a big place and people can be very unkind. die Welt ist ein großer Ort und Leute können sehr unfreundlich sein. When I used to hitchhike a lot, Früher bin ich viel getrampt. so many times the drivers grabbing my leg and squeezing my knee, and I'm saying, don't do that. So viele Male haben die Fahrer dann meine Beine gegriffen, meine Knie gedrückt und ich sagte immer, mach das nicht. Luckily, due to my long training with fighting with my brother, I was quite good at bending thumbs. Glücklicherweise aufgrund meines langen Trainings des Kämpfens mit meinem Bruder war ich ziemlich gut dabei, Daumen zu verbiegen. But I could see how vulnerable you would be. Aber ich konnte sehen, wie verletzlich man eigentlich sein könnte. I'm free, I'm on the road, I'm hitchhiking, but you get into a vehicle, you don't know who the person is. Ich bin frei, ich trampe, ich reise auf die Weise, aber dann kommst du in ein Fahrzeug und weißt nicht, wer der Fahrer ist. In order to feel free, you have to be a bit stupid. Um sich frei zu fühlen, musst du auch ein bisschen dumm sein. So, dependent origination is you take your place in the world with circumstances. Und abhängiges Entstehen bedeutet, deinen Platz in der Welt in Zusammenarbeit mit den Umständen einzunehmen. Now, luckily, from the Dharma point of view, we say we follow the middle way. Möglicherweise würden wir vom Standpunkt des Dharma sagen, wir folgen dem mittleren Weg. We want to work with circumstances. Wir wollen mit den Umständen arbeiten. We don't want to deny that there are circumstances, Wir wollen nicht leugnen, dass es Umstände gibt, because how the world is definitely part of our life. denn wie die Welt so ist definitiv ein Teil unseres Lebens. But nor do we want to be under the power of circumstances. Aber wir wollen auch nicht unter der Macht von Umständen stehen. This is why one of the many reasons why war is so terrible, Das ist eines der Gründe, warum Krieg so furchtbar ist. because war brings very oppositional black and white thinking. Denn der Krieg bringt auch ein sehr zugespitztes Schwarz-Weiß-Denken. You're either on this side or that side. Du bist entweder auf der Seite oder auf der Seite. But because the factors operating in the field are complex, Da die Faktoren, die da in dem Feld wirken, komplex sind, and because we are complex, und wir selbst sind ja auch komplex, we have to work out how we, in our seeming individuality, are going to survive in particular situations. müssen wir für uns in unserer scheinbaren Individualität herausfinden, wie wir mit den Umständen übereinstimmend überleben können. So, in dependent origination, in the short form in Tibetan, is tenjung, depending on support. Der Begriff
im Tibetischen abhängiges Entstehen in seiner Kurzform ist Tenjung, das heißt das Abhängen von der Stütze. And this stands in a kind of counterpoint to Rangjung, arising from itself, self-arising. Und das ist sozusagen im Kontrapunkt zu dem Begriff Rangjung, das aus sich selbst erstehen. So in terms of our mind and our mental functioning, Im Sinne von unserem Geist und unseren mentalen Funktionen. everyone in this room has their own skill base, knowledge base. Haben alle in diesem Raum ihre eigene Wissensgrundlage und Kenntnisgrundlage. And this has been developed through your progress through life as you. Und das entwickelte sich durch unser Fortschreiten, durch unser Leben als wir selbst, with your consciousness. mit unserem Bewusstsein. So I'm going to make a distinction now between dualistic consciousness and non-dual awareness. An dieser Stelle werde ich jetzt eine Unterscheidung treffen zwischen dualistischem Bewusstsein und nicht-dualer Bewusstheit. Consciousness is our mental capacity Bewusstsein ist unsere mentale Kapazität, to engage with an arising experience and apprehend it in a way which allows us to engage with it. uns sozusagen auf eine aufkommende Erfahrung einzulassen und sie in einer Art und Weise zu begreifen, die uns eben auch uns darauf einlassen erlaubt. In Tibetan, and the reason I'm indicating some of these Tibetan terms because Tibetan is a language formed through Dharma, so it's much more precise than our European languages are in describing these things. Ich benutze diese tibetischen Begriffe oder zeige sie hier, weil Tibetisch eine Sprache ist, die durch den Dharma geformt wurde und in dieser Hinsicht präziser ist als westeuropäische Sprachen. So, this word is Nampa Shepa. Wir haben hier also dieses Nampa Shepa. Nampa means something, Nampa bedeutet hier ein Etwas, what we might call an item, was wir ein Ding nennen könnten. and Shepa means to know. Und Shepa bedeutet Wissen, zu wissen. It's knowing things. Also ist das Bewusstsein Nampa Shepa die Dinge wissen. These could be mental things. Es könnten mentale Dinge sein. I know I'm tired, I know I'm hungry. Ich weiß, dass ich müde bin, ich weiß, dass ich Hunger habe. It could be even less formed. It could be, I know I'm not very happy, but I don't know why. Es könnten auch weniger ausformulierte Dinge sein, zum Beispiel zu wissen, zu sagen, ich weiß, ich bin nicht sehr glücklich, aber eigentlich kann ich nicht sagen, warum. So there could be some nebulous feeling. I don't feel quite right these days. I don't know why. Es könnten auch ziemlich nebulöse Sachen sein, zu sagen, ich fühle mich nicht so recht wohl diese Tage, aber ich weiß eigentlich auch nicht, warum. There is me and something about me. Da bin ich und da ist etwas über mich. And I'm thinking about what does this mean. Und ich denke darüber nach, was das alles bedeutet. So consciousness gives you something to think about, or is the way with which we approach the world in terms of having something to think about. Das ist, Bewusstsein ist sozusagen etwas, was uns etwas zu denken bereitstellt. Oder mit anderen Worten, es ist ein Weg, etwas zum Nachdenken über die Welt zu haben. So we can all say things like, oh, I feel a bit hot, or I feel cold. Wir können alle Dinge sagen, wie, oh, es ist mir ein bisschen heiß oder ein bisschen kalt. According to the traditions, each of our senses has its own consciousness. Und gemäß der Tradition sagt man, dass jedes unserer Sinne auch noch ein eigenes Bewusstsein hat. So that consciousness is like the farm laborer, the worker. Huh? Dieses Bewusstsein ist dann jeweils wie ein Farmarbeiter, Bringing the potatoes out of the ground into the back of the truck.
der zum Beispiel die Kartoffeln aus dem Boden ausgräbt und auf die Ladefläche des Lastwagens schmeißt drive it into the factory. und sie dann in die Fabrik fährt. Each of these 5 senses is taking raw materials, Diese 5 Sinne nimmt diese Rohmaterialien, slightly prepared, dann ein bisschen vorbereitet, because the potato is taken out of the ground, put in a sack. denn die Kartoffeln sind ja schon raus aus dem Boden und werden in den Sack geworfen. But then the 6th consciousness, the one that's monitoring these 5 sense consciousnesses, that's like the factory. Und dann das 6. Bewusstsein, das ist dasjenige Bewusstsein, das die Tätigkeit der 5 anderen Bewusstseinsaspekte überwacht, ist ein bisschen wie die Fabrik. It's going to process the raw material Das wird dann die Rohmaterialien verarbeiten and generate a product. und ein Produkt generieren. So you can make potato chips, you can do all sorts of things in a kannst dann- factory. Kann in diese Fabrik dann Chips aus den Kartoffeln machen oder alle anderen möglichen Dinge. So events happen, Ereignisse finden statt, some pain is in the body, irgend so ein Schmerz im Körper, this is delivered to the factory. das wird der Fabrik ausgeliefert. This gives rise to the product of complaining. Und das erzeugt dann das Produkt Beschweren. Hey Robert, my back's really bad again. Robert, mein Rücken ist wirklich wieder schlecht. So he said, have you been to the doctor? Dann sage ich zu ihm, warst du schon beim Arzt? Oh, I'll go later. Oh, ich werde später gehen. We know especially men don't go to their general doctor quickly enough. Wir wissen, dass Männer insbesondere nicht schnell genug zu ihrem Allgemeinarzt gehen. So the consciousness that this is a symptom, this is a sign something is wrong, can be discounted. Sodass das Bewusstsein, dass das ein Symptom ist, ein Zeichen, dass irgendwas falsch ist, kann einfach beiseite gelegt werden. So it's not a deterministic situation. Ist also keine deterministische Situation. You have some leeway of interpretation, ascribing significance or non-significance to the event. Du hast also einen gewissen Spielraum, Interpretationen zuzuschreiben, so dass entweder Bedeutsamkeit oder Unbedeutsamkeit zugewiesen wird. I don't like my boss. Ich mag meinen Chef nicht. Why don't you change your job? Warum gehst du nicht in eine andere Arbeit? The pension plan is good and the holidays are not so bad. Nun, der Pensionsplan ist gut und die Ferienregelung ist ziemlich gut, But you're always complaining about your boss. aber du bist immer dabei, dich zu beschweren über deinen Chef. Yeah, that's horrible. But anyway, the pension's good. Ja, das ist wirklich furchtbar, aber wie auch immer, die Bezahlung ist gut. That's why life is quite difficult. Das ist der Grund, warum das Leben ziemlich schwierig ist. Because the thing about consciousness is it can have many different takes or many different interpretations of the same situation. Denn das Problem mit dem Bewusstsein ist, dass es bezüglich auf die gleiche Situation viele verschiedene Auffassungen, Interpretationen haben kann. It formulates responses Und es formuliert dann Reaktionen as possibilities. als Möglichkeiten. I could, I could, I could. Ich könnte das, ich könnte dies, But it doesn't know which would be best. aber es weiß nicht, was wäre das Beste. So many people experience a lot of anxiety about their physical health, about the future, about being a parent, about how to speak to a teenage child, and so on. Viele Leute erfahren eine Menge Ängste in Bezug auf ihre eigene Gesundheit, in Bezug auf die Zukunft, in Bezug darauf, wie man eigentlich gut ein Elternteil ist und wie man mit seinem Teenagerkind richtig sprechen soll und so weiter. What would be the right thing to do? Was wäre das Richtige zu tun? Maybe there's no right thing. Vielleicht gibt es kein richtiges Ding. You do what you can, and then you have regrets. Du tust, was du kannst und dann hast du vielleicht Reue. So that's consciousness. Das ist Bewusstsein. Basic structure, I know something, or I am conscious of something. Die grundlegende Struktur hier ist, ich weiß etwas oder ich bin mir etwas bewusst. So, to bring it to meditation, Um das zur Meditation zurückzubringen, you're sitting in a practice, du sitzt in einer Praxis and you keep getting caught up in whatever's arising.
Und du fährst fort, sozusagen, dich zu verheddern in dem, was da aufkommt. Into a thought, into a feeling, into a sensation. Da ist ein Gedanke, da ist ein Gefühl, da ist eine Sinnesempfindung. Something is happening. Irgendwas geschieht. So that takes us back to this wheel of life Und das bringt uns zurück zu diesem Lebensrad and our three friends in the middle, und besonders unsere 3 Freunde in der Mitte especially the pig. und insbesondere das Schwein. The pig is reification, making things real. Das Schwein ist die Verdinglichung, das Machen von Dingen real. It is, Es ist, what is it? was ist es? It is, Es ist, what is it? was ist es? You have this sense of existence, Du hast ein Empfinden dafür, dass etwas existiert and then, well, what is it that exists? und dann fragst du dich, was ist es denn, was existiert? So, you're saying a thought arises in your practice? In der gleichen Weise, ein Gedanke kommt in deine Praxis auf. It is. Er ist. Something has happened. Irgendwas ist geschehen. What was that? Was war das? It's very quick. Das geht sehr schnell. These thoughts, unbelievable. Diese Gedanken sind unglaublich. So quick. So schnell. What was I thinking? Was dachte ich gerade? Maybe it was important. Vielleicht war es ja auch noch wichtig. So that's why the instruction is don't go after past thoughts. Und deswegen lautet ja die Unterweisung, gehe vergangenen Gedanken nicht nach, You will never catch it. denn du wirst sie nie ergreifen. Thoughts are quicker than the thinker of the thought. Die Gedanken sind schneller als der Denkende der Gedanken. You're always chasing the thought, Du bist immer dem Gedanken hinterherjagend. manufacturing more thoughts about the thought. Und dann produzierst du mehr Gedanken über den Gedanken. If you watch a crime program on the television, Wenn du einen Krimi im Fernsehen schaust, there's a crime. dann gibt es irgendwie ein Verbrechen. Criminal's gone, Der Verbrecher ist verschwunden but a lot of people arrive. und eine Menge Leute kommen. 2 detectives, 1 sergeant, 1 constable. 2 Detektive, ein Sergeant, ein Gemeiner, The police surgeon, der Polizeichirurg, newspaper people trying to break in. die Zeitungsjournalisten versuchen auch noch an Ort zu sein. So this is your mind. Das ist dein Geist. The criminal has gone. Aber der Verbrecher ist weg. The crime is committed. Das Verbrechen ist bereits begangen. My God, there's been a terrible distraction. Meine Güte, da war eine schreckliche Ablenkung. Who is responsible? Wer ist verantwortlich? It's happened. Das passiert einfach. If you let it be, it's already gone. Wenn du es sein lässt, ist es bereits weg. Can't catch it. Du kannst es nicht fangen. Consciousness wants to catch. Aber das Bewusstsein möchte fangen. Consciousness is the knower. Bewusstsein ist der Wissende. I know something. Ich weiß etwas. Therefore, I want to know. Und deswegen will ich auch wissen, Why does this happen? warum geschieht das? On the other hand, although the thought arose very quickly, it didn't vanish in the darkness. Auf der anderen Seite, obgleich der Gedanke sehr schnell aufgekommen ist er nicht einfach in der Dunkelheit verschwunden. There was a very fine registering of color or shape or mood, however it announced itself. Da war ein sehr feines Registrieren von Farbe, von Gestalt, von Stimmung, wie auch immer sich dieser Gedanke annonciert hat, angekündigt hat. A bit like if you're driving in the car and you look in the mirror, you can see, but you can't look at it and think what's happening. You have to kind of, oh, the car coming up behind me very fast. Das ist ein bisschen wie wenn man mit dem Auto fährt und in den Rückspiegel schaut. Du kannst ja nicht die ganze Zeit auf den Rückspiegel schauen und darüber nachdenken, was du da siehst, sondern du musst das auf eine andere Art und Weise sehen, dass da plötzlich von hinten ein sehr schnelles Auto ankommt. There's a kind of immediate revelation. Da ist eine Art von unmittelbarer Enthüllung. So this is what's called awareness, of what we are calling awareness. Und das ist das, was als Bewusstheit bezeichnet und wir als Bewusstheit bezeichnen. In Tibetan this is Rigpa, Tibetisches Wort dafür ist Rigpa. or in Sanskrit Vidya.
Sanskrit Vidya. And its opposite is Maripa, non-awareness. Das Gegenteil davon ist Marikpa, die Unbewusstheit. So this is the beginning of all the movements of samsara, not knowing. Diese Unbewusstheit ist der Anfang aller Bewegungen von Samsara. And therefore imagining. Also nicht wissen und daher sich vorstellen. Imagining you can find the knowable. Nämlich sich vorzustellen, dass du das zu Wissende finden kannst. That's a dualistic consciousness. Das ist das dualistische Bewusstsein. Awareness doesn't grasp. Bewusstheit hält nichts fest. It doesn't impede the flow of experience. Die Bewusstheit behindert nicht den Fluss der Erfahrung. Maybe you're on holiday by the sea, Vielleicht bist du in Ferien am Meer, sitting on the beach, the sun is going down, du sitzt am Strand, die Sonne geht gerade unter, you hear children playing, Kinder spielen, all sorts of things are going on. viele verschiedene Dinge passieren. You're on holiday. Du hast Ferien, It's not your responsibility. das ist nicht deine Verantwortung. You're not trying to work out what's going on. Du versuchst nicht herauszufinden, was da vor sich geht. Just noises are coming and going. Einfach irgendein Lärm, der kommt und geht. Light is sparkling on the water. Das Licht glitzert auf dem Wasser Flowing through, flowing through, flowing through. und das fließt hindurch und wieder fließt und fließt. The question what doesn't arise. Und die Frage, was, kommt überhaupt nicht auf. You might say, how beautiful. Es könnte sein, dass du sagst, wie schön. And if your friend then says, well, in what way is it beautiful? Und wenn dann dein Begleiter sagt, ja, und auf welche Weise ist das wunderschön? I'd say, oh, you need more alcohol. Dann kann man sagen, du brauchst mehr Alkohol. Campari in the sunset's very good. Du brauchst Campari im Sonnenuntergang. Dann kriegst du es. Because if you're trying to make sense of something that doesn't need it, Denn du versuchst, Sinn mit etwas zu finden, was es nicht braucht. you're trying to work something out, Du versuchst, was herauszuarbeiten. or you're appreciating it. Oder aber stattdessen, du würdigst es. You take the first mouthful of food, Du nimmst deinen ersten Bissen des Essens, and you receive it, you appreciate it, du empfängst es, du würdigst es, you give space for the flavors to unfold, du gibst den Geschmäckern Platz, sich zu entfalten. I don't know what it is, but it's pretty good. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist ziemlich gut. I don't need to know what it is. Ich muss es auch nicht wissen, was es ist. I'm here for the taste. Ich bin hier für den Geschmack. I'm not a chef. Ich bin nicht der Chef. I don't need to know. Ich muss es also nicht wissen. Just give me more. Gib mir mehr. So awareness is revelation of the whole. Bewusstheit ist also eine Enthüllung oder Offenbarung des Ganzen. I feel the sand, Ich fühle den Sand, I hear the sound, ich höre die Klänge, I see the colors, ich sehe die Farben, I see the last warmth coming of the sun coming on my face. ich fühle die letzte Wärme der Sonne auf meinem Gesicht. I'm receptive, Ich bin empfänglich, I'm not analyzing. analysiere nicht. I am the site of the revelation of this. Ich bin sozusagen der Ort, der Sitz der Enthüllung, der Offenbarung von diesem. All this is revealed to me, through me, as me. Und all das wird für mich, durch mich, als ich enthüllt. And it's revealed in that third point as me, because I'm not fragmenting the field into I see this, I hear this. Und der dritte Punkt, dass es als mich enthüllt wird, geschieht, weil ich das ganze Feld nicht in Fragmente zerteile, dass das sozusagen dass es für mich als dies oder das erscheint. Sadly, these moments are fairly rare in our lives. Traurigerweise sind diese Augenblicke ziemlich selten in unserem Leben. The intrinsic beauty and completion
of the all, the whole, die innewohnende Schönheit und Vollständigkeit von allem, vom Ganzen, is hidden from us because we're trying to work out what is going on. wird vor uns verborgen, weil wir uns versuchen herauszuarbeiten, was denn so vor sich geht. We've turned a mystery or something wondrous to be open to Wir haben ein Mysterium oder etwas Verwunderliches, etwas, dem gegenüber wir offen sein könnten, into a problem to be solved. verwandelt in ein Problem, das zu lösen ist. We know that modern science, with its fixation on research and the replicability of research and the replicability, hopefully, of honest results, focuses the attention on problems. Und wir wissen, dass die moderne Wissenschaft mit ihrem Fokus auf Forschung und auf die Wiederholbarkeit von Resultaten, auf die Wiederholbarkeit von hoffentlich ehrlich gewonnenen Resultaten sozusagen einfach die Neigung hat, alles in ein Problem zu verwandeln. So once you have one thing, Sobald du aber ein Ding hast and that thing is leading to another independent origination, und dieses eine Ding führt zu einem anderen in wechselseitiger Abhängigkeit, there is a movement set up into the system. dann wird in diesem System eine Bewegung in Gang gesetzt. And this generates the endless work of making sense of things. Und das generiert diese endlose Arbeit, aus den Dingen irgendeinen Sinn zu machen. So you've got a copy of the thing I wrote describing the stages of this process. Und ihr habt eine Kopie von dem, was James Darwin beschrieben hat, in dem die Stufen dieses Prozesses beschrieben werden. It's probably more useful to read it on your own than for me to go through it because it becomes very technical and you have to track the moves and better to do that sitting by yourself. It's not difficult to understand, it's just quite complicated. Es ist wahrscheinlich besser, es selbst zu lesen, statt dass er da jetzt durch die Details geht und dann sich dann in mit diesen technischen Begriffen verwickelt hier. Denn das ist zwar nicht schwer zu verstehen, aber es ist kompliziert. It's, in the modern sense, multifactorial. In einem modernen Sinn ist das einfach multifaktoriell. For example, for many, many years, children with diagnosed as having autism had a terrible time. Zum Beispiel für viele Jahre hatten Kinder, die eine Autismusdiagnose hatten, eine furchtbare Zeit. Because there was not much clarity of understanding of the nature of autism. Denn da gab es nicht viel Klarheit oder Verständnis für die Natur vom Autismus. And people were looking for a simple reason. Und Leute hielten nach irgendeiner einfachen Ursache Ausschau. So from psychoanalysis came the idea it's due to poor quality parenting. Und von der Psychoanalyse kam dann die Idee auf, dass das alles nur verschuldet ist durch eine schlechte Behandlung durch Eltern, also schlechtes Erziehen oder Großbringen durch Eltern. The inability of the mother in particular to connect with her child Und insbesondere aufgrund der Unfähigkeit der Mutter, sich mit dem Kind zu verbinden. has caused the child to drift off, Und das hat verursacht, dass das Kind einfach wegdriftet. like someone on a little dinghy throwing a rope to somebody on the pier. So wie das mit einem kleinen Boot ist, dem von dem Steg ein Seil zugeworfen wird. And they don't catch the rope. Und sie haben das nicht geschafft zu fangen. And the little boat drifting off. Und das kleine Boot, das driftet dabei. And the child gets more disturbed. Und das Kind wird immer verstörter. They can't be comforted. Es kann nicht getröstet werden. A lot of children were exposed to a non-treatment
for a misdiagnosed condition. Viele Kinder wurden für eine Nichtbehandlung sozusagen behandelt oder mit einer Nichtbehandlung behandelt wegen einer falschen Diagnose. Nowadays, we're more able to say, oh, there are many factors which can generate patterns of the many symptoms which we put in under the heading of autism. Und heutzutage ist ein viel stärkeres Verstehen, dass es sehr viele Faktoren gibt, die eine Vielfalt von Symptomen generieren können, die wir insgesamt dann in diese Kategorie Autismus packen. The diagnosis is not enough. Eine Diagnose ist nicht genug. The diagnosis doesn't tell you what to do. Eine Diagnose sagt dir nicht, was zu tun ist. You have to pay attention to the phenomena. Du musst sozusagen die Phänomene selbst beachten. In each person, so with the so-called diagnosis of autism, has their own unique pattern of how this presents for them. Und jede Person mit diesem sogenannten Autismus hat das einzigartige Muster, wie sich dieses für sie selbst präsentiert. That is to say, you have to be with the person, Dann in Worten, du musst mit der Person zusammen sein and they show. und dann zeigen sie es dir. It's not hidden, they show. Es ist nicht versteckt. They got like sudden noises, or the chairs have been moved in the room, or whatever it would be. Das zeigt sich einfach, das ist nicht versteckt. Sie mögen vielleicht bestimmte Geräusche nicht oder wenn Stühle im Raum bewegt werden oder was immer es ist. Sie zeigen das. So the rush to diagnosis is not helpful. Das heißt, diese Eile, etwas zu diagnostizieren, ist nicht hilfreich. Nor are you like a squirrel taking bits of information and building up a huge reading. Also der Wissende, das ist wie ein Eichhörnchen, das irgendwie kleine Brocken von Wissen zusammenträgt und dann daraus eine große Interpretation macht. Rather, this is complex patterning Das ist eher ein komplexes Musterbilden with multiple triggers, mit vielfachen Auslösern with varied manifestation. und mit einer mannigfachen Erscheinungsform. So you have to be with it, Das heißt, du musst damit zusammen sein. be present with it. Du musst darin gegenwärtig sein. So this is an outer example of the quality of awareness. Und das ist ein äußeres Beispiel für die Qualität von Bewusstheit. We're trusting the revelation of the immediacy of what's occurring, Wir vertrauen auf die Enthüllung der Unmittelbarkeit dessen, was erscheint. and that means there is no implicit demand that you do anything. Und das bedeutet, dass darin keinerlei Anforderung impliziert wird, dass wir irgendetwas tun müssen. That being with is often enough. Dieses damit Zusammensein ist oft genug. Because if you're being with somebody Wenn du mit jemandem bist, who is troubled der Schwierigkeiten hat, but doesn't have a trouble, dann hat diese Person nicht Schwierigkeiten. there's nothing wrong with them. Da ist nichts an ihnen falsch. They're troubled. Sie sind einfach verstört. And if you're not troubled by their trouble, Wenn du nicht durch ihr Verstörtsein verstört bist, then they might be less troubled. dann kann es sein, dass sie auch etwas weniger verstört sind. That's not enormously complicated. Das ist nicht enorm kompliziert. But if you react to their trouble Wenn du aber auf ihre Schwierigkeiten reagierst and worry about it, und dir Sorgen machst, your capacity to receive, or rather to provide a space within which this trouble could show and dissolve, dann is wird, diminished. dann wird deine Befähigung zu empfangen und einen Raum bereitzustellen, in dem sich diese Verstörtheit zeigen kann, verringert. So we'll take a break in a short while, but before then I want to finish the description of dualistic consciousness. Wir werden in einem kurzen Moment eine Pause machen, aber bevor wir das machen, möchte ich gerne meine Beschreibung des dualistischen Bewusstseins beenden. So here, outside
the description of the 6 realms, there are 12 steps or stages. Hier außerhalb dieser Darstellung der 6 Daseinsbereiche gibt es einen weiteren Weg und der enthält 12 Schritte sozusagen, 12 Stufen. They're called nidanas in Pali and Sanskrit. Also in Sanskrit oder Pali heißen die Nidanas. Up here, we see a blind person. Da oben das erste Glied sozusagen, diese Reihenfolge, da sehen wir eine blinde Person. The gender is a bit indeterminate. Das Geschlecht ist etwas unbestimmt. My teacher said it should be a blind old woman Mein Lehrer sagte, es sollte eine alte, blinde Frau sein, because the feminine stands for wisdom. denn das Feminine steht für Weisheit. So it's the blinding of wisdom. Es ist also das Blenden oder Geblendetsein der Weisheit. And they're old Und alt sind sie auch, because they've been in this state for a long time. denn sie waren in diesem Zustand für lange Zeit. It's not something sudden and fresh. Das ist nicht etwas, was jetzt plötzlich und frisch aufgetreten ist. We get used to not seeing clearly. Wir sind daran gewohnt, nicht klar zu sehen. So you look before, if you don't see clearly, you imagine. Wie wir zuvor schon angeschaut haben, wenn du nicht klar sehen kannst, dann stellst du dir etwas vor. So although she's blind, it doesn't mean nothing is happening for her. Und obgleich sie also blind ist, bedeutet das nicht, dass nichts für sie passiert. The space of not knowing is filled with imagining. Der Raum des Nichtwissens wird angefüllt mit Vorstellungen. And of course, imagining is a form of creativity. Natürlich, das sich vorstellen ist eine Form von Kreativität. If you're an architect, you can imagine how a space for living could be developed in the space that's available. Wenn du ein Architekt bist, könntest du die Vorstellungskraft haben, dir vorzustellen, wie ein Lebensraum innerhalb des verfügbaren Raumes entwickelt werden könnte. You can draw it out and then you can check it, and the possibility is to bring it forth. Und wenn du das dann skizzierst, dann kannst du das genau anschauen und die Möglichkeiten, die darin enthalten sind, darstellen. So this is the second stage, which is depicted by a potter. Und das ist die zweite Stufe, die wird dargestellt durch einen Töpfer. And the potter is using a wheel. Töpfer benutzt natürlich eine Töpferscheibe. The kind of wheel that Indian potters use. It's a very big wheel, about this broad and heavy wood. And there's a lump of clay in the middle, which is really high. It's 50, 100 kilos of clay. Und das ist die Art von Töpferscheibe, wie sie in Indien benutzt wird. Es ist ein sehr großes Rad, sehr große Scheibe und auch dick und sehr schwer. Und auch der Ton darauf ist wirklich ein großer Klumpen, hoch und schwer, 100 Kilo vielleicht. And they have a big pole to begin with, and pushing it around to get it started. Und die haben da so eine Stange, mit der sie das Rad zunächst einfach antreiben, damit es überhaupt anfängt, sich zu drehen. More and more, it's getting faster and faster. Und dann wird es schneller und schneller And it's building up momentum. und baut ein Momentum, einen Impuls auf. It's a kind of, it's sucking you in to do something with it. Und das saugt dich förmlich hinein, etwas damit zu tun. And beside the potter is a little pot of water. Und neben dem Töpfer steht ein kleiner Topf mit Wasser. Put their hands in the water and go to the top. And then just putting the fingers in, making a little cup. Und sie stecken ihre Hände ins Wasser und dann gehen sie zu dem oberen Teil des Tons und stecken da ihre Finger rein und schon ist eine Tasse da. So here is a big clay mountain mother. Da ist also die große Mutter des Tons da And the little baby clay cup. und ein kleines Baby, eine Tasse. And the potter is also trained as a midwife. Und der Töpfer ist auch geübt als Hebamme.
It takes a little very thin knife, cuts it off. Und hat ein sehr dünnes Messer und ist die Tasse abgeschnitten. Now there is a cup. Und jetzt gibt es eine Tasse. The clay became a cup, and it's just a cup. Der Ton wurde zur Tasse und jetzt ist er bloß eine Tasse. It's separated from the mass. Es ist von der Masse des Tons getrennt. So this is the key thing. While it's with the clay, it's potential. Das ist der Schlüsselpunkt hier. Während der Ton zusammenhängt, ist es nur ein Potenzial. And if it wasn't coming in a very good shape, because it's quite soft, you can just hold it against this fast turning mass and it goes back, smears itself around, and then you try again. Und wenn das zufällig nicht in einer sehr guten Form rausgekommen ist, weil der Ton relativ weich ist, kannst du dann einfach deine flache Hand dagegen halten und dann verschmiert sich das automatisch mit diesem Berg von Ton und dann kannst du es wieder versuchen. So here you have the movement from potential to the birth of something. Hier hast du also die Bewegung von dem Potenzial hin zur Geburt von etwas. Something apart, something separate. Etwas, was getrennt ist, was separiert ist. Just like cutting the umbilical cord. Es ist so wie das Durchtrennen der Nabelschnur. It's a kind of irreversible moment, Es ist ein unumkehrbarer Augenblick. which brings with it a naming. Und das bringt mit sich dann auch eine Benennung. It's a cup. Das nennen wir dann eine Tasse. It's a shape of wet clay. Es ist eigentlich die Form eines nassen Tons. It's a cup. Nein, es ist eine And Tasse. when you say it's a cup, you're kind of legalizing or making official this is a separate entity. Und wenn du dann sagst, das ist eine Tasse, dann ist es so, als würdest du es legalisieren oder offiziell machen, dass das eine getrennte Entität ist. Just as in the Christian tradition, baptism validates the existence of a person with a soul. So wie in der christlichen Tradition die Taufe die Existenz einer Person mit einer Seele validiert. 150 years ago, death of babies in childbirth was very high, and mothers too. 150 Jahre zuvor war die Sterblichkeit im Kindsbett von Müttern und Kindern sehr hoch. So it was a question whether you should baptize soon after birth or not. Das heißt, dann entsteht die Frage, sollte man taufen ganz schnell nach der Geburt oder nicht? When does something become something? Wann wird etwas zu etwas? The image that came in my mind was my mother baking some biscuits. Das Bild, das in meinem Geist aufkam, war meine Mutter, die irgendwelche Kekse buk. Kitchen is full of smell. Die Küche ist voller Gerüche, The oven door is opened. die Ofentür ist geöffnet, They come out on their little wire rack. sie kommen aus dem Ofen auf diesem kleinen Drahtgeflecht raus. This hand is arising. Diese Hand, die steht da, kommt da in die Richtung, They're not ready. sie sind aber noch nicht fertig. Mama, We have to wait for the blessing before we have this. wir müssen noch die Segnung abwarten, bevor wir die Kekse haben können. Because it's about ripeness. Es ist etwas, was die Reife betrifft. If you've ever made a cheese souffle, Wenn du jemals einen Käseauflauf gemacht hast, you need to be quite a skilled midwife for that. dann muss da eine geschickte Hebamme dafür sein. Especially can it survive a first incision? Insbesondere kann es einen ersten Einschnitt überleben. Or just. Anyway, it tastes okay. Also nicht Auflauf, sondern ein Soufflé. Natürlich, es kann kollabieren, aber okay, der Geschmack ist in Ordnung. So this is important in terms of separation. Das ist wichtig in Bezug auf die Trennung. And if you've had children or been around small children, the whole process of the baby being able to form a bond with the parent and then to separate from the parent is so important. Und insbesondere wenn du Kinder hattest oder viel mit Kindern zu tun hattest, weißt du, dass der ganze Prozess, erstmal eine Verbindung mit den Kindern aufzubauen und dann der Prozess der Trennung von den Eltern und Kindern ist ein sehr wichtiger Prozess. Cutting of the cord is a physical separation.
Das Durchschneiden der Nabelschnur ist eine physische Trennung. The naming is a cognitive separation Das Benennen ist eine kognitive Trennung, because the name is pointing to an isolate, a separate entity. denn der Name verweist auf ein Isolat, auf eine getrennte Entität. But the baby is completely dependent Aber das Kind ist ja vollständig abhängig on mother's milk, mother's smell, and so on. abhängig von Muttermilch, von Geruch der Mutter. It's not even that the baby is bonding with the mother. The baby is just inseparable from the mother. Man kann nicht einmal sagen, dass das Kind eine Verbindung zu der Mutter aufnimmt, sondern das Kind ist untrennbar von der Mutter. So, the English psychoanalyst Donald Winnicott said, "There's no such thing as a baby." Und der englische Psychoanalytiker Donald Winnicott sagte, es gibt kein solches Ding wie Baby. You don't see babies. Du kannst Babys nicht sehen. You see baby mothers. Du siehst Babymutter. Baby and mother go together. Baby und Mutter gehören zusammen. In the old days, unmarried mothers might leave their baby outside the church. In den alten Tagen haben unverheiratete Mütter das Baby vielleicht außerhalb der Kirche hingelegt. But if nobody finds it quickly, it will die. Wenn es aber nicht jemand schnell findet, dann wird das Baby Baby sterben. Baby has no capacity for temperature control or anything like that. Das Baby hat keinerlei Fähigkeiten, Temperatur zu kontrollieren oder sonst irgendwas. So the process of movement towards autonomy takes some time. Das heißt, dieser Prozess, sich auf Autonomie hinzubewegen, braucht Zeit. But the baby is being considered, being thought about as someone before it is actually functioning as someone. Aber Babys werden als jemand betrachtet und sozusagen behandelt, lange bevor sie tatsächlich als jemand funktionieren können. Does that seem to fit with your experience? Geht das mit eurer Erfahrung überein? So the space of being separate is prepared before your mind can enter into it. Das heißt, der Raum für die Trennung wird vorbereitet, bevor dein Geist diesen Raum tatsächlich betreten kann. Oh, we prepared this room for the baby. Oh, wir haben dieses Zimmer für das Baby vorbereitet, eingerichtet. Baby's not looking around and thinking, God, what a color combination. Das Baby schaut sich nicht umher und denkt, meine Güte, was ist das denn für eine Farbzusammenstellung? Once again, my karma's brought me barbarian parents. Schon wieder hat mein Karma mir barbarische Eltern gebracht. So this is the process of the separation. Das ist also der Prozess der Trennung. And then we have a monkey in a tree, Und dann haben wir einen Affen im Baum. which is how the consciousness manifests through the senses. Und das ist die Art und Weise, wie sich das Bewusstsein durch die Sinne manifestiert. Maybe at first it's quite oral, quite connected with the mouth and of course with the nose. Am Anfang ist das Baby sehr oral orientiert und verbindet sich mit dem Mund und mit der Nase. And gradually spreads out through the five senses Und allmählich kann es sich sozusagen über die 5 Sinne ausbreiten. with the consciousness scampering around like a monkey in a tree, going out through one sense, then from another, building up composite pictures of what's going on. Und mit einem Bewusstsein, der durch die verschiedenen Sinne herumhüpft wie ein Affe im Baum und allmählich die verschiedenen Sinneseindrücke zusammenbaut, um einen Eindruck davon zu haben, was vor sich geht. We know that the muscles in the neck of babies are quite weak, Wir wissen, dass die Nackenmuskulatur beim Baby ziemlich schwach ist and at first they can just look away, und am Anfang können sie eigentlich nur wegschauen. and then they start to be able to turn away. Und dann allmählich werden sie dann fähig, auch wegzudrehen. You want to put something in their mouth, Wir wollen was in ihren Mund stecken, dann drehen sie den Kopf weg. why they don't like that? Warum sie das nicht mögen, wissen wir. Other babies like it. Andere mögen es. Somehow this baby is announcing, not for me. Irgendwie kündigt das Baby an, dass es nicht für dieses Baby geeignet ist. We often hear parents say, oh, this baby is quite a difficult eater. Dann hören wir die Eltern sagen, oh, dieses Baby ist ein schwieriger Esser. We don't say,
probably in a previous life they worked for Michelin, going around testing restaurants. Be satisfied with the quality of your preparation. Wir sagen dann nicht, dass wahrscheinlich das Baby im vorigen Leben ein Essensprüfer für Michelin war und verschiedene Restaurants durchprobiert hat und jetzt mit der Qualität der Nahrung hier ziemlich unzufrieden ist. Babies is living in a field of sensory stimuli. Die Babys leben in einem Feld von sensorischen Stimuli. And the variable potency of their senses is being activated and deactivated according to the interface with the stimuli. Und die variablen Potenzen ihrer Sinne werden aktiviert und deaktiviert entsprechend den verschiedenen Stimuli. So again, there you see a dependent origination. Wieder können wir hier abhängiges Entstehen sehen. If in your house chilies are a main part of cooking, Wenn in deinem Haus Chilis einen großen Anteil am Kochen haben, it produced the child to chilies very early. dann wirst du die Chilis auch in den Speiseplan der Kinder früh einführen. If you don't cook with chili, you think, why would you give that to a child? It's very strong. Wenn du selber nicht mit Chilis kochst, warum solltest du das einem Kind geben? Das ist ja stark. So the topology, the changing shape of the sensory world the baby encounters is to quite a large extent modified by the parents' prejudice and habits. Also wird die Topologie oder die Gestalt der Erfahrungslandschaft des Babys sehr stark moduliert durch die Vorurteile und Vorlieben der Eltern. And then in the next image, there are 5 men in a boat, or 5 people in a boat. Und dann im nächsten Bild sind 5 Männer in einem Boot. And there is somebody steering the boat. Und dann gibt es noch jemanden, der das Boot steuert. So here you have the depiction of the 5 consciousnesses with the mental consciousness directing them. Hier haben wir da eine Darstellung der 5 Sinnesbewusstseinsaspekte mit dem 6. Bewusstsein, das sie gewissermaßen ausrichtet. And then it continues around through the 12 stages, Und dann geht das weiter mit den 12 Stufen which lead old age, sickness, and death. und schlussendlich hinauf zu Alter, Krankheit und Tod. And then consciousness moves into a next life. Und dann bewegt sich das Bewusstsein zu einem nächsten Leben. The basis of consciousness is non-material. Die Grundlage für das Bewusstsein ist nicht materiell, It's very strongly linked with the material formation. ist aber sehr stark verbunden oder verknüpft mit der materiellen Formierung. But if it was entirely identified with the material formation, when the material body dies, consciousness would end. Aber wenn es vollständig mit der materiellen Formierung identifiziert wäre, würde es dann sterben, das Bewusstsein dann sterben, wenn der Körper stirbt. So this is an area, you could say, of belief. Das ist nun jetzt ein Gebiet, von dem man sagen könnte, es ist eine Frage des Glaubens. It's not a dogma that you have to believe, Es ist kein Dogma, das du glauben musst. but a great deal of the Buddhist understanding will make more sense. You have the idea that this life, this formation is not the totality of your potential. Aber ein großer Teil des Verstehens des Buddhismus wird davon abhängen, dass du die Idee hast, dass dieses Leben, diese Formierung nicht das gesamte Potenzial, das totale Potenzial von dir darstellt. Our potential is gathered by the shaping of the field it manifests in. Unser Potenzial wird zusammengebracht durch die Formung des Feldes, in dem es sich manifestiert. The language or languages you hear when you're a small baby. Durch die Sprache oder die Sprachen, die du hörst, während du kleines Baby bist. That is to say, we come into formation out, Dann wir kommen in die Formierung hinaus. which makes the focus of our attention my embodied being in the world, interacting with the forms of the world.
Und das macht den Fokus meiner Beachtung oder Aufmerksamkeit etwas in der Welt, in der Interaktion mit der Welt. But our potential can also manifest internally. Aber unser Potenzial kann sich auch intern manifestieren. So, for example, when we did this basic shamatha meditation, bringing our attention to the sensation on the nostrils and then being attentive to staying with that and not being distracted. Zum Beispiel, als wir diese grundlegende Shamatha-Meditation gemacht haben, also unsere Aufmerksamkeit auf die Empfindung an den Nasenflügeln gebracht haben und dann aufmerksam mit dem, was sich dann zeigte, blieben, ohne uns ablenken zu lassen. We become more aware of the life of the mind, Wurde uns das Eigenleben des Geistes mehr bewusst. which is not the same as the life of the ego. Und das ist nicht das gleiche wie das Leben des Egos. So much is occurring that I don't plan. Es entsteht so viel, was ich gar nicht plane. So, as we're open through meditation to all the many different experiences which can arise, Wenn wir uns also durch Meditation gegenüber den vielen, vielen Erfahrungen öffnen, die aufkommen können, how could this vast potential have just suddenly started and go to nothing? wie konnte dieses unglaubliche, riesige Potenzial plötzlich angefangen haben und dann zu nichts reduziert werden? The basis of the potential is the ground or the source of the movement of mental formations. Die Basis für das Potenzial liegt in dem Grund oder in der Quelle all dieser Bewegung der Erscheinung. But this is precisely what we don't know. Aber das ist exakt das, was wir nicht wissen. So with the first of these 12 stages, this blind old person Die ersten der 12 Stufen mit dieser blinden Person, is not in touch with how it is. diese ist nicht in Berührung, in Kontakt mit dem, wie es ist. And they imagine. Stattdessen stellt sie sich etwas vor. They imagine small. Und sie stellt sich was Kleines vor. I'm me. Nämlich, ich bin ich. I'm myself. Ich bin mein Ich. I'm not you. Ich bin nicht du. I'm not like you. Und ich bin nicht wie du. This is a big world. Das ist aber eine große Welt. And I'm a small person. Und ich bin eine kleine Person. So I have to be careful. Also muss ich vorsichtig sein. What's occurring is experience through the senses. Was da erscheint, ist also eine Erfahrung durch die Sinne. These experiences are not being embraced. All this is the field of my potential. Und diese Erfahrungen werden aber nicht umfangen als das Feld meines Potenzials. Instead of which I'm focusing on what I take to be me. Stattdessen konzentriere ich mich auf das, was ich für mich selbst halte. When I was a child, I was very shy. Als ich Kind war ich sehr scheu. And my poor mother would always be encouraging me to do things. Und meine arme Mutter hat mich dann immer ermutigt, Dinge zu tun. We would go on a holiday and put some mat down on the sand up in Scotland. Wir fuhren in Ferien und im Sand in Schottland wurde dann eine Matte ausgerollt. My mom would say, go and play with the children. Und meine Mutter sagte, komm, geh doch, spiel doch mit den Kindern. You come, Mom. Du kommst mit, Mama. No, I'm tired. I'm just sitting on the sand. Nee, ich bin müde, ich sitze nur im Sand. You go and play. Du gehst und spielst. I don't want to go and play. Ich will aber nicht gehen und Would spielen. you go and play if I came with you? Würdest du spielen gehen, wenn ich mit dir mitkomme? Yes. Ja. Good old Mom gets up, walks over. Und da, Here they are. What's your name? Oh, this is Jimmy. You want to play with Jimmy? Yes. Okay. I leave you here, Jimmy. Mom. That is kind of anxiety. Who am I?
Also das illustriert diese Ängstlichkeit. Wer bin ich? to step out. They will make of me what they will. Hinauszusteigen und hinauszutreten und zu wissen, die werden sowieso aus mir machen, was sie wollen. Maybe they won't like me. Vielleicht werden sie mich nicht mögen. Maybe they will say, now we play football. Werden sie sagen, oh, jetzt spielen wir Fußball. So, belonging, not belonging, it's a very tricky area. Zu gehören, nicht dazu gehören, ist eine trickreiche Sache. So our potential is vast. Unser Potenzial ist weit. And our capacity to ignore and limit and block the flourishing of our potential is great. Aber unsere Fähigkeit, das zu ignorieren und die Fähigkeit des Potenzials aufzublühen, zu blockieren, ist groß. If you think of how many doors have been opened in front of you in your life and you didn't go through them. Wenn du darüber nachdenkst, wie viele Türen in deinem Leben offen gewesen sind und du bist nicht durch sie hindurchgetreten. Incredible. Unglaublich. Some reservation, some hesitation, Irgendein Vorbehalt, irgendeine Zögerlichkeit, afraid of others, being insecure in yourself. sich vor anderen fürchten, sich in sich selbst unsicher fühlen. So in this image with these five senses, the mental consciousness steering the boat is trying to avoid danger. Und in diesem Bild mit den 5 Bewusstseinsaspekten und dem mentalen Bewusstsein, das das Boot steuert, das versucht eben diese Gefahren zu umschiffen. But very often, of course, as we know, the challenges through which doors in ourselves would open, that we would find new competencies and courage and skills, that has a flavor of danger and risk. Aber wir wissen das sehr gut, dass die Herausforderungen, die eben innere Türen öffnen würden und die uns erlauben würden, größere Kompetenz und mehr Potenzial und Einsichten und so weiter zu haben, dass sie oft den Geschmack von Gefahr eben tragen. So our dualistic mental consciousness is like an accountant. Unser dualistisches mentales Bewusstsein ist wie ein Buchhalter. It's reviewing gain and loss, Der überprüft dann immer Gewinn und Verlust. profit and debt. Das ist Gewinn und Schulden. Is this viable or not? Geht das so oder geht es nicht? It's reviewing. Das ist eine Art Überprüfen. In this reviewing can keep you safe to some extent, Dieses Überprüfen kann ich natürlich in gewissem Umfang sicher halten, but it also blocks intuition, aber es blockiert auch die Intuition spontaneity, und Spontanität, freedom. Freiheit. So after the break, we'll go the other direction and look at awareness. Nach der Pause werden wir in die andere Richtung schauen, Bewusstheit anschauen. And in the evening, you might want to take some time and read read the written information. Und am Abend könnt ihr euch vielleicht ein bisschen Zeit nehmen und diese geschriebenen Informationen lesen And try to see how that applies to you. What does that illuminate about your own existence? und versuchen zu sehen, wie das sozusagen sich auf euch selbst anwenden lässt oder Aspekte eurer Existenz beleuchtet. The focus of our study is ourselves. Der Fokus unseres Studiums sind wir selbst. We're not here primarily to learn about Buddhist philosophy, Wir sind nicht hier, um primär buddhistische Philosophie zu lernen, but to take these Buddhist views as different mirrors and hold them up to see what aspects of ourselves are illuminated through them. sondern wir greifen diese verschiedenen buddhistischen Unterweisungen als Spiegeln auf, die wir uns selbst vorhalten, um verschiedene Aspekte unseres Seins zu beleuchten, zu sehen. Okay, shall we take a break? Half an hour. Halbe Stunde Pause. So when we say phenomena, experiences arise in dependent origination, it means that they have no internal definition
Wenn wir sagen, dass Erfahrungen oder Phänomene in abhängigem Entstehen aufkommen, dann drückt das aus, dass die keine innewohnende Definition besitzen. So this is often expressed, particularly in the Mahayana tradition, saying everything is like an illusion. Und das wird besonders in der Mahayana-Tradition so ausgedrückt, dass man sagt, alles ist wie eine Illusion. So in the summertime, on a hot road, you might see a mirage in front of you. Im Sommer auf einer heißen Straße könnte es sein, dass ihr da so eine Luftspiegelung vor euch seht. It would be wrong to say there is nothing there, Es wäre falsch zu sagen, dass da gar nichts ist, because you see this rippling, shiny thing that looks like water. denn ihr seht ja da dieses gewellte, gekräuselte, scheinende etwas, was wie Wasser aussieht. And yet you never arrive at it because it's always vanishing and just goes away. Dennoch könnt ihr da niemals ankommen, denn es verschwindet ständig und geht weg. It neither exists because it has no self-substance, nor can you say it does not exist because it appears. Das ist nicht so, dass es existiert, denn es hat keine Eigensubstanz, aber ihr könnt auch nicht sagen, dass es nicht existiert, denn es erscheint. All this understanding is said to be very important because it's the basis of all tantric practice. Und dieses Verständnis wird als sehr wichtig betrachtet, wenn man sagt, dass dieses Verständnis die Basis aller tantrischen Praktiken ist. Vajrasattva, Aryatara, Chenrezig, and so on, they neither exist nor don't exist. Vajrasattva oder Ayatara oder Chenrezig und so weiter, diese sind weder existent noch nicht existent. Due to causes and conditions, they function. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen funktionieren sie. If you want them to function in your life, you need to gain the empowerment, then you have to maintain the vows and do the daily practice. Wenn man möchte, dass sie in deinem Leben funktionieren, dann musst du erst einmal eine Ermächtigung erhalten und dann musst du die Gelübde aufrechterhalten und deine tägliche Praxis machen. And due to this, they arise. Und aufgrund dessen kommen sie auf. You can't say, oh, it's just your own imagination. Und dann kannst du nicht einfach sagen, oh, das ist bloß deine eigene Einbildungskraft. This is some hallucination. Das ist irgendwie so eine Art Halluzination. Because the experience arises on the basis of the empowerment and the study and practice and so on. Denn die Erfahrung entsteht auf der Basis der Ermächtigung und des Studiums und der Praxis und so weiter. And yet, even if you have a strong vision or experience of the deity, Aber selbst dann, wenn du eine starke Vision oder Erfahrung der Gottheit hast, this is not a proof that they exist. ist das kein Beweis dafür, dass sie existieren. This is a sign of the thinning of your belief that you really exist. Es ist eher ein Anzeichen dafür, dass sich dein Glaube, dass du existierst, ausdünnt. That the thinning out of the density of your egoic structure allows a space for these new experiences to arise. Es ist das sich ausdünnen deiner eigenen egoistischen Struktur, die den Raum öffnet dafür, dass in deiner Erfahrung diese Gottheiten entstehen können. So in one of the most famous texts in the Tibetan tradition, the Diamond Cutter Sutra, it says, as stars, hallucinations and flickering lamps, as illusions, dewdrops and bubbles, as dreams, flashes of lightning and clouds, this is the way one should perceive all compounded phenomena. Und so heißt es in einem der berühmtesten Texte in der tibetischen Tradition, dem Diamantschneider, heißt es dann, wie Sterne, wie Halluzinationen und flackernde Lampen, wie Illusionen, Tautropfen und Luftblasen, wie Träume, Lichtblitze und Wolken, so sollte man alle zusammengesetzten Phänomene wahrnehmen. Oh, we know dewdrops are there in the morning Wir wissen, dass Tautropfen am Morgen sich zeigen and they remain on the basis of the absence of the direct sunshine. und sie bleiben auf der Grundlage der Abwesenheit eines direkten Sonnenlichts. As the sun rises, the dew vanishes. Wie die Sonne aufkommt, verschwindet der Tau.
The Jew is there, Tao ist dort, but it's held in place not by something intrinsic to itself, aber es wird nicht sozusagen an Ort und Stelle gehalten durch etwas ihm selbst Innewohnendes, but due to the operation together of these various factors. sondern aufgrund eines Zusammenwirkens dieser verschiedenen Faktoren. But in the night, the air cooled, the cooling air carries less absorption of water, and so it precipitates as dew and so on. Nämlich, dass in der Nacht die Luft abkühlt und dass die kühlere Luft weniger Kapazität dafür hat, Wasserdampf aufzunehmen und daher das Wasser sozusagen hinauskondensiert und sich als Tautropfen zeigt. So whatever we take to be truly existing in itself, Was immer wir also für etwas wahrhaft aus uns selbst heraus Existentes halten, as reliable, als etwas Verlässliches, we are deluded. dann sind wir der Täuschung unterlegen. Because all of these forms arise on the basis of the interaction of factors. Denn all diese Formen erscheinen aufgrund der Wechselwirkung von Faktoren. Some are purely, as it were, objective factors, factors out there in the world. Manche davon sind, wenn man so sagen will, objektive Faktoren, Faktoren, die aus der äußeren Welt kommen. Some are internal factors. Manche sind innere Faktoren. This gives rise to experiences which are meaningful for us, Und das lässt Erfahrungen entstehen, die für uns bedeutungsvoll scheinen, but not reliable. dennoch nicht verlässlich sind. For example, some years ago in Britain anyway, they decided that the petrol cars were very polluting. Zum Beispiel einige Jahre zuvor hat man entschieden, also in jedem Fall in Großbritannien entschieden, dass Autos, die auf der Grundlage von Erdölbrennstoffen fahren, verschmutzend sind. Then, after some years, they said, no, actually, diesel cars are much more polluting than petrol cars. Also das ging da um die Benzinfahrzeuge und nach einigen Jahren hat man dann gesagt, nein, in Wirklichkeit sind Dieselautos viel schmutziger als die Benzinautos. It's not necessarily that these companies are acting in bad faith. Es ist nicht notwendigerweise so, dass diese Firmen irgendwie sozusagen falsch informieren. But on the basis of the evidence as it comes through to us, we draw these conclusions and so we say. Aber auf der Basis der Evidenz, wie sie zu uns kommt, ziehen wir diese Schlussfolgerungen und sagen das. And as more data is collected, Und wenn man mehr Daten sammelt, different conclusions are generated. dann werden verschiedene Schlussfolgerungen erschaffen. So the certainty with which we might choose a particular diet can change as there is more research into these phenomena. Also zum Beispiel die Sicherheit, von der wir ausgehen, wenn wir eine bestimmte Ernährungsweise wählen, könnte durchaus sich wandeln, wenn wir mehr Informationen haben, die weitere Phänomene einschließen. That is to say, what I have learned may or may not be reliable. Mit anderen Worten, was ich gelernt habe, kann aber auch nicht verlässlich sein. Across the spectrum, it may never have been reliable. Sozusagen, wenn man das ganze Spektrum sieht, kann es sein, dass es niemals zuverlässig war. It may have been reliable for a while, Oder es könnte für eine Weile verlässlich sein. and it may be getting less or more reliable. Und es könnte aber auch weniger oder mehr zuverlässig sein. It depends. Das hängt davon ab. Let's see. Lass uns sehen. That is to say, when we step forward into the world, Dann in Worten, wenn wir in die Welt hinausschreiten, we step into a moving field of dynamic factors. dann schreiten wir in ein sich bewegendes Feld von dynamischen Faktoren. And how they will pattern themselves Welche Muster werden sie denn bilden? is unpredictable. Das ist unvorhersagbar. We don't know. Wir wissen es nicht. And yet,
the accumulation of data, of information, becomes the basis of the formulation of many ideas. Aber doch, trotzdem wird die Anhäufung von Daten, von Informationen zur Basis der Formulierung von Ideen heutzutage. So from this point of view, we might say knowledge is not the path to truth. Knowledge is the path to knowledge. Auf dieser Ebene könnte man sagen, dass das Wissen jetzt nicht ein Pfad zur Wahrheit ist, sondern das Wissen ist ein Pfad zu mehr Wissen. You learn, then you investigate what you learn, you read some other books, you build up a more complex picture. Du lernst etwas, du untersuchst, was du gelernt hast, dann liest du weitere Quellen und bildest oder schaffst ein komplexeres Bild. But because the production of knowledge is continuous, Da aber die Produktion von Wissen kontinuierlich ist, there is always the possibility of the arising of factors that will put into question what you believe you know. gibt es immer die Möglichkeit, dass Faktoren aufkommen, die das, was du glaubst zu wissen, in Frage stellen werden. Oh, so what will I believe in? Also, was soll ich denn nun am Ende glauben? That's a big choice. Ja, große Wahlmöglichkeiten. From the point of view of the deeper Dharma views, Im Standpunkt von tieferen Dharma-Standpunkten, that is to say, they're deeper because they're not so dependent on surface manifestations of ideas. dann tiefer im Sinne einer geringeren Abhängigkeit der Manifestation von oberflächlichen Ideen, The reliance on patterns of thought, feeling, memory, and so on, ist, dass sie stützen auf das Aufkommen von Mustern, von Gedanken, von Gefühlen, Erinnerungen, Empfindungen und so weiter, will not bring you to the simple truth of how it is. wird dich zu der einfachen Wahrheit, wie es ist, nicht bringen. Sometimes this is understood in terms of what are called the two truths. Manchmal wird das in Begriffen der zwei Wahrheiten verstanden, Relative truth and absolute truth. also in Begriffen der relativen Wahrheit und der absoluten Wahrheit. Relative truth means something is true in relation to other storylines. Relative Wahrheit bedeutet, dass etwas wahr ist in Beziehung zu anderen Erzählgeschichten. It is part of a process of formulation. Und damit ist es ein Teil eines Prozesses der Formulierung. We bring potential into a process of enunciation. We formulate it, we give it a form which gives it a particular place or shaping in the field of experience. Das ist sozusagen ein Prozess des Zusammenbringens, des Zusammentragens, des Ausdrucks und der Formulierung, um dem eine Form zu geben, die dann in das Feld der Erfahrung hineingetragen wird. This is dependent on that. Dieses hängt von diesem ab. If each phenomena, each particular form of manifestation arises independent on other forms of manifestation, Wenn jedes Phänomen, jede Erscheinung aufkommt, unabhängig von anderen Manifestationen, then they are supporting each other together. dann unterstützen sie sich gegenseitig. None of them is true in and of itself. Keine davon ist wahr an sich, aus sich selbst heraus. So I might say, oh, I love strawberries. Ich habe, glaube ich, das vorhin falsch verstanden. Also nicht unabhängig, sondern in Abhängigkeit voneinander. Und jetzt sagt er, zum Beispiel könnte ich sagen, ich liebe Erdbeeren. But then I might think, oh, I love organic strawberries. I don't love the strawberries which have been treated with a lot of chemicals.
Und dann könnte ich erweitern und sagen, ich liebe Erdbeeren, aber organische und nicht solche, die mit einer Menge Chemikalien behandelt wurden. So I have to bear in mind that because people want to make more money and they don't want the strawberries too raw, because it's a very soft fruit, chemicals are used. Dann muss ich das sozusagen im Kopf behalten, dass Leute gerne Geld verdienen wollen und weil sie gerne Geld verdienen wollen, wollen sie möglichst viele Erdbeeren behalten, aber Erdbeeren sind weich und deswegen müssen sie behandelt werden. So when we say strawberry, it is as if we know what that term indicates. Wenn wir also Erdbeere sagen, dann ist es so, als wüssten wir, was dieser Begriff anzeigt. But we don't necessarily know what the farmers have done in the process of producing the strawberries. Aber wir wissen nicht notwendigerweise, was die Bauern gemacht haben, um diese Erdbeeren herzustellen. What chemicals were in the ground, what was sprayed onto the crop, and so on. Was an Chemikalien bereits im Boden war, was auf die Erdbeeren gesprüht worden ist und so weiter. So in that way, life is simpler if you can adopt a sort of essentialist position. In diesem Sinne ist das Leben einfacher, wenn du, wenn man so sagen will, eine essentialistische Position annehmen kannst. A strawberry is a strawberry is a strawberry. Eine Erdbeere ist eine Erdbeere ist eine Erdbeere. People do all sorts of things, but anyway, it's a strawberry. Leute machen sowieso alles Mögliche, aber in jedem Fall ist es mal eine Erdbeere. But this is self-deluding Das ist sozusagen sich selbst zu täuschen. because the chemicals on and in the strawberry will be acting in me when I take them into my body. Denn die Chemikalien, die in und auf der Erdbeere drauf sind, werden auch auf mich einwirken, wenn ich diese Erdbeere in mich hineintue. And this principle of dependent origination also reflects what happens when you take a lot of toxins into your body. Und dieses Prinzip des Entstehens in Abhängigkeit reflektiert natürlich auch, was passiert, wenn du eine Menge Toxine in deinen Körper hineinführst. You can increase your vulnerability to different cancers and so on. Du kannst deine Anfälligkeit für verschiedene Formen von Krebs erhöhen und so weiter. So, if we put relative truth into question, Wenn wir also diese relative Wahrheit in Frage stellen, if we see it as the formulation of a discourse which can remove anxiety by oversimplifying the situation, wenn wir relative Wahrheit als eine Form des Diskurses betrachten können, das unsere Ängstlichkeit verringern kann durch die Beseitigung von übermäßiger Vereinfachung, then we don't have to rely on it so much. dann müssen wir nicht uns so sehr darauf stützen. We might want to have uncontaminated food. Es könnte sein, dass wir gerne unverschmutztes, unvergiftetes Essen haben wollen. Let's not put contamination into food. Lass uns doch keine Verschmutzung in die Nahrung hineintun. What about ideas? Wie ist es nun mit Ideen? Also auf dem Weg. You reach your destination. Maybe it's like good news for you. Yeah, very good news. America is a freedom-loving democracy. Amerika ist nun eine friedliebende Demokratie. Ist es wahr oder nicht? Probably not. Wahrscheinlich nicht. The Nazi Party were socialists. Die Nazis waren eigentlich Sozialisten. Funny kind of socialism. Lustige Art von Sozialismus. It's not what it says on the tin. Nicht mehr, was auf der Büchse draufsteht. The relation between thoughts, ideas, descriptions, and the actuality of phenomena is uncertain. Die Beziehung zwischen Gedanken, Namen und Beschreibungen und der Tatsächlichkeit der Erscheinungen ist unsicher, ungewiss.
Outer phenomena are difficult to rely on. Inner thoughts and feelings are difficult to rely on. Und die äußeren Erscheinungen sind schwierig, sich darauf zu verlassen. Und auch die inneren Erscheinungen sind unverlässlich. This relative truth is also increasingly translated as fictional truth. Und dieser Begriff relative Wahrheit wird zunehmend auch als fiktionale Wahrheit übersetzt. If you read a novel, if you enter into the world of fiction, you want to be able to believe in it. Wenn du einen Roman liest, wenn du die Welt der Fiktion betrittst, dann möchtest du in der Lage sein, auch daran zu glauben. You start to read a novel and think, this is hopeless, I don't believe this. Wenn du anfängst, einen Roman zu lesen und denkst, oh, das ist ja echt hoffnungslos, ich glaube kein Wort hier. The characters don't ring true. Die Charaktere erscheinen nicht echt. So you have to believe in a fiction for it to work. Du musst also an die Fiktion glauben, damit sie funktioniert. So the relative truth is the realm of belief. Also ist die relative Wahrheit ein Bereich des Glaubens. The absolute truth is the realm of seeing. Und die absolute Wahrheit ist der Bereich des Sehens. Seeing is not believing. Und Sehen ist nicht Glauben. Seeing is seeing. Sehen ist Sehen. If you see, you don't need to believe, because you see. Wenn du siehst, brauchst du nicht zu glauben, weil du siehst. So how do we see? Wie aber machen wir das mit dem Sehen? You might want to see something, Du möchtest vielleicht etwas sehen then you're looking for what you want to see, und dann hältst du nach dem, was du sehen möchtest, Ausschau. and then you might see what you're looking for, Und dann könnte es sein, dass du siehst, wonach du Ausschau hältst. because your desire has distorted your vision. Denn unser Begehren hat unsere Sicht verzerrt. When I was up in the north of England many years ago, Als ich vor vielen Jahren hoch oben im Norden Englands war, I was out with my middle son. war ich draußen mit meinem mittleren Sohn We were in a pub, und dann waren wir in einem Pub. and there was a woman wearing a T-shirt Da war eine Frau, die ein T-Shirt trug that said, "Keep drinking till he's cute." und darauf stand, trink so lange, bis er süß erscheint. If you're desperate, that might be the only way to go. Wenn du verzweifelt nach sowas suchst, dann ist es vielleicht der Weg, dem zu folgen ist. It's to say, I'm willing to deceive myself. Das drückt aus, ich bin bereit, mich selbst zu täuschen. When we see how American foreign policy operates, Wenn wir sehen, wie die amerikanische Außenpolitik funktioniert, it's not an even player. dann ist das kein ebenbürtiger Player. It enacts bias. Das beinhaltet eine Neigung, America is not the world's policeman. ein Vorteil. Amerika ist nicht der Weltpolizist. It attacks its enemies and protects its friends. Das attackiert die Feinde und beschützt die Freunde. So when we recite the four immeasurables, Wenn wir aber die 4 Unermesslichkeiten rezitieren, come to the fourth one. May all sentient beings be free of bias in favor of their friends and away from their enemies, so that all can abide in unlimited equanimity. mögen alle Wesen frei von einer Vorneigung, einem Vorurteil gegenüber, positiv gegenüber den eigenen Freunden und negativ gegenüber den Feinden, sodass alle Wesen in diesem unbegrenzten, grenzenlosen Gleichmut verweilen können. That's very difficult to achieve. Dann ist das etwas, was sehr schwer zu erreichen ist. Because if I'm going to be even in my attitude, Wenn ich ausgeglichen oder gleichmäßig in meiner Einstellung bin, it will look as if I'm betraying my friends and favoring my enemies. dann wird es so aussehen, als würde ich meine Freunde betrügen und meine Feinde favorisieren. But as the Buddha said, friends become enemies, enemies become friends.
Aber wie der Buddha sagte, Freunde werden Feinde, Feinde werden Freunde. It's not fixed. Es ist nicht fixiert. I like it to be fixed. Aber ich möchte gerne, dass es It's feststeht. not fixed. Ist aber nicht. So how will I behave? Wie werde ich mich also verhalten? To rebalance this rocky edifice of our world is very hard. Diese ständig wackelnde Gebäude, unsere Welt auszubalancieren, wieder in Balance zu bringen, ist sehr hart, sehr schwierig. There's no good guys and no bad guys. Es gibt keine guten Burschen und schlechte Burschen. 20 years ago, China was the big new friend of America. Vor 20 Jahren war China der große neue Freund von Amerika. Walmart was dancing up and down to bring in more cheap Chinese production. Walmart tanzte rauf und runter, um noch mehr billige chinesische Produkte hineinzubringen. Because it was going to be cheap and cheerful and people would be happy and you would have more sales. Denn das wäre dann billig und die Leute werden glücklich und werden mehr kaufen. Then you get more collapse of American production. Und dann hast du dann den Kollaps der amerikanischen Produkte. This is what we call collateral damage. Das ist dann der sogenannte Kollateralschaden. But at a certain point, there's not much being produced. Aber ab einem bestimmten Punkt wurde überhaupt nicht mehr viel produziert. So we need to import less and produce more. Wir müssen also weniger importieren und mehr produzieren. You could get a Nobel Prize for economics from saying that. Du könntest dafür, dass du das sagst, einen Nobelpreis in Wirtschaft bekommen. We keep reinventing the same thing again and again. Wir fahren fort, dieselben Dinge wieder und wieder zu erfinden. So that is dependent origination. Das ist Entstehung in Abhängigkeit. You think you've got a clear vision, you act in terms of the parameters of your vision, and you find these unpredicted side effects are manifesting. Du hast vielleicht eine klare Sicht, du handelst in dem, was du für diese klare Sicht hältst und findest du dann plötzlich, dass aufgrund von nicht in Betracht gezogenen Parametern das gar nicht so kommt, wie du dachtest. So, one way of understanding this, which would be the Buddhist way, is that we know a lot about the content of our mind. Eine Möglichkeit, das zu verstehen, und das wäre eine buddhistische Sichtweise, wäre zu sagen, wir wissen eine Menge Bescheid über den Inhalt unseres Geistes, But we don't know much about the mind itself as it is. aber wir wissen nicht viel über unseren Geist selbst, wie er ist. So when we think of our mind, we think of what's happening in our mind. Wenn wir also über den Geist nachdenken, dann denken wir vor allem darüber, was in unserem Geist passiert. Our feelings, our memories, whatever is manifesting. Unsere Gefühle, unsere Erinnerungen, was immer sich da zeigt. Where is it manifesting? Wo aber zeigt sich das? In my mind. In meinem Geist. How is your mind? Wie ist dein Geist? Oh, quite busy. Ziemlich beschäftigt. Full stop. Enough. Punkt. Genug. We all have thoughts. Wir alle haben Gedanken. Thinking is done by the mind. Das Denken wird vom Geist gemacht. I'm thinking. Ich denke, I have a mind. ich habe einen Geist. That's enough. Das ist genug. No more questions. Full stop. Keine weiteren Fragen. Punkt. This is the limit of our inquiry most of the time. Das ist die Grenze unserer Untersuchung für die meiste Zeit. From the point of view of Dzogchen, experience arises and passes. Vom Standpunkt von Dzogchen kommt Erfahrung auf und vergeht Within the mind, innerhalb des Geistes. and the mind is not what we think it is. Und der Geist selbst ist nicht das, was wir denken, dass er ist. What we think the mind is another thought, which is a content of the mind. Was wir denken, was der Geist ist, ist ein anderer Gedanke, der der Inhalt des Geistes ist. Thought doesn't catch the mind. Aber der Gedanke fängt den Geist nicht ein. Thought catches thought. Ein Gedanke kann nur einen Gedanken fangen. You think about a thought, Dann denkst du über den Gedanken the thought arises, und der Gedanke kommt auf and it's gone. und dann ist er weg. Where does it come from? Woher kommt er denn? What is this mind that allows or creates or drives
such a diverse mode of expression? Was ist denn dieser Geist, der diese diverse Modalität des Ausdrucks erlaubt oder erschafft oder gewährt? So the big issue here is my knowable mind Die große Frage hier ist, dass der Geist, den ich kennen kann, is my mind identified with knowables. das ist der Geist, der mit dem Wissbaren identifiziert wird. Sometimes I feel quite dull. Manchmal fühle ich mich ziemlich stumpf. Then it passes. Ja, und dann vergeht das. So this is my mind. Das ist mein Geist. Sometimes it's clear, sometimes it's dull, sometimes it's happy. Manchmal ist er klar, manchmal ist er stumpf, manchmal ist er glücklich. Is that my mind? Ist das mein Geist? Or is that what's arising in my mind? Oder ist das das, was in meinem Geist entsteht? Does it stay in my mind very long? Bleibt in meinem Geist nicht für lange Zeit. The content of my mind is always changing, Der Inhalt meines Geistes ist immer in der Veränderung begriffen, but the mind is here. aber der Geist ist hier. How is it here? Wie denn ist er hier? If it's here as a thing, Wenn er hier als ein Ding ist, we should find it possessing the qualities of other things. dann sollten wir ihn finden, dass er Eigenschaften hat von anderen Dingen. The things in this room have color and shape. Dinge in diesem Raum zum Beispiel haben eine Farbe, eine Form, They have weight. sie haben Gewicht, They have variable densities. sie haben verschiedene Dichten, They have size. sie haben eine Größe, They've come from somewhere. sie kommen von irgendwoher. These big beams have been brought here. Die großen Balken wurden hierher gebracht, The metal bolts for them have been manufactured somewhere else. die großen Bolzen, Schrauben wurden irgendwo anders produziert. These things exist for a while, Diese Dinge existieren für eine Weile and then they vanish. und dann verschwinden sie. Someone will steal them, Jemand wird sie vielleicht stehlen the building will be burnt down, oder das Gebäude verbrennt. all Buddhists will be rounded up and shot. Alle Buddhisten werden hier zusammengetrieben und erschossen. This is not my happiest day, Das ist jetzt nicht mein glücklichster Tag, but these things happen. aber diese Dinge passieren. There are many social groups in Europe before the war who didn't imagine they would be vanished. Es gab viele soziale Gruppen vor dem Zweiten Weltkrieg, die sich nicht vorstellen konnten, dass sie verschwunden sein werden. This is a Buddhist center due to causes and conditions. Das ist ein buddhistisches Zentrum aufgrund von Ursachen und Bedingungen. A refugee Lama from Tibet Ein Flüchtlingslama aus Tibet, encountering the energy and enthusiasm for Dharma in the 1970s. der begegnet der Energie und dem Enthusiasmus für Dharma der 1970er Jahre. Gives rise to the desire to have a place. Und das lässt letztlich das Wünschen entstehen, einen Platz zu haben. This has arisen on the basis of enthusiasm. Und das entstand auf der Basis eines Enthusiasmus. There's not many new Buddhist centers arising in Germany. Es gibt nicht viele neue buddhistische Zentren, die jetzt in Deutschland entstehen. This is an expression of the times. Ein Ausdruck dieser Zeiten. So it had a cause for arising. Es hat eine Ursache für das Entstehen. After some time that changes. Und nach einer gewissen Weile verändert sich das. So we are sitting here. Wir sitzen also hier. Does our mind have a shape? Hat nun unser Geist eine Form? We don't need to do anything special. You just sit in an ordinary way. Wir müssen jetzt hier nichts Besonderes machen. Ihr sitzt einfach in einer gewöhnlichen Art und Weise. Your mind is doing whatever it does. Euer Geist tut, was immer er so eben tut. Experiences are occurring. Erfahrungen erscheinen. In the moment of this occurrence, Im, does Au so, Im Augenblick ihres Erscheinens the mind have a shape? hat denn der Geist eine Form. We're here with our mind. Wir sind hier mit unserem Geist.
So the key thing is don't go looking for a shape because we hear the word shape. Also der Schlüsselpunkt hier ist, geht nicht hinaus, um nach einer Form zu suchen, nur weil du Form hörst. Not assuming it must have a shape, Nimm nicht an, er muss irgendeine Form haben, but just holding the question very lightly, in a very open way. sondern halte diese Frage auf eine sehr leichte und offene Art und Weise dar. My mind is present, Mein Geist ist präsent, otherwise I wouldn't have experience. sonst hätte ich ja keine Erfahrungen. Does my mind have a shape? Hat mein Geist eine Form? Oh, let's sit with that. Lasst uns damit sitzen. With this kind of questioning, it's better to do it for a short period of time than a long period of time. Diese Art von Befragung ist es gut, es für kurze Perioden zu machen und nicht für lange Zeit. We want to start just with the freshness of opening to the question. Wir wollen mit der Frische des sich Öffnens gegenüber der Frage beginnen. We're not seeking to build up a picture Wir trachten nicht danach, ein Bild aufzubauen, that will bring us into a dualistic consciousness construction of our idea of how the mind is. das würde uns in ein dualistisches Bewusstsein des Konstruierens unserer Idee, wie unser Geist ist, bringen. Just relax and open, be with the question. Wir sind entspannt und offen und sind mit der Frage. So maybe share a little with the people beside you what your sense of it is. Vielleicht könnt ihr mit dem Nebensitzer teilen, wie eure Empfindung davon war. If you think that your mind has a shape, what are the markers that show you the shape? Wenn du denkst, dass dein Geist eine Form hat, was sind die Markierungen, die dir diese Form zeigen? Yes. I have something to share. If I Bravo. may. Yeah. We did a nice process of inquiring into the understanding through trying to describe the phenomena of what we are and what this is, and we came to the conclusion that every time we wanted to grasp it and put it into words, it was fleeting away like a wet fish, you know. You try to catch it and it was already gone. Uh-huh. So it was going like ahead or behind, but it was never ever possible to describe the phenomena because the wording was detaching from the freshness of the experience. So it was a nice, Wonderful. very, 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 very wet or very, very, very fresh, like the fish just trying to jump in all possible directions, and a little scary because, you know, I thought, oh, then which drugs did we take? And he said, oh, we took the same drug, and it seems like our belief is telling us things are in a certain way, but when you really inquire, the belief is empty, it's full of ignorance, so it's collapsing, so there is nothing really that can be caught, you know? A little scary for the structures of the person that thinks, I understand what's going on. Yeah. We came to the conclusion that we cannot describe it, we don't know what it is, and we didn't take any drugs, so... Let me describe your story in plain German, if you like. For the few people who don't understand it, I don't know if there is anybody. Gibt's jemand, der da eine Übersetzung braucht? Okay. You might not be able to say what it is, but you might be able to hint at how it is. Like with this series of metaphors, they say it's like a flash of lightning. It's like a dewdrop on a lotus leaf. You just imagine that vanishing. So you have an evanescent experience. Now we have even one more, the wet fish. Yeah. That is Put it in the Sutra. Also
für die eine kurze Zusammenfassung brauchen. Sie haben versucht, irgendwie zu beschreiben, was Sie erfahren, und jedes Mal, wenn Sie einen Versuch unternahmen, dann haben Sie gemerkt, dass sich das nicht fangen lässt. Das entgleitet einen wie ein nasser Fisch, den man versucht zu fangen und dann sofort dann aus den Händen schlüpft. Und Sie sind zu dem Schluss gekommen, dass das immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft ist, aber in der Gegenwart können Sie es nicht zu fassen kriegen. Und dass also diese Idee, dass man das sozusagen als ein Etwas bringen kann, auch wenn man keine Drogen genommen hat, dass es trotzdem leer ist, dass sie nicht funktionieren. So that the relation we have with this aspect of ourselves, or that the relation we have with the ground of which we are aspects. Und er sagte vorhin noch, wenn man kann vielleicht nicht sagen, was es ist, aber vielleicht kann man ein bisschen beschreiben, wie es ist. Das ist der Gedanke. Und er sagt, das ist interessant, die Beziehung zu dem Grund, aus dem das erscheint, und zu sehen, dass wir selbst ja auch ein Aspekt oder ein Ausdruck dieses Grundes sind. This is maybe approached through poetry, not through definition. Und das wird vielleicht eher angefasst durch Poesie und nicht durch Definition. And that brings us all closer to the felt sense, I am not a thing. Und das bringt uns alle zusammen zu dem Empfinden, zu einer wirklichen empfundenen Feststellung, ich bin kein Ding. And because I'm not a thing, I'm not a piece of Lego, I can't find the niche where I fit in. Und weil ich eben kein Ding bin, ich bin nicht ein Lego-Klötzchen, finde ich auch keine Lücke, in die ich da genau reinpasse. That is to say, being might have a conclusion, Mit anderen Worten, das Sein könnte eine Schlussfolgerung haben, but becoming has no conclusion. aber das Werden hat keine Schlussfolgerung oder Abschluss, So the content of our mind keeps flowing, sodass der Inhalt unseres Geistes im Fluss ist. but the mind cannot catch itself. Aber der Geist kann sich selbst nicht fangen. So the slippery fish is the mind for the thought. Der schlüpfrige Fisch ist sozusagen der Geist für den Gedanken, für das Denken. And for awareness, the thought is a slippery fish. Und für die Bewusstheit ist der Gedanke der schlüpfrige Fisch. Either way is uncatchable. In beide Richtungen ist es ungreifbar. So we keep this kind of example. I've got my pen, Um Ihnen ein Beispiel nochmal zu geben, er hat jetzt hier seinen I've Stift. got something Ich habe ein Etwas, which I can use, das kann ich gebrauchen. and as I'm using it, Und während ich das gebrauche, I've got the pen, habe ich den Stift. and the pen has got me. Und der Stift hat mich. So I feel I'm in charge writing, Ich habe das Gefühl, ich bin nicht hier sozusagen in Kontrolle und ich schreibe. but the shaping of my hand, the potential of my hand, which can do so many things, is now captured by the pen. Aber die Formung meiner Hand, die so viele verschiedene Dinge tun könnte, wird jetzt gefangen genommen durch den Stift. So the great thing is we can pick things up and put them down. Das Großartige ist, dass wir Dinge aufgreifen können und sie wieder niederlegen können, And so we have situational formation sodass wir eine situationsbedingte Formierung haben, dependently arising into particular shapes and sizes and qualities, die in Abhängigkeit in verschiedenen Gestalten, Formen, Größen, Qualitäten entsteht, but none of these define us. aber keines davon definiert uns. Therefore, I can be free and precise, Daher kann ich frei und präzise zugleich sein. not just a vague open freedom like the sky, Nicht bloß eine große, vage, offene Freiheit wie der Himmel, but exquisitely attuned. sondern auf eine hervorragende Weise eingestimmt. And then that music stops and I'm in a new tune and a new tune and a new tune. Und dann hält diese Musik an und dann mache ich ein neues Lied und ein neues Lied. So ungraspability does involve a kind of loss, Also diese Ungreifbarkeit beinhaltet nicht eine Art von Verlorenheit. the loss of a false security, Es ist lediglich das Verlorengehen einer falschen Sicherheit. the security of relying on a delusion. Und das ist die Sicherheit, die aus dem sich Stützen auf eine Täuschung herrührt. I exist, I know who I am, this is how I'm going to be.
ich existiere, ich weiß, wer ich bin, ich werde so und so sein. If we relax out of that, all we can say is, let's see. Wenn wir uns daraus hinaus entspannen, dann können wir alles, was wir sagen können, ist, lass uns mal schauen. It depends. Es hängt davon ab. We don't know. Wir wissen es nicht. And not knowing is not stupid. Und dieses Nichtwissen ist nicht dumm. This not knowing is wise. Dieses Nichtwissen ist weise. Knowledge makes you stupid. Es ist das Wissen, das dich dumm macht. Not knowing opens the door to free awareness. Und das Nichtwissen öffnet die Tür zur freien Bewusstheit. That's a very different orientation. Eine sehr andere Orientierung. So we need to end here for today because we brought the time of the food forward a little. Yes, müssen jetzt hier aufhören, weil das Essenszeit jetzt kommt. So we start tomorrow with the same sitting at 7:15. Wir beginnen morgen wieder mit dem gleichen Sitzen, 7:15. And there'll be time tomorrow to look at questions you have about anything we've touched on. Und morgen können wir dann auch Fragen anschauen, die ihr vielleicht zu den berührten Themen entwickelt habt. Good. Thank you to Robert for translating this somewhat difficult experience. Bravo. That's a very nice example of dependent arising. Das ist ein sehr schönes Beispiel für abhängiges Verstehen. You are welcome here Ihr seid willkommen hier, conditionally. aber bedingt. You're never quite sure if you have met all the conditions. Und man kann sich nie sicher sein, ob man alle Bedingungen wirklich erfüllt hat. So yesterday we looked at the way in which the many different factors operating in our life are contrived or constructed or woven together. Dann haben wir die Art und Weise angeschaut, wie die vielen verschiedenen Faktoren in unserem Leben, die unser Leben strukturieren, künstlich hergestellt oder konstruiert werden und zusammen verwebt werden. And we started perhaps to have a sense of how the process of construction ends with a kind of magical transformation. Und wir haben vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der Konstruktionsprozess am Ende mit einer Art magischer Transformation abschließt. There's an early Buddhist text that illustrates this. Da gibt es einen frühbuddhistischen Text, der das illustriert. It's a king, King Milinda, who lived in the Gandhara area that's now Pakistan. Es handelt von dem König Milinda, der in diesem Gandhara-Land lebte, das jetzt in Pakistan ist. And he listened to Dharma, but he was not very clear about the main principles. Und er hörte dem Dharma zu, aber die Hauptprinzipien wurden ihm nicht so recht klar. So he asked this monk to explain to him, what is this absence of inherent existence? Und er bat also diesen Mönch, ihm zu erklären, was ist nun diese Abwesenheit innewohnender Existenz? So the monk said, please ask your servants to bring out your chariot. Und der Mönch sagte, ja bitte ordne an, dass deine Diener dein Karren, dein Gefährt bringen. And they brought it out, a beautiful old wooden chariot. Und sie brachten also dieses hölzerne, wunderschöne Gefährt heraus. And then the monk said, Your Majesty, please get your servants to take it apart. Und dann sagte der Mönch, Eure Majestät, bitte ordnet an, dass das Gefährt von euren Dienern auseinandergenommen wird. Because it was pegged together with wooden pegs in the hole like nails. Denn das war so zusammengesteckt mit hölzernen Bolzen, die in Löchern staken. So they knocked the pegs out and laid out all the pieces. Also sie schlugen die Bolzen heraus und legten alle Einzelteile dahin.
The monk then said, Your Majesty, where is your chariot? Und der Mönch fragte dann, Euer Majestät, wo ist denn euer Gefährt? I don't have a chariot. Oh, ich habe kein Gefährt. Did any of your servants take something away? Have they eaten it? Haben eure Diener irgendetwas weggenommen? Haben sie irgendetwas versteckt? No. Nein. Your Majesty, please ask your servants to put the pieces together again. Euer Majestät ordnet an, dass eure Diener das Gefährt wieder zusammenbauen. Put the pieces, and finally knocking in the last peg. Und sie brachten die Teile wieder zusammen und zum Schluss dieses Vorgangs schlugen sie dann den letzten Bolzen ein. Your Majesty, do you have your chariot now? Euer Majestät, habt ihr jetzt euer Gefährt wieder? Yes. Ja. What did your servants add to the pieces of wood to make a chariot? Was haben die Diener, Eure Majestät, hinzugefügt zu den Holzteilen, dass daraus ein Gefährt entstanden ist? They didn't add anything. Sie haben nichts hinzugefügt. So there we see it's the mind. Hier sehen wir, es ist der Geist. When the pieces of wood are put in a particular pattern, our mind is able to settle onto that shape and say, oh, it is a chariot. Wenn die Stücke Holz in einer bestimmten Anordnung, in einem bestimmten Muster zusammengefügt werden, ist unser Geist in der Lage, sich sozusagen darauf niederzulassen und dann zu sagen, oh, das ist ein Gefährt. So just as if you were building a stone arch in the old days, Ein bisschen so wie es war, als man Steinbögen in den alten Tagen baute. you have the side pillars established, Wir haben die Seitensäulen errichtet, then you put up a wooden frame connecting them, dann errichtet man ein hölzernes Gestell, das sie verbindet, and put the stones in, und dann machst du die Steine rein, so there's just one gap in the middle sodass dann am Ende nur noch eine Lücke in der Mitte ist that's angled und das ist abgewinkelt, to meet the angle of the stones coming up. um den Winkel der Steine, die schon da sind, zu entsprechen. And then this stone is put between the two rising sides, and it locks them together. It's the keystone. Und dann wird der letzte Stein, der eben angepasst ist, zwischen die beiden Seiten, die beinahe zusammengekommen sind, hineingetan. Und das wird als der Schlüsselstein bezeichnet. When that's in place, you can take the wooden props away. Und wenn das dann errichtet ist, dann kann man die hölzerne Stütze wieder abbauen. The arch is a pattern of bits. Und der Bogen ist ein Muster von Teilen. When the bits are in this particular pattern, we call it an arch. Und wenn die Stückchen oder Teile in diesem besonderen Muster angeordnet sind, dann nennen wir das einen Bogen. Nothing substantial is added to the bits to make the arch. Es wurde nichts Substanzielles zu den Stücken hinzugefügt, damit das ein Bogen wird. The shape or the form that we see, the gestalt, seems to have an integrity of its own. Die Form oder man könnte sagen, die Gestalt scheint eine Ganzheit, eine Integrität in sich selbst zu haben. So, if we stay with the example of the arch, the outer keystone is the stone that comes in. Und wenn man jetzt mit dem Beispiel des Bogens noch ein Stück weitermacht, der äußere, der Stein, der sozusagen als Schlüsselstein hineinkommt, But the inner keystone or the secret keystone is your own concept. aber der innere oder geheime Schlüsselstein ist das eigene Konzept. Oh, this is an arch of stone. Oh, das ist jetzt ein Steinbogen. And that's what truly locks it in place. Und das ist das, was es wirklich sozusagen an den Platz hält. This is my chariot. Und das ist mein Gefährt. It is a composition, Es ist eine Zusammenfügung, a juxtaposition, ein Nebeneinanderstellen, bringing together disparate factors, and by the correct alignment of these factors, it generates the basis for the mind locking
what appears to the mind to be a truly existing entity. Und was dabei passiert ist, dass wir verschiedene Faktoren zusammenbringen und wenn wir sie auf die korrekte Art und Weise aneinander sozusagen anordnen und ausrichten, dann schaffen wir eine Struktur, in der der Geist sich sozusagen einklinken kann und dann dieses etwas eigentlich erst in die Existenz bringt. What has been added is the concept. Was hinzugefügt worden ist, ist das Konzept. And it's the concept that we apprehend. Und es ist das Konzept, das wir auch ergreifen. This gives us the capacity to review, to evaluate, to see whether the arch is beautiful, whether it's carved in a particular style, whether it's a Romanesque arch or whatever. Und das ist das, was uns dann auch erlaubt, das Ganze zu überprüfen, zu bewerten, zu untersuchen, zu sehen, oder zu bewerten, ob der Bogen dann auch schön oder nicht so schön ist, zu erkennen, ob er in einem bestimmten Stil geschnitzt worden ist, ob er vielleicht einer romanischen Tradition entspricht und so weiter. Your life might be a mess. Dein Leben könnte durcheinander sein. You might have failed in so many things. Es kann sein, dass du in so vielen Aspekten versagt hast. You might feel hopeless, Du könntest dich hoffnungslos fühlen, but you are not irrelevant. aber du bist nicht irrelevant. The world needs you. Die Welt braucht dich. Without you, the world isn't the world. Ohne dich ist die Welt nicht die Welt. Your concepts give birth to the world. Deine Konzepte lassen die Welt entstehen. Otherwise, it's just stuff. Sonst ist es einfach nur Zeug. Without your conceptualization, which is a formation, a formative practice, there wouldn't be the conclusion, oh, that is the chariot, that is the arch. Ohne unsere Konzeptualisierung, und das ist eine Formierung, ein formativer Prozess, gäbe es auch nicht die Schlussfolgerung, oh, das ist ein Fahrzeug oder das ist ein Bogen. So when you look at the arch, you see a pattern, Wenn du also den Bogen anschaust, siehst du ein Muster, but not just a pattern, aber nicht eben nur ein a Muster. pattern of something, Du siehst ein Muster von etwas, a pattern of an arch. ein Muster eines Bogens. I have seen many arches Ich habe viele Bögen gesehen, in different kinds of buildings. in verschiedenen Gebäuden. I recognize that this is an arch. Und ich erkenne, dass das ein Bogen ist. I recognize it as an arch. Ich erkenne das als ein Bogen. Das ist jetzt wieder ein Wortspiel im Englischen, das im Deutschen nicht so gut funktioniert. Recognize hat das Element wiedererkennen als ein Bogen. It is my cognition, my mind settles in its conclusion, this is an arch. Das ist meine Kognition. Mein Geist setzt sich sozusagen, lässt sich nieder in meiner Schlussfolgerung, dass es hierbei sich um einen Bogen handelt. The work is done. Und die Arbeit ist getan. It's an arch. Das ist ein Bogen. So the stonemason shaping the stones comes to a final point, puts in the keystone, job done. Also der Steinmetz, der die verschiedenen Steine geformt hat und dann am Ende diesen Schlüsselstein hineinsteckt, dessen Job ist getan. And internally, in my own mind, I'm carrying out a similar function, but it happens much quicker than the work of the stonemason. Aber intern führe ich eine ähnliche Funktion aus, aber das geschieht viel schneller als die tatsächliche Arbeit des Steinmetzes. You can see it here with these huge beams of wood. Wir können das hier auch mit diesen riesigen Balken sehen, Holzbalken. They must have been delivered at one time with a big lorry. Die mussten hier mal irgendwann in einem großen Lastwagen angeliefert worden sein. Most of us are thinking, wow, bloody hell, it's a lot of stuff. What do you do? Die meisten von uns würden denken, verdammt, das ist echt eine Menge Zeug, was macht man denn damit?
But the project manager looks at this, yeah, it's all here, check, we have enough. Aber der Projektmanager, der schaut die Lieferung durch, sagt, oh ja, alles ist, was wir brauchen, ist da, wir haben genug. So we can see this is a bit like a jigsaw puzzle. Und wir sehen, dass es so ein bisschen wie ein Puzzle ist. You put the pieces together. Du machst die Stückchen zusammen. The people who make jigsaw puzzles are very cruel. Die Leute, die diese Puzzle herstellen, sind sehr brutal. They put in things like thatched roofs. Sie machen dann solche Sachen wie zum Beispiel strohbedeckte Dächer. So you get 50 pieces that look almost the same. Und dann bekommst du 50 Puzzlestücke, die fast identisch aussehen. Turning them around. Und dann musst du sie dann rumwenden und drehen und dich wundern. Gradually, the space starts to fill and the image starts to come alive. Aber allmählich beginnt sich der Raum zu füllen und das Bild wird lebendig. So this is the construction of the illusion of entities which are just there. Und das ist die Konstruktion, diese Illusion von Entitäten, die einfach bloß da sind. The chariot is a chariot is a chariot. Das Fahrzeug ist ein Fahrzeug, ist ein Fahrzeug. It just is. Ist einfach. So you say, oh, please bring in the chariot. Okay. Kannst du sagen, hol mal das Fahrzeug. Und dann sagt der Diener, okay. Everyone knows what the chariot is. Alle wissen, was ein Fahrzeug ist. It's finished. Es ist sozusagen abgeschlossen. It is a chariot. Es ist ein Fahrzeug. We're pulling in this big heavy weight of wood. Wir schieben dieses schwere Holzstück, That's a lot of work. eine Menge Arbeit. Knowing it's a chariot happens very quickly. Aber zu wissen, dass es eben so ein Kahn ist, geschieht sehr schnell. What we see seems to be self-evidently a chariot. Was wir sehen, das scheint aus sich selbst evident zu sein, ein Fahrzeug, ein Kahn zu sein. For most of us, too much understanding of the construction of the world is upsetting. Für die meisten von uns ist ein zu starkes Verstehen der Konstruktion der Welt etwas aufregend. So the skeleton of the room, as it's designed by the architects, they have to work out what is it has to have load-bearing strength. Dieses Skelett dieses Raumes hier, der Architekt muss herausarbeiten, dass er es auf die Weise konstruiert oder entwickelt, dass es eben auch die Last tragen kann. So what is the roof going to be? Was wird also hier dann das Dach werden? Different tiles weigh different amounts. Verschiedene Arten von Dachziegeln mit verschiedenen Größen und Mengen. You know the tiles, you can calculate the weight, you can think of the size of the beams. Wenn du die Decksteine kennst, kannst du das Gewicht berechnen und dann kannst du anfangen, die Balkenkonstruktion zu berechnen. But if we don't have that background or that training or that aesthetic, we just think, oh, it's a nice room. Wir aber, die wir nicht vielleicht diesen Hintergrund haben, nicht dieses Training genossen haben, nicht verstehen, wie das gemacht wird, wir denken vielleicht, oh, schöner Raum. It's like we go into the dining room, Also wie auch in den Essensraum. porridge is hot and ready. Porridge steht heiß und fertig dort. Oh, the porridge, Oh, das ist Porridge. it's just there. Einfach da. Put it in our bowl. Packen es in unsere Schüssel. In the kitchen, there's the cook. In der Küche ist die Köchin und im Schweiß ihres Angesichts rührt diesen Porridge. But the porridge is in the pot. Aber Porridge ist jetzt im Topf. Magic porridge. Ein magisches Porridge. So when we see these beams, Wenn wir diese Balken hier sehen, they seem to be just there. scheinen sie einfach da zu sein. But they are working Aber sie arbeiten. second by second by second. They are load bearing. They are carrying weight. They are
manifesting a function. Aber sie arbeiten die ganze Zeit. Von Sekunde zu Sekunde müssen sie die ganze Last tragen und auf diese Weise auch eine Funktion manifestieren. That's to say, outwardly, this edifice Mit anderen Worten, äußerlich betrachtet ist dieses Gebäude seems stable and just there. scheinbar stabil und einfach vorhanden. Actually, it is dynamic Aber in Wirklichkeit ist es dynamisch. because the weight of the roof, which is affected by how much rain comes, if it's absorbing rain and so on, leaves in the gutter. All of this is being conveyed down the length of the beams. Denn das Gewicht des Daches, das ja auch situationsbedingt sich verändern kann, wenn es viel regnet, dann wird Regen absorbiert, es gibt Blätter in den Regenrinnen und so weiter und so fort. All das muss sozusagen, wird auf diese Balken übertragen. So the reason we look in this way is to try to free ourselves from the delusion of fixed static entities that are just there in and of themselves. Und der Grund, warum wir die Betrachtung anstellen, ist, um uns von der Illusion zu befreien, dass es irgendwelche fixierten, festgelegten, aus sich selbst und in sich selbst existenten Entitäten gibt. Everything we see is a conversation. Alles, was wir sehen, ist ein Austausch. It's like if you see the Nutcracker Ballet Wie da in diesem Nussknacker-Ballet. at night, all the toys get up and dance about. Nachts kommen all die Spielzeuge raus und tanzen umher They seem to be there. und sie scheinen da zu sein. We have some vague sense of the secret life of things. Wir haben auch so ein gewisses Empfinden dafür, dass die Dinge ein geheimes Leben führen. When I was about 11, I started to think, when I picked up the fork, maybe I would stab myself in the eye. Als ich so ungefähr 11 war, begann ich zu denken, wenn ich eine Gabel ergriff, vielleicht werde ich mir ins Auge stechen. Why would I not do that? Warum würde ich das nicht tun? It's a possibility. Es ist eine Möglichkeit. So many things are possible with any object we encounter. So viele Dinge sind möglich mit jedem Objekt, dem wir begegnen. Objects burst out of the shell of our concept. Die Objekte, die sprengen sozusagen die Schale unserer Konzepte. Pinocchio Pinocchio zum Beispiel. was very insistent. I'm a boy. Er war sehr beharrlich, dass er ein Junge ist. It's exactly that. So ist das genau. I made you. You're the maker of this wooden toy. Do what I say. Ich habe dich gemacht, ich bin der Hersteller dieses Holzspielzeugs. Du musst tun, was ich sage. But I am me. Aber ich bin ich. Many parents are surprised when the same thing happens with their children. Viele Eltern sind überrascht, wenn das Gleiche mit ihren Kindern passiert. Children suddenly announce, no, Kinder kündigen das schon an. Nein, it's a terrible event. furchtbares Ereignis. The beginning of freedom for the child Der Anfang der Freiheit für das Kind and the ending of mastery for the parent. und das Ende der Herrschaft der Eltern. Things are what we say they are. Dinge sind, was wir sagen, dass sie sind. So we see with wars and conflicts everywhere, these are conflicted interpretations, conflicted identifications of the ownership of territory or the functions that different people should have. So sehen wir das auch mit all den Kriegen, die überall passieren, dass das konfligierende Interpretationen sind. Interpretationen von Landbesitz, von Interessen, von den Funktionen, die Leute haben sollten. For example, here we look at the floor. Wenn wir hier zum Beispiel auf den Boden schauen, You can see they have this thin wooden flooring. können wir sehen, dass wir hier diese dünnen
hölzernen Bodenhölzer haben. It's unlikely to be solid wooden pieces. Ist es? It's unlikely that it's made of solid wooden pieces. But it is. Oh boy. Pinocchio. Maybe we should have a day of silence. Also einen stillen Tag einlegen. It looks like wood. Es schaut etwas wie Holz aus. But you go in the big store and you see this is a veneer put onto some underlying backing which locks in with the other pieces. Aber wenn du in einen Laden gehst und die Stücke anschaust, siehst du, dass das irgendeine Art Unterlage ist, die nur mit einem Furnier von Holz überklebt ist. Our eye believes, oh, I'm walking on solid wood. Aber ich glaube, ich wandle hier auf solidem Holz. That is to say, the safety of my world is my capacity to draw false conclusions. Das heißt, die Sicherheit meiner Welt ist meine Fähigkeit, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen. I get in my car, Ich steige in mein Auto ein I drive on the basis that other drivers are rational and not drunk. und ich fahre rum auf der Grundlage meiner Annahme, dass andere Fahrer auch rational und nicht betrunken sind. Otherwise, I'd be too anxious to move. Sonst wäre ich zu ängstlich, um mich überhaupt ins Auto zu setzen. Yet every day there are many crashes. Doch jeden Tag gibt es viele Unfälle. I have to act as if. Ich muss auch handeln, als ob. As if is an imaginal movement. Und dieses als ob ist eine Bewegung der Vorstellungskraft. As if the building is safe and secure. Als ob das Gebäude sicher und ja, Nothing will happen. Don't worry, you're safe. es wird nichts passieren, mach dir keine Sorgen, du bist sicher. You'll be all right. You'll be all right. Es wird alles okay sein. For a while. Für eine Weile. And then the trouble will start. Und dann wird irgendeine Schwierigkeit anfangen. But we don't know when, we don't know what kind of trouble will come for you. Aber wir wissen nicht wann und wir wissen auch nicht, welche Art von Schwierigkeit für uns beginnen wird. So let's just say it's all right. Also lass uns mal sagen, es ist okay. We are the big stupids. Wir sind die großen Dummköpfe. Let's feed Mr. Putin a bit more Ukraine. Lasst mal Mr. Putin ein bisschen mehr Ukraine haben. Maybe if we give him 10 kilometers a year. Vielleicht sollten wir ihn so 10 Kilometer pro Jahr füttern. More. Mehr. Maybe you have to get everything. Vielleicht musst du alles kriegen. Still hungry. Little slice of Poland. Immer noch hungrig. Vielleicht ein Stückchen Polen. I smell German sausage. Ich rieche schon deutsche Wurst. Last time we were in Berlin, we caused a lot of trouble. Letztes Mal, wir waren in Berlin, haben wir eine Menge Schwierigkeiten angestellt. We don't know. Wir wissen es nicht. People are estimating, like gambling. Leute versuchen abzuschätzen, wie Spieler. If we allow the Ukrainians to have these weapons, maybe that will provoke the Russians and then we have a nuclear war. So we won't give them the weapons, but that means the Ukrainians can't win. Vielleicht, wenn wir den Ukrainern diese Art von Waffen geben, dann wird das die Russen provozieren und dann wollen sie plötzlich einen Nuklearkrieg vom Zaune brechen. Aber wenn wir ihnen diese Waffen nicht geben, dann werden die Ukrainer nicht in der Lage sein, den Krieg zu gewinnen. Yeah, institutes which are doing risk analysis for these hotspots. Es gibt ganze Institute, die eine Risikoanalyse für diese ganzen Hotspots durchführen. But we don't know. Aber wissen tun wir es nicht. But we don't want to know that we don't know. Aber wir wollen nicht wissen, dass wir nicht wissen. So we pretend that we do know. Also tun wir so, als wüssten wir. Because we have wonderful leaders.
Wir haben wunderbare Führer. who are intelligent, compassionate, thoughtful. Die sind intelligent, sie sind mitfühlend, sie sind rücksichtsvoll. They have our best interest at heart. Und unser bestes Interesse liegt ihnen am Herzen. It's quite cozy to be stupid. Es ist ziemlich gemütlich, ein Idiot zu sein. Also im Winkel unseren Daumen nuckeln. We are self-comforting. Wir trösten uns selbst. Dharma is going a little bit in the other direction. Der Dharma geht ein bisschen in eine andere Richtung. It's saying, well, let's look. Es sagt, schauen wir genauer, Don't be terrified. erschreck dich nicht dabei. The construction of this building is not invisible. Die Konstruktion dieses Gebäudes ist nicht unsichtbar. It is factors operating together. Es besteht aus Faktoren, die zusammenwirken. It is a dynamic assembly. Es ist also ein dynamisches Zusammensein. I also am a dynamic assembly. Auch ich bin eine dynamische Versammlung. I say my body. Ich sage zwar mein Körper, It's a dynamic field of operation. aber es ist ein dynamisches Feld von Operationen. The heart, the lungs, these are driving the distribution of the oxygen through the body. Mein Herz und meine Lungen treiben die Verteilung von Sauerstoff in meinem Körper. Hormones and communicative systems are going on all the time. Hormone und andere Kommunikationssysteme funktionieren die ganze Zeit über. The more investigation there is in the body, we see it's working hard. Je mehr wir uns den Körper anschauen, desto klarer können wir sehen, dass er hart arbeitet. Just like these beams holding up this roof, So wie diese Balken, die das Dach hochhalten performing an invisible work. und dabei eine unsichtbare Arbeit ausführen. So we have our big bones, So haben wir unsere großen Knochen and inside we have bone marrow, und da drin ist Knochenmark working very hard. und das arbeitet ganz hart. Secret work. Verborgenes Arbeiten. We are unaware of this work. Only when it stops working, then we find out in the hospital what's going on. Wir sind uns dieser Arbeit nicht gewahr und erst wenn es aufhört zu funktionieren, finden wir dann im Krankenhaus heraus, was eigentlich vor sich geht. So, what, from the Dharma point of view, we're not trying to change anything externally. Vom Dharma-Standpunkt aus versuchen wir nicht irgendetwas Äußeres zu verändern, But we want to avoid the dulling effect of relying on the conclusion that the work is over, that it's a done deal, it's a fixed thing. sondern wir wollen uns darauf stützen, unterminieren auf die Schlussfolgerung, dass das sozusagen eine erledigte Arbeit ist und dass es ein abgeschlossenes Ding ist. My body is a work in progress, Mein Körper ist sozusagen eine Baustelle and the building is a work in progress. und auch ein Gebäude ist eine Baustelle. The strain is coming down through the walls. If the walls are not well prepared, or if there's an earthquake, then you have problems. Dieser Stress kommt runter durch die Wände und wenn die Wände nicht gut vorbereitet sind oder wenn ein Erdbeben eintritt, dann haben wir ein Problem. Impermanence can seem like an attack on the permanence we need. Unbeständigkeit kann wie ein Angriff auf die Beständigkeit erscheinen, die wir zu brauchen glauben. Because we want to hang on to our stable sense of self, the predictability of our world situation. Denn wir wollen an unserem stabilen Selbstempfinden und an der Vorhersagbarkeit der Weltsituation festhalten. But Dharma, they say, the more you actually look at the world and how it is, Aber der Dharma sagt, je besser, je genauer du schaust, wie die Welt tatsächlich ist, permanence is the delusion. ist dann die Permanenz, die Beständigkeit, die Täuschung. Impermanence is the normal. Und das Unbeständige, das Unbeständigsein ist das Normale. And the farmers know this very well.
Bauern wissen das sehr gut. They don't know what the weather's going to be. Sie wissen nicht, wie das Wetter sein wird. They've got a sense of what crops grow well on this kind of soil. Sie haben ein Empfinden dafür, welche Ernten gut heranwachsen auf diese Erde. When to plant, when to harvest, that's more uncertain. Wann man aber pflanzen soll, wann man ernten soll, das ist ein bisschen unsicherer. Many crops, if you have a late frost, they get destroyed. Viel von dem Anbau, wenn man Spätfrost hat, kann dabei zerstört werden. In September, if you get sudden heavy rain, the harvest can be wasted. Und wenn du im September plötzlich schwere Regenfälle bekommst, kann die Ernte auch zunichte gehen. Because the weather is unpredictable. Das Wetter ist unvorhersagbar. Prediction, necessary in many ways, but prediction is also a kind of delusion. Das Vorhersagen ist auf viele Art und Weise notwendig, aber es ist auch eine Täuschung. So for meditators, the focus of attention is on how is it. Also ist für die Meditierenden der Fokus der Aufmerksamkeit auf die Frage, wie ist es? So we started to look yesterday that if we say what, that directs our mind towards a conclusion. Wir haben schon gestern angefangen, das anzuschauen, dass wenn wir sagen, was, dann bringt es unseren Geist in Richtung einer Schlussfolgerung. What kind of building is this? Was für eine Art Gebäude ist das? So we could look up some architecture journals and get some information about beams and the kind of wood to use, the treatment of the wood and so on. Da könnte man dann in irgendwelche Architektenzeitschriften schauen und nachschauen, welche Arten von Balken gibt es, welche Hölzer gibt es dafür, wie sollen diese Hölzer behandelt werden. And then we find a name for this kind of construction. Und dann finden wir einen Namen dafür, für diese Art von Konstruktion. Then we can say, oh, this is a good example of that kind of construction. Und dann können wir sagen, das ist jetzt ein gutes Beispiel für diese Art von Konstruktion. Now we have established something. Jetzt haben wir irgendetwas begründet. Something irrelevant unless you're an architecture student. Etwas, was eigentlich irrelevant ist, es sei denn, du studierst Architektur. It's a work in progress. Es ist eine Baustelle There is no conclusion. und es gibt keine Schlussfolgerung. The mind participates. Unser Geist nimmt teil. Yesterday morning we started to look. We are in this room. Gestern Morgen haben wir das angefangen anzuschauen. Wir sind in diesem Raum, But none of us accesses the truth of the room. aber für niemanden ist die Wahrheit dieses Raums zugänglich. What we access is my share of the room. Wozu wir Zugang haben, ist unser Anteil an diesem Raum. Revealed by where we are sitting, what the vista, the view is that opens from our embodied positioning. Und das wird enthüllt durch den Ort, an dem wir sitzen und durch die Sichtlinien, Sichtmöglichkeiten aus der Position, an der wir sitzen. What I see is the room for me. Was ich also sehe, ist der Raum für mich. I conceptualize an abstract, objective room. Was ich konzeptualisiere, ist ein abstrakter, objektiver Raum. Let's all meet in the big temple room. Lass uns alle in dem großen Tempelraum treffen. So we all gather here, Dann versammeln wir uns hier alle. but where is here? Aber wo ist dieses hier? It's the temple room. Es ist der Tempelraum. That's an idea floating in space like a cloud high in the sky. Das ist eine Idee, die im Raum umherschwebt, wie eine Wolke, die hoch am Himmel ist. You are sitting in your temple. Du sitzt in deinem Tempelraum Nobody else is having exactly your experience. und niemand sonst hat genau deine Erfahrung. This is the unique specificity of your embodied participation. Und das ist die einzigartige Spezifität deiner verkörperten Teilnahme. You are not irrelevant. Du bist nicht irrelevant. Subject and object arise together.
Subjekt und Objekt entstehen gemeinsam. There is no object without a knower of the object. Es gibt kein Objekt ohne jemanden, der um dieses Objekt weiß. The object is born through the subject, Das Objekt wird durch das Objekt wird durch das Subjekt geboren. and the subject is born through the object. Und das Subjekt wird durch das Objekt geboren. Kind of interplay of knower and known. Das ist ein Wechselspiel von Wissendem und Gewusstem. The mind is chief. Der Geist ist der Chef. If you don't have a mind, if the mind is not registering, there is no experience. Wenn du keinen Geist hast, wenn der Geist nicht registriert, dann hast du keine Erfahrung. This is your fundamental existential importance. Und das ist deine fundamentale existenzielle Wichtigkeit. But when we go to school, we learn a lot of objectification. Wenn wir aber zur Schule gehen, dann lernen wir eine Menge Objektivierungen. We learn about things. Wir lernen über Dinge. We don't see that this is revealed through our participation. Wir sehen nicht, dass dies alles durch unsere Teilnahme enthüllt wird. And how we can participate Wie können wir aber teilnehmen? is inextricable from what is revealed. Und das ist unauslöschlich verwoben mit dem, was enthüllt wird. So when I was about 16, Als ich etwa 16 war, and I was sitting in the mathematics class, ich saß in der Matheunterricht, caught up in this big equation, war da voll in dieser großen Gleichung drin kind of looking at it. und schaute sie mir an. And the teacher came up and he said that, James, I think you're at your limit. Und der Lehrer kam und sagte, James, ich denke, du bist jetzt an deiner Grenze. It's very interesting because the person sitting next to me was looking at a road and I was looking at a wall. Das ist sehr interessant, denn die Person, die neben mir saß, die sah einen Weg und ich sah eine Wand. So there's mathematics. Das heißt, There's my access to mathematics. da ist irgendwie Mathematik, aber was ich habe, ist mein Zugang zur Mathematik. In mathematics for me had a particular patterning which was more than a few people and less than many people. Und Mathematik für mich hatte eine besondere Musterbildung, die beinhaltete, dass es vielleicht mehr war als für manche Leute, aber weniger als für viele Leute. And this is what we experience, how our world is revealed for us. Und das ist unsere Erfahrung, wie die Welt für uns sich enthüllt. This is what we inhabit. Das ist das, was wir bewohnen. So if our education and if the turn of our attention is out towards things that seem to be self-existing, Wenn unsere Erziehung, unsere Gewohnheit sich nach außen richtet, auf die Dinge hin, die existieren, the neglect of the subjectivity is tragic for us. ist die Vernachlässigung der Subjektivität tragisch für uns. Because in terms of mathematics, that was the end of that possibility for me. Denn zum Beispiel im Sinne von Mathematik war das jetzt das Ende meiner Möglichkeiten. I had thought to study physics in university, Ich hatte daran gedacht, Physik in der Uni zu studieren, but I didn't have the ticket. bekam aber nicht die Fahrkarte. There's nowhere to buy that ticket. Und es gibt keinen Weg, diese Fahrkarte zu kaufen. If you like, that's the ripening of your karma, that's your luck. Wenn du so sagen willst, ist es das Reifen deines Karmas, dein Geschick. And the key thing, of course, there is our life is revealed through our participation. Und der Schlüsselpunkt hier ist, dass unser Leben sich durch unsere Teilnahme enthüllt. Because at least I was right in there with the equation, doing my best. Denn zumindest war ich dann da und tat mein Bestes, um mit dieser Gleichung umzugehen. And this was a living limit. Und das war eine gelebte Barriere. My limit
meine Barriere. It wasn't me thinking, oh, I don't like maths, or I can't do maths, I'd never be good at that. It wasn't some speculative conclusion. It was the actual encounter. Not for me. Das war nicht irgendwie die Idee, ich mag keine Mathematik, ich kann das nicht, das ist nichts für mich und so weiter, sondern das wären alles Dinge, die spekulativ wären. Aber hier war die gelebte Erfahrung, nein, das ist nicht für mich. This is why it's important not to think too much about life. Und das ist daher so wichtig, nicht über das Leben zu viel nachzudenken. Put yourself in the way of something. Bringe dich sozusagen auf den Weg von etwas See how it goes. und schau, wie es geht. The conceptual view of what you can manage is not the same as the embodied view. Die konzeptuelle Sicht darauf, was du glaubst, managen zu können oder schaffen zu können, ist nicht das gleiche wie die verkörperte Sichtweise. Subject and object come together. Subjekt und Objekt kommen zusammen We are born into the world. und werden in die Welt hineingeboren We are inseparable from the world. und sind von der Welt untrennbar. Taking in air, we're breathing out air, we're drinking and pissing. Wir atmen ein, wir atmen Luft aus, wir trinken, wir pinkeln. This is a two-way conversation. Es ist also ein Austausch in zwei Richtungen. A pulsation of receiving and offering. Es ist eine Pulsation von Empfangen und Geben. I am part of this. Und ein Teil davon bin ich. I'm not an alienated observer. Ich bin weder ein entfremdeter Beobachter, I'm not an outsider. ich bin kein Outsider. I access the vitality of my experience. Ich habe Zugang zu der Vitalität, zur Lebendigkeit meiner Erfahrung. And that is very precise and immediate in our embodiment. Und es ist sehr präzis und unmittelbar in unserer Verkörperung. The danger for us is that we go up in our helicopter Problem ist oder die Gefahr ist, dass wir vielleicht in unserem Helikopter aufsteigen and we look at other people und wir schauen dann die anderen Leute an. and we compare and contrast. Und wir vergleichen uns und kontrastieren. Oh, you're better at this than me. Oh, du bist bei dieser Sache besser als ich. I'll never be as good as you. Niemals werde ich so gut sein wie du. I might as well give up. Ich kann es auch aufgeben. Many of us have done that in aspects of our life, Viele von uns haben das in verschiedenen Aspekten unseres Lebens getan. but it's irrelevant what other people do. Aber es ist irrelevant, was andere Leute tun. Our life is ours. Unser Leben ist unser. How it will be for you is how it will be. So wie es für uns sein wird, so wird es sein. Are you a good cook or a bad cook? Bist du ein guter Koch, ein schlechter Koch? Anyway, I can eat the food I cook. In jedem Fall kann ich das essen, was ich koche, auch essen. That's a starting point. Ein Startpunkt. If I can't eat my own food, then I'm not doing very well. Wenn ich mein eigenes Essen nicht essen kann, dann geht es mir nicht sehr gut. Good enough for me. Es ist gut genug für mich. If you don't like it, you can get a takeaway or something. Wenn du es nicht magst, können wir auch irgendwas vom Takeaway holen. Oh, I'm so sorry, I'm not a good cook. Es tut mir so leid, ich bin kein guter Koch. You must be used to better food than this. Sicherlich bist du an bessere Nahrung gewöhnt als das hier. Anyway, enjoy your meal. Ja, auch immer genießt dein Essen. This is the first rule of hospitality. Piss on the food. Das ist die erste Regel der Gastfreundschaft. Pinkel auf das Essen. Who knows what the other person will make of it? Wer weiß, was die andere Person für einen Reim daraus machen wird. What they have access to is the food for them. Wozu sie Zugang haben, ist das Essen für sie. What you have access is to the food for me. Wozu du Zugang hast, ist das Essen für dich. Nobody gets the food. Niemand bekommt hier das Essen. So when we make an objective comment on the food, Wenn wir also einen objektiven Kommentar treffen über das Essen, what are we talking about? worüber reden wir denn? Oh, I left the potatoes in the oven too long, they're burnt. Oh, ich habe die Kartoffeln zu lange im Ofen gelassen, sie sind angebrannt. For a good friend of mine, that is paradise.
Für einen guten Freund von mir ist das das Paradies. They like the black crunchy bit. Die mögen dieses schwarze, knusprige Zeug. If I say it's not very good for your health, Wenn ich dann sage, das ist nicht so gut für deine Gesundheit, they say, anyway, it tastes good. wie auch immer, es schmeckt jedenfalls gut. So this is so important, So wichtig. to try to stretch ourselves out of the shell of objectification against which we are always never quite enough. Sich selbst aus dieser Schale, diesem Panzer der Objektivierung herauszustrecken, indem wir niemals gut genug sind. I am part of this. Ich bin ein Teil davon I can access my part, und ich kann zu meinem Teil auch Zugang finden. and that's all. Und das ist alles. In Tibetan language, they talk about Rangcha, my share. In Tibetisch gibt es das Wort Rangcha, das ist mein Anteil. As if the world was a big cake, you get your slice. Als ob die Welt ein großer Kuchen wäre und du kriegst eben deine Scheibe. Some people are good at running, some at climbing, some at studying, some at remembering. Manche Leute sind gut beim Rennen, andere klettern gut, andere studieren gut, andere haben gutes Gedächtnis. You have your share. Du hast deine Scheibe. One of the wonderful transformations that's occurred in the culture in the last 40 years Eine dieser wundervollen Transformationen, die in der Kultur in den letzten 40 Jahren eingetreten ist, has been a reframing of the notion of disability. war die Umdeutung der Begrifflichkeit der Behinderung. You say somebody has a disability, it's very objectifying. Wenn du sagst, jemand sei behindert, dann ist das sehr objektivierend. If we turn this just slightly and we say they are differently able, Wenn wir das ein bisschen umwenden und sagen, sie sind anders befähigt, means they access aspects of the world we can't access. das heißt, sie haben Zugang zu Aspekten der Welt, zu denen wir keinen Zugang haben. That's very interesting. Interessant. If I am not disabled, Wenn ich nicht behindert bin, I am normal. dann bin ich normal. These other people Und diese anderen Leute are abnormal, sind abnormal, subnormal. unternormal. Because I have my vertical axis along which I can place people. Denn ich habe da meine vertikale Achse, auf der ich Leute arrangieren kann. But in Dharma, we want to collapse that axis onto a horizontal field. Im Dharma wollen wir aber diese vertikale Achse kollabieren lassen zu einem vertikalen Feld, zu horizontalen Feld, Entschuldigung. The diversity of phenomena. Nämlich einfach die Diversität, die Mannigfaltigkeit der Phänomene. There are many kinds of flowers. Viele Arten von Blumen, There are many kinds of chickens. es gibt viele Arten von Hühnern, There are many kinds of human beings. viele Arten von menschlichen Wesen. They have life, Sie haben Leben, their specific life. ihr spezifisches Leben. This is where Dharma becomes interesting. Und da wird der Dharma interessant. If we have a slightly objectified Dharma, Wenn wir einen so etwas objektivierenden Dharma haben, with our methods mit den Methoden, which we should apply die wir anwenden müssen, correctly, und zwar korrekt, then the teacher can simply teach the method. dann kann der Lehrer einfach die Methode lehren. And you can be successful or not. Und du kannst Erfolg haben oder nicht. But if we try to shift away from teacher-based learning, Wenn wir aber versuchen, sozusagen eine Verschiebung weg vom lehrerorientierten Lernen zu machen, then you have learner-based learning. dann hast du ein lernendenbasiertes Lernen. Which means you take the starting point back to the state of the individual. Das heißt, du nimmst diesen statischen Punkt und bringst ihn zurück zum Individuum. What ails you? Was belästigt dich? What troubles you?
Was hast du für Schwierigkeiten? Have a look at that. Schau dir das an. How would we proceed? Wie werde ich wahrgenommen? These are your problems. Das sind deine Probleme, These are your limitations. das sind deine Begrenzungen, And these are your capacities, your positive tendencies. und das sind deine Befähigungen, deine positiven Tendenzen. Can we find a way to mobilize your positive tendencies in the service of lessening the impact of your limitations? Können wir einen Weg finden, die positiven Tendenzen zu mobilisieren, dass sie dienstbar werden, die Wirkung von den negativen Begrenzungen zu verringern? This is very important. Das ist sehr wichtig. Formal Dharma, the Dharma where you are the servant of the Dharma, Dieser formale Dharma, der Dharma, in dem du der Diener des Dharmas bist, then is a way in which the Dharma is an umbrella. das ist eine Art und Weise, in der der Dharma zu einer Art Schirm wird. The umbrella will keep you fairly dry, Der Regenschirm des Dharma wird dich einigermaßen trocken halten, but you have to keep holding it up. aber du musst ihn natürlich auch immer hochhalten. If you don't hold it up, you won't get dry. Wenn du den Schirm nicht hochhältst, dann wirst du auch nicht trocken bleiben. So you have to apply the method properly. Du musst also die Methode richtig anwenden. Well, then we have the question, well, why would I want to be in Buddhism anyway? Und dann kann man sich fragen, warum wollte ich denn überhaupt ein Buddhist sein? What is the problem that it's trying to solve? Was ist denn das Problem, das ich da versuche zu lösen? So I mentioned that my mother had its men coming to mend nothing on the roof. Ich habe das ja schon erwähnt, dass dieser Mann immer wieder kam, um etwas, was ein Nichts war, auf dem Dach zu reparieren. She had a very expensive non-problem. Und sie hatte ein sehr teures Nichtproblem. Well, these men, they had a problem that they didn't have money. Aber dieser Mann hatte ein Problem, dass er kein Geld hatte. So my mother was a good solution to their problem. Also meine Mutter war eine gute Lösung für sein Problem. It's very important to know where the real problem is. Es ist sehr wichtig zu wissen, wo das wirkliche Problem liegt. What's wrong with me? Was ist bei mir falsch? We all could say something about that. Wir könnten alle wahrscheinlich etwas dazu sagen. But in a sense, it's the second order kind of problem. Aber in einer gewissen Weise sind das alles Probleme zweiter Ordnung. The first order problem is, who am I? Das erste Ordnung Problem ist, wer bin ich? And even more precisely, how am I? Oder wenn man es noch genauer sagen will, wie bin ich? Moment by moment, Und zwar von Augenblick zu Augenblick. I'm here. Ich bin hier, It's undeniable. Each of us is here. das ist nicht zu verleugnen. Jeder von uns ist hier. You're hearing, you're seeing. Wir hören, wir sehen. Body's producing sensation. Der Körper bringt Empfindungen hervor. Who is the experiencer of this? Wer ist der Erfahrene davon? If we don't know this, Wenn wir das nicht wissen, then the secondary problems can take up all our attention so that we come to the point of death and we've never actually seen the deep truth of how am I? How is my mind? wenn wir das nicht sehen, dann können die Probleme zweiter Ordnung unsere gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das kann sich fortsetzen, bis wir sterben, ohne dass wir jemals dazu gekommen sind, zu schauen und zu sehen, wie bin ich? So hopefully you can see how there is a movement here from the solidification of my conclusion. I'm not very good at this, or my life's a mess. Hoffentlich könnt ihr sehen, wie hier eine Bewegung hinweg von der Verfestigung meiner Schlussfolgerung ist, zum Beispiel, ich kann das nicht oder mein Leben ist ein Durcheinander. A movement from the assumption, the conclusion towards the question. Das heißt, eine Bewegung von dieser Annahme oder von dieser
Schlussfolgerung hin zu der Frage, how come my life is like this? wie kommt es, dass mein Leben so ist? Here you are still looking at the pattern of events that arise for us, our thoughts, feelings, memories, whether we fulfill our plans or not, and so on. Hier schauen wir immer noch auf der Ebene von den Ereignissen, die für uns sich zeigen, manifestieren, von unseren Gedanken, Gefühlen, Plänen, von der Frage, haben sich unsere Pläne so manifestiert, wie wir sie gewünscht haben oder nicht. If we get closer to that nexus, Wenn wir diesem Nexus näher kommen, how is it that I'm troubled by this? wie ist es denn, dass mir das Schwierigkeiten macht? Other people are not troubled by it, Andere Leute werden durch diese Sache nicht irgendwie in Schwierigkeiten gebracht. but I'm troubled by it. Aber ich empfinde es als ein Problem. If this problem is truly difficult and dangerous and toxic, Wenn dieses Problem wirklich schwierig und gefährlich und toxisch wäre, everybody will be troubled by it. dann wären alle irgendwie dadurch belästigt. But some people are not. Aber es gibt Leute, die es nicht tangiert. I am troubled by it. Es bin ich, der Schwierigkeiten damit hat. So this is where our problems become relational. Und das ist der Punkt, an dem unsere Probleme relationell werden. It's not that I have this problem the way I have this pen. Es ist nicht so, dass ich dieses Problem habe in der gleichen Weise, wie ich diesen Stift hier habe. If the pen sits in my pocket, it doesn't cause any trouble. Der Stift, der sitzt in meiner Tasche und macht keine Schwierigkeiten. But I am in an ongoing conversation with the patterning of my experience. Aber ich bin in einem fortwährenden Austausch oder Gespräch mit der Musterbildung meiner Erfahrung. So I have two main possibilities here. Und hier habe ich zwei Hauptmöglichkeiten. I can look at the patterning of my experience, Ich kann die Musterbildung meiner Erfahrung anschauen, evaluate it, es dann auswerten and try to change it, und versuchen, es zu verändern, develop myself. mich selbst weiterzuentwickeln. Or I can stay on the point of the arising of experience Oder ich kann an dem Punkt bleiben, an dem die Erfahrung ersteht and see how is this revelation of experience. und dann sehen, wie ist denn die Enthüllung dieser Erfahrung. I don't have to learn anything else. Ich muss eigentlich nichts anderes lernen. I have to be with myself in the moment of the arising of experience. Ich muss mit mir selbst in dem Augenblick des Erstehens der Erfahrung da sein. I don't need to recite any mantras or Tibetan verses. Ich muss dazu keine Mantras rezitieren oder tibetische Verse. I don't need to make any big aspiration to help all beings. Ich muss dafür keine große Aspiration, einfühlenden Wesen zu helfen machen. I just need to be present with myself in the moment of this moment. Ich muss nur gegenwärtig mit mir selbst sein in dem Augenblick dieses Augenblicks. On this moment. Auf diesem Augenblick. On and with the arising of this moment. Auf und mit dem Aufkommen dieses Augenblicks. Not looking to the past and seeing the trajectory of the development of this moment. Nicht in die Vergangenheit schauen und die Bahn, wie sich dieser Moment entwickelt hat, anschauen. Not speculating about a potential future direction of this movement. Und auch nicht darüber spekulieren, was die möglichen Richtungen der Zukunft dieses Augenblicks sein werden. But simply here at the site of showing. Sondern einfach hier an dem Ort des Sich-Zeigens. Did you have a good summer? Habt ihr einen guten Sommer gehabt? Anybody here have a nice summer? You went to the beach? Yes. Hast du einen schönen Sommer gehabt? Bist du zum Strand gegangen? Maybe the beach is still there, Ist vielleicht der Strand immer noch da? but you're here. Aber du bist jetzt hier. The beach is a memory. Der Strand ist eine Erinnerung. Memory is like being on a diet. Erinnerungen sind wie auf einer Diät zu sein.
They provide you with some powders. Man stellt da gewisse Pulverchen bereit, Put them in and shake it up. man macht sie ins Wasser und schüttelt sie auf. Is this food? Und dann genießt man es nicht so sehr und fragt sich, ist das überhaupt I Essen? remember being on the beach, the sun was so nice, Ich erinnere mich, am Strand gewesen zu sein und die Sonne war so schön. but I'm not on the beach. Aber ich bin nicht am Strand. It's representation. Das ist eine Repräsentation, eine Yes, Darstellung. it's not genuine. Das ist ein Ersatz, es ist nicht echt. Past is gone, Vergangenheit ist vergangen, future hasn't come. Zukunft ist noch nicht gekommen. But we have the habit of holding on to our thoughts about something Aber wir haben die Gewohnheit, an unseren Gedanken über etwas festzuhalten, as if this was a means of generating authentic experience. als ob das ein Mittel wäre, eine authentische Erfahrung zu generieren. Every so often, you get a chance to vote Ab und zu bekommt ihr eine Chance zu wählen. the will of the people. Das ist dann der Volkswille. You go in a box, Du gehst dann in so eine Kiste, you have to choose from a list of liars, dann eine Liste von Lügnern auswählen make your tick, und dann machst du dein Kreuz. my kind of thief. Das ist meine Art von Dieb. I live in a democracy. Ich lebe in einer Demokratie. This is complete bullshit. Das ist ja totaler Bullshit. We're not living with village communities where we meet together and discuss our issues. Wir leben nicht mit den Dorfgemeinschaften, die zusammenkommen und ihre tatsächlichen Probleme diskutieren. We project the freedom of our life, the quality of our life, onto some people to carry out on our behalf. Wir projizieren die Freiheit unseres Lebens, die Qualität unseres Lebens auf irgendwie ein paar Leute hinaus, die dann in unserem Auftrag handeln sollen. And they don't do it. Sie machen es aber nicht. Why would they do it? Warum sollten sie auch? They're not frightened that I'm going to come and complain. Sie haben keine Angst davor, dass ich kommen werde und mich beschweren werde. Democracy, as it manifests in this modern arena, it's not like in ancient Greece. Demokratie, die sich in diesem modernen Arena manifestiert, ist nicht wie in dem antiken Griechenland. It is abstracted. Es ist abstrahiert worden. We're used to abstractions. Wir sind natürlich an Abstraktionen gewöhnt We take them as something real. und halten sie für etwas Wirkliches. And the key thing here is the real is a concept. Und der Schlüsselpunkt hier ist, dass das Wirkliche selbst ein Konzept ist. The real is not actual. Das Wirkliche ist nicht das Tatsächliche. The real is imagined. Das Wirkliche ist vorgestellt, The actual is not imagined. das Tatsächliche ist nicht vorgestellt. But because it's not imagined, it's not wrapped in concepts, Da es aber nicht vorgestellt und nicht in Konzepte eingehüllt ist, it is ungraspable. ist es ungreifbar. So, we can do some meditation to open this field up for us. Wir können etwas Meditation machen, um dieses Feld für uns zu öffnen. Simplest way is we just sit in a relaxed way. Das Einfachste ist, wir sitzen auf eine entspannte Art und Weise. And relaxation is very important. Und dieses sich entspannen ist sehr wichtig. We're not striving, we're not trying. Wir kämpfen nicht, wir versuchen nicht. If you were to take an interest in the garden here, there's a lot to be done. Wenn du an dem Garten hier interessiert bist, gibt es eine Menge zu tun. It calls out for pruning and so on. Es schreit danach, beschnitten zu werden und so weiter. But the kind of meditation I want to share with you is not achieved through doing and trying harder. Aber die Art und Weise, die ich mit euch jetzt teilen will von Meditation, ist nicht dadurch, dass wir irgendwas erreichen wollen oder uns anstrengen müssen. Because we're looking, like with the example of the chariot, at the nature of construction. Denn wir schauen die Natur der Konstruktion an, wie in dem Beispiel des Wagens.
You put things together, parts together, and then you think you have a whole. Du bringst Teile zusammen und dann denkst du, du hast ein Ganzes. That whole is greater than the sum of the parts because the extra ingredient is the concept of the whole. Und das Ganze ist größer als die Summe seiner Teile, denn da wurde dieses Extra hineingetan, und zwar das Konzept. But here we are concerned with the intrinsic. Hier sind wir mit dem Innewohnenden befasst. How you are before you think about what you are or who you are. Wie bist du, bevor du darüber nachdenkst, was du bist oder wer du bist? Which is to say, what is the ground that you are on? What is the source of your manifesting moment by moment? Mit anderen Worten, was ist der Grund, auf dem du stehst? Was ist die Quelle deines sich von Augenblick zu Augenblick Zeigens, Manifestierens? Since we woke this morning, so many experiences have come and gone. Seit dem Morgen, an dem wir heute erwacht sind, sind schon so viele Erfahrungen gekommen und gegangen. While these experiences were arising, they felt like us. Während diese Erfahrungen aufkamen, fühlten sie sich an, als ob das wir wären. You felt the need for some coffee. Du hast ein Bedürfnis nach etwas Kaffee gehabt. You felt the need to go to the toilet. Du hast das Bedürfnis gehabt, auf die Toilette zu gehen. It felt so real and it felt like me. Es hat sich so real angefühlt und es hat sich als ich angefühlt. And then it flowed out of me. It was no longer me. Und dann schwebte das von mir weg und war nicht länger ich. And a new pattern of identification arose. Und ein neues Muster von Identifizierung kam auf. So at the moment the water is in the glass. Im Augenblick ist das Wasser im Glas And the water is shaped by the shape of the glass. und das Wasser wird geformt durch die Form des Glases. If we had 5 glasses of different shapes, we could pour the glass into these different shapes. Wenn wir 5 verschiedene Gläser von verschiedenen Formen hätten, könnten wir das Wasser zu verschiedenen Formen bringen durch das Hineingießen. It would be the same water, but it would have a different shape. Es wäre das gleiche Wasser, aber es würde eine andere Form haben. Our potential, our being aliveness in the course of the morning rather, has been poured into these different shapes of chatting with people, drinking, sitting in practice and so on. Unser Potenzial, unsere, wenn man so sagen will, Lebendigkeit nahm im Laufe des Morgens eben auch verschiedene Formen an, durch den Austausch mit Leuten, durch Gespräche und so weiter. So there's a rising and passing of specific experiences. Da gibt es ein Aufkommen und Vergehen von spezifischen Erfahrungen. So what we want to do now is to open ourselves, to rest, to relax into the site where experience manifests. Was wir jetzt tun wollen, ist uns öffnen und entspannen in den Ort oder den Sitz, an dem sich Erfahrungen manifestieren. To be present with the emergence of the stream of experience. Gegenwärtig oder präsent zu sein mit dem Strom von den emergenten aufkommenden Erfahrungen Not falling into that stream of experience, und nicht in diesen Strom von Erfahrung hineinzufallen, not editing the stream of experience, es auch nicht zu editieren and not trying to avoid aspects of that stream of experience. und auch nicht zu versuchen, Aspekte dieses Erfahrungsstroms zu vermeiden. Just open. Einfach öffnen. Simple hospitality. Eine einfache Gastfreundschaft. The limit of that is our reactivity. Die Begrenzung hier ist unsere eigene Reaktivität. I like some things, I want to have more of it. I don't like something else, I want to have less of it. Ich mag manche Sachen und will mehr davon und andere mag ich nicht und will weniger davon. But this is arising and passing. Aber das ist ja einfach ein Aufkommen und Vergehen. You can't grasp it. Und du kannst es nicht greifen. What you grasp is your name for what has occurred. Was du greifen kannst, ist dein Name für das, was erschienen ist. But the actuality of the experience is always self-vanishing. Aber diese Tatsächlichkeit der Erfahrung ist immer selbst verschwindend. I'm not offering you a dogma to believe. Ich biete hier kein Dogma an, das ihr glauben müsst. It's not about believing it, but
going to turn our mind towards this and see how is it. Es ist nicht etwas, an das geglaubt werden muss, sondern wir wenden unseren Geist und schauen, wie ist es? And specifically, how is it for you? Und ganz spezifisch, wie ist es für mich? Content that's arising and passing, and the openness of your presence. Da ist also Inhalt, das kommt und geht, und da ist die Offenheit unserer Präsenz. So, for this practice, you can have your eyes closed, or slightly open, or wide open. Für diese Praxis könnt ihr eure Augen schließen oder leicht öffnen oder ganz weit öffnen. With this kind of practice, the instructions are non-military. Mit dieser Art von Praxis sind die Unterweisungen oder die Anweisungen nicht militärisch. They're not definitive like a sergeant major. Die sind nicht definitiv wie von einem Feldwebel. It's an invitation for you to see what works for you. Es ist eine Einladung an euch, zu schauen, was für euch funktioniert. Nobody knows how you should be. Niemand kann euch sagen, wie ihr sein solltet. We're easing ourselves into the possibility of clarity and self-revelation. Wir entspannen uns selbst in die Möglichkeit von Klarheit und Offenheit. Okay, so just relax in the out-breath. We're here, we're already here. Wir entspannen einfach mit der Ausatmung, wir sind hier, wir sind ja schon hier. How is this here-ness? Wie ist diese Hierheit? Yesterday, it's recommended to do this kind of practice for short periods of time. Wie ich gestern sagte, wird empfohlen, diese Art von Praxis nur für kurze Zeiten zu machen. We're not trying to make anything happen. Wir versuchen da nichts geschehen zu lassen. Thoughts, feelings, memories, everything is continuing as before. Gedanken, Gefühle, Erinnerungen und so weiter, alles fährt fort, so zu sein, wie es vorher war. But what we're wanting to do is to relax out of our position as the thinker, the doer, the maker, the subject. Was wir tun wollen, ist uns aus unserer Positionierung als der Macher, als der Täter, als der Denker, als das Subjekt heraus zu entspannen. And simply, we don't do this, anything to achieve this. Wir machen auch nichts, um das zu erreichen. We simply see my subjectivity arises and passes. Wir sehen einfach, dass die eigene Subjektivität auch entsteht und vergeht. I'm thinking this, I'm feeling this, Ich denke das, ich fühle das and then I'm not. und dann nicht. The subject me was not a firm, stable base from which I enter into experience. Das subjektive Ich ist eine stabile Basis, von der aus ich dann in diese Erfahrung getreten bin. Or a point of separation from which I observe what is happening. Oder auch nicht ein Punkt der Trennung, von dem aus ich beobachten kann, was geschieht. Subjectivity is not fixed and stable, it is process, it is part of the dynamism of the showing of how the mind is. Die Subjektivität selbst ist keine stabile Basis, sondern es ist ein Prozess, es ist eine Dynamik dieses sich Zeigens. The thinker and the thought, the grasper and the grasped at are both arising as experiences in the mind. Der Denker und der Gedanke und der Greifende und das Ergriffene stehen gemeinsam als Prozesse im Geist. And we just sit with this. Und wir sitzen einfach damit. It can be quite confusing. Das kann ziemlich verwirrend sein. We really see, oh, I'm not a thing. Wir sehen wirklich, oh, ich bin kein Ding. I don't have a stable base. Ich habe keine stabile Basis. My base is openness. Meine Basis ist Offenheit. This openness is bright, Und diese Offenheit ist strahlend shining with many kinds of experiences. und erstrahlt mit vielen Arten von Erfahrungen. They come and go. Und sie kommen und gehen. While I'm sitting in the practice, the
dependent co-arising of experience is usually some feeling arises, then there's a thought about the feeling, and they tumble along together. Wenn wir in der Praxis sitzen, dann ist diese abhängiges gemeinsame Erstehen von Erfahrung, ist, dass irgendeine Erfahrung entsteht und dann kommt ein Gedanke über die Erfahrung und so stolpern sie dann so den Weg gemeinsam. Now we go to take a break. Wir werden jetzt eine Pause machen, We get up, wir werden aufstehen, put on our shoes, walk up to the rest house. wir werden unsere Schuhe anziehen und dann hochgehen zu dem Gasthaus, Maybe chatting with someone, maybe on our own. vielleicht im Gespräch mit jemandem, vielleicht auch alleine. Experiences, experiencer. Die Erfahrung, das ist der Erfahrende, This is occurring for me, das erscheint für mich and I am occurring for me. und auch ich erscheine für mich. What I take to be my subjective identity is part of the movement, the pulsation, the co-emergence. Was ich für meine subjektive Identität halte, ist ein Teil dieser Bewegung ist ein Teil dieser Koemergenz. With each step I take, through my senses, new images, colors, shapes arise. Mit jedem Schritt, den ich gehe, entstehen für meine Sinne verschiedene Farben, Formen und so weiter. In an instant, I see leaves beyond calculation. In einem einzigen Augenblick sehe ich Blätter jenseits jeder Zählung. A million leaves are revealed all at once. Millionen von Blättern werden enthüllt, alles auf einen Schlag. Then I take the next step, and the next step, and the next step, and each one is a full vision, a full vision. Und dann nehme ich den nächsten Schritt und nächsten Schritt. Und jeder davon ist eine volle Sicht. So much is offered. So viel wird gegeben. Am I available? Bin ich verfügbar? Because if I'm thinking about the past, Denn wenn ich über die Vergangenheit nachdenke if I'm desperate for a coffee, oder wenn ich verzweifelt mich nach einem Kaffee sehne, I somehow shrink into myself. dann schrumpfe ich auf eine gewisse Weise in mich selbst I'm walking with a determination to get there. und gehe mit der Entschlossenheit, dorthin zu kommen I'm receiving less. und empfange weniger. The refreshing ungraspability of the field of experience is lost sight of. Und die erfüllende Ungreifbarkeit des Erfahrungsfeldes geht verloren. And I'm following my own habitual patterns. Und dann folge ich meinen eigenen Gewohnheitsmustern. When that happens, Wenn das geschieht, don't fall into judgment. dann verfalle nicht ins Urteilen, Just relax in the out-breath. entspanne dich in deinen Ausatmungen. Big world. Eine große Welt The big world welcomes me out of myself. und die große Welt heißt mich aus mir heraus willkommen. Don't stay inside. Bleibe nicht da drin. Come on. Komm raus, verbinde dich. There's so much to enjoy. Es gibt so viel zu genießen. Always. Immer. But you can't stabilize this coherent field. Aber du kannst dieses koemergente Feld nicht stabilisieren. It requires dynamic participation. Es erfordert die dynamische Teilnahme. As I walk, I become other. Während ich gehe, werde ich das andere. New experience is always othering the self that was. Das neue Erfahrung ist immer das andere in dem Selbst, das war. So there's I'm this, and then this, and this, and the world is this, and this, and this, and the interplay is vanished. Dann bin ich das und das und das und das andere ist das und das und das und das Wechselspiel ist immer am Verschwinden. So life is lighter, more fresh. Und dann ist das Leben leichter und frischer. Okay, so we take a break for half an hour. Halbe Stunde Pause.